will show you and I will commentate the whole day for all races. Yeah, actually, it's pretty hot here in Imola. We had yesterday a very nice day, and yeah, proving very well. And now it's yeah. I have to. First time is set by Jeremy Siffert. It's a 1:49.691. But we will go preliminary. It will be 44 or 43. That would be good for pole time. So 43 high or 43 low will be the pole time too. Here's number 11 in this warm-up lap. It's Luca Casella. Here's number 11 in this warm-up lap. It's Luca Casella, Italian driver. Luca Casella and Mario Casella are driving. Mario Casella is in the 69, number 69 Porsche. Actually, 8 cars on track. As I told you, first time set by Jeremy Siffert, but we have quite enough time, 24 minutes to go in this qualifying. So a lot of drivers are waiting in the pit at the moment. Then Daniel von Balmos is coming out of the pits now. And in the pit waiting, Quinteri with the number 15, Mattia Macchiante, Ethan Ischer, Ilario Introna, Franco Segre, Matteo Marc-An, Gregor Burkhardt, Christian Karaluska and Dylan Yip still waiting in the pit lane. We have a new fastest time. It's Jeremy Siffert with a 1:47.734. This track is very, very fascinating. You know, all these great corners and famous corners, Tamburello, Variante Alta, Acqua Minerale, Rivazza. That are corners that are quite the same popular as corners at the Nürburgring Nordschleife or as well in Monza or Silverstone. And it's the first time that I'm here, but I think every motorsport fan must see this beautiful track here in the Emilia-Romagna. .22 minutes to go. 7 cars still waiting in the pits. One of the favorites for this race, Dylan Yip, still waiting. And still the fastest lap for Jeremy Siffert. The 47.734 is still standing. Might be a proper time.
And actually the coach of Jeremy Siffert is former race car driver Marco Werner from Germany. We have a lot of coaches in here. It's Marcel Fessler, ex-DTM driver, Marco Werner, Christopher Zöchner, guns, for example, on Jeremy Siffert. And we have a penalty for car number 11 for Luca Casella. Lap deleted because of track limit in turn 1. And we have a new fastest time from Felix Neuhofer. It's a 1:44.976. Actually, over a second faster than Jeremy Siffert. This guy's here on camera. It's the Porsche with the 55, powered by Fach Autotech. Fach Autotech also participates in the German GT Masters. Also participates in the German Porsche Carrera Cup. We have three new cars joining the track in our qualifying. Gregor Burkhardt and Christian Karamusia and Dylan Yip. Dylan Yip is now going on attack the pole time, still held by Felix Neuhofer. Dan Schmid on third position, Ernst Albert in der Bitzin, I'm sorry for that, on position 4, Markus Sachet on position 5, Mario Capella on 6, and he improves his time. It's now 1:52.874. Still waiting for Ethan Isher, one of the favorites, one of the candidates for the podium or the win. And we have Danielle von Balmos is improving. She's going on 7th position now. And also Gioga in the number 3 is going on 5th position. Fastest time still held by Felix Neuhofer. And now we have all cars now on track, all cars are out. It might be interesting to watch Dylan Yip and Ethan Isher, as well as Felix Neuhofer and as well as Jeremy Siffert. So Jeremy Siffert is going in, picking up some new tires for the second shot.
And we have a new purple sector by Mattia Macchiante in the number 18 Porsche. It's new purple. Maybe he's going for the provisional pole. Leading car for the moment, Felix Neuhofer. Oh, really wild, really on the limit. He's pushing the limits. Now he's in the Aqua Minerale, going down the hill, and we see a new purple sector from Felix Neuhofer. It's now Felix Neuhofer against Mattia Macchiante. And we have a new second place. It's Ermanno Quintieri in the new second one, 7/10 behind Felix Neuhofer. Really wild in the drift, going through the Variante Alta, down the hill to the Rivazza. Maybe a bit too wild. Maybe a bit too wild. The second sector wasn't that good. No personal best and no purple sector. Now he's coming down the line, down the straight. And it's the new fastest lap for Felix Neuhofer, but Mattia Macchiante is on fire. He's set the new fastest time in the first sector. It's purple for Mattia Macchiante. We wait for Isha and for Yip. New purple sector, as I told you, by Mattia Macchiante on the number 18 Porsche. And now it's third and new personal best in the second sector. We are all the way around with number 69. It's Mario Capella. New personal best. First sector, new personal best. Second sector, how far can we go? But I keep an eye on Mattia Macchiante. New personal best in the second sector. And we have a new second position. It's Mattia Macchiante now on second position. Leading position still held by Felix Neuhofer, and we wait for Isha and for Dylan Yip. Probably warming up tires now. And again, new purple sector by Mattia Macchiante in the number 18 Porsche. Felix Neuhofer joined the pits. We still have barely 30 minutes to go, so we are still waiting. Here's a look at Marco Sarchet. I'm sorry. New third position by Ethan Isha. Ethan Isha is coming now. New 11th position by Mark Ahn. And here's the new personal best. He's going 21.998 in the first sector. That could be good for, yeah, he's in touch. He's in touch with Quintieri. He's in touch with Neuhofer. But the second sector isn't that good. Yeah, holds back. Dylan Yip holds back. And it's red flag. It's red flag.
Okay, session is stopped now. All cars must return to the pits. And yeah. So we have still this is timing. We have still 12 minutes to go. And it's the car number 26 stuck in the gravel. That's Ilario Introna. Must be at sector 1, must be turn 1. And we stopped the time at 17 minutes and 59 seconds, so we have a sprint to go to this qualification. So let's recap the first 10 position. In front we have Felix Neuhofer, followed by Hermano Quinteri. Third position Ethan Ischer. Fourth position Mattia Macchiante. Fifth position Jeremy Siffer. Good improvement on this day. Gregor Burkhardt on 6, Daniel Schmid on 7, Christian Karamuskia on the 8th position, 9th position Joga. And in 10th position, Ernst Albert in der Bitzin. Where's the lady? The lady is on the 15th position, Danielle von Balmos, 15th position. She told me yesterday that she doesn't love qualifying. She's always so nervous in the qualifying. She likes to do racing, and she's a fighter, she says, and normally she's faster in the race than in the qualifying because she is so nervous. It's a quite funny story, and she's working on it to improve her qualifying skills. Yeah, and we have one of the favorites, Dylan Yip, in the last position. So they waited for to let him out, and maybe that could go wrong, but we have 12 minutes to go. Indeed, that will be enough time for Dylan and for all the other guys and this one lady to improve their time in 12 minutes. To look at this beautiful landscape, I think that's a real beautiful place to enjoy. And as I told you, it's my first time here in the Emilia-Romagna. No, that's a lie. I think I was with my school here in Toscana when I was 17 or something. But that means I was here like 3 years ago. Little joke on this side. So we're waiting for the green lights to go on, but the car must be get out of the gravel. We see number 5 in here. That's for the next qualifying, I propose. So cars are going out to the end of the pit lane. Just take some background stories for you. Dylan Yip is a little bit injured, so he's
He's got some issues with his right foot. He's not walking very properly, but he says, "Come on, to step on the gas or to go flat. It will be okay. I can't really walk, but I can do racing." Okay. Dylan Yip's driving for the Proton Huber. For the Proton Huber team. Also joined the field in the Porsche Super Cup at Imola a few weeks ago here. And he was disqualified in the qualifying at the Super Cup because of a little infringement by the by tire infringement. But that possibly it wasn't a problem from the team, so they accepted the disqualification, and he started from the last position, and he gained in one lap 15 positions, and he did a proper race in the Super Cup, and Dylan Yip is always a little bit jet-lagged because he flies for every race weekend he does in Europe, from Hong Kong to Europe, he says at the last day of the race weekend, I'm here and not jet-lagged, and then I have to go home. So, and as I told you, Jeremy Siffert is coached by Marco Werner. Marco Werner was the vice champion of the German Formula 3 in '92, and he was fighting against Petrolami. Then he joined DTM, and he drove the Super Touring Car Championship in Germany, and then he joined Audi, and the rest, ladies and gentlemen, is history. All right, we have 12 minutes to go. That might be good for three flying laps, and we have green lights. The field is coming out, and look at them. Look at them. They have no time to waste. The first four cars did something like a race start out of the pits, and so we will now see how it's gonna get. Tosa corner. Here's the field coming. So look at this. Siffert in front, followed by the 88. It's Gregor Burkhardt, followed by Dylan Yip. And Siffert let them pass. And Dylan Yip is thinking, oh, come on, give me more space. Give me a free lap. But Gregor Burkhardt also wants to have and has also all the right for to do a flying lap in free air and fresh air. So yeah, there's no need to let Dylan Yip pass, but because they are on the same, so he now waits for the opportunity to get a little bit more space. With Jeremy Siffert in the back. Okay, Burkhardt, Yip, Siffert now on the flying left. We wait for the first sector to come.
Burkhardt does a 22-1. Dylan Yip, it's a 21-8. All eyes on Dylan Yip, 21-8 in the first sector. All eyes on Dylan Yip. Ethan Ischer also 21-8 in the first sector. So I said all eyes on Dylan Yip, so all eyes on both of them if you need them. So climbing up the hill to Variante Alta for Dylan Yip. It's a purple sector in the second sector. Now the chicane. Don't hit the bollard. Goes out straight line. Looks quite good. Purple sector still for Dylan Yip. Ethan Ischer does a 34-5. Dylan Yip 34-2. Dylan Yip, Rivazza 1, Rivazza 2. Dylan Yip is coming down. It's coming to the line. What would it be? It will be a... And we have a new fastest lap. It's Dylan Yip on provisionally pole. It's a 1:44.3, and we have a new third place. Look, no, we have a new fourth and third place. Gregor Burkhardt is joining the field on fourth place, and Matteo Franco Segre goes on the third place now. Casa very close in the third. We have only 0.3 of a second between the first place and the fifth place. That's quite close on this course. And Dylan Yip is still improving. It's a 21-7. 21-7 in the first sector. 34-2 in the second sector. Quite nice drift at the Variante Alta. Now downhill to the Rivazza corners. Rivazza run. Very clean line. And now take all the speed with something like what? I don't know what it was. And it is an improvement for Dylan Yip. It's a 44.9. 3.90, but we have a new provisionally pole. It's Matteo Franco Segre on, I don't see the time now, and it's a 44.2. 44.2 by Matteo Franco Segre. And we have new purple sector by Ethan Ischer. Ethan Ischer at the moment on fourth position. And the new purple sector set by Dylan Yip in the second sector. And another one bites the dust. We have a track limit for Gregor Burkhardt. Lap deleting for Gregor Burkhardt, still in fifth position. Someone stranded in the... Oh, that's it for Dylan Yip. Someone stranded in the Rivazza corners, and it's car number 8. That is Daniel Schmid.
Daniel Schmid is stranded in the Rivazza corner, and we have again the red flag. Qualifying is once more under red flag. So the cars must return to the pits, and I don't know if the qualifying will be restarted for this 4 minutes. Yeah, Daniel Schmid is stuck on the gravel, and we see the big machine, the Manitou, and we have two. I don't know what the English word for it is. So I'm sorry. So the Manitou could grab the cars on the roof and take them out of the gravel without any risk of damage. But the cars are still waiting to go out. Yeah, we have 4 minutes to go. That could be maybe 2 flying laps if you are very fast. So let's recap the first 10 positions. In 10th position, Marc Ahn. On 9th, Christian Kara-Moskia. Jeremy Siffert falls all the way down to position 8. Mattia Macchiante on 7. Ermanno Quintieri. In 6th position, Gregor Burkhardt on 5th. Ethan Ischer at 4th position. Felix Neuhofer now in 3rd position. Dylan Yip on 2nd position, and Matteo Franco Segre with the last lap went to the front. And it's green flag, and away we go for the last 4 minutes of this qualifying. Who would have an improvement again? Who would have? On our timetable, we see that from position 1 to position 6, we have only 0.5 of a second. It's quite close, and position 1, 2, and 3 only 1/10 of a second. So this could be very, very exciting to watch. We're now here with Mattia Macchiante, at the moment ranked on 7th position. All right, 3 minutes to go for the it's the final shootout now of this qualifying, and we're waiting. We're waiting for the times. Cars are coming down to the finish line for maybe this could be 2 flying laps. This could be 2 flying laps for all.
still on the way, going with Mattia Macchiante. New personal best by Choga in the first sector. And a new personal best for Matteo Franco Segre. All right, let's have a closer look. Closer look at, this is Choga in the car number 3. Let's have a closer look at Matteo Franco Segre in the car number 45. What's that? He comes out. It's Mattia Macchiante. Mattia Macchiante. Matteo Franco Segre over the line, but he's doing a 44.3. Dylan Yip still going, but no time improvement. We wait for Ethan Isher. He did a purple sector in sector 1. Ethan Isher in the 21 car. This is Matteo Franco Segre in the green and yellow car. Going all the way down to Aqua Minerale, but no time improvement at this time. Time's up. So, whoa, proper good drift. Take a look for the last times. I see no improvement, and the time for Ethan Isher didn't work out. So I think he's probably down the pits. And can we congratulate? That must be the pole for Matteo Franco Segre. No improvement in sight by no one. No. And that's it. It's the pole position for Matteo Franco Segre. Going all the way down to the pits. Second position for Dylan Yip. Third position, Felix Neuhofer. Ethan Isher on fourth position. Gregor Burkhardt on fifth position. Ermanno Quintieri on the sixth. 7, Mattia Macchiante. Jeremy Siffert on 8th position, Christian Karamuskia on 9, Mark Ahn on 10th position. 11, Mario Capella, Chioga on 12th, Daniel Schmid on 13, Luca Casella on 14th, Ernst Albert in der Bitzin on position. I barely talk German. So, Ernst Albert in der Bitzin on 15th position. Daniel von Balmos on 16th, 17th. Marco Sarche and Ilario Indrona on 18th position. That's it. That was the first qualifying for today. Congratulations again to Matteo Franco Segre, Dylan Yip on second, Neuhofer on third.
And we have green light for the GT4 CS mixed with the classics. And field is now coming out. Yes, you are right. You heard it right. It's a mix between the GT4 Caymans, as used in GT4 European Series and GT4 Germany and so on, and the classics, the 964 and the 993, used in the Porsche Carrera Cups and the Porsche Super Cup. And it's a field of 13 participants. We have Guillaume Chatelin, Elia Papagena, Andreas Heiniger, Jovacek, Enzo Calderari, and Enzo Calderari is driving his car that he used in the Super Cup and in the Porsche Carrera Cup Deutschland. We have Cornelius Dornier, grandson of the great Dornier, inventor of planes. We have Kurt Ecke, Mr. Carrera Cup for the cars. We have Maximilian von der Leyen, Niki Leutwiler, former participant of the Porsche Super Cup and also Porsche Carrera Cup Deutschland, Florian Schmidhuber, Matteo Kamata, Chad Schreiber, and the Wörler boys. You can share the car in this. You can share the car in this the whole weekend, and one driver is driving the first race. One driver is driving the second race. Field is now coming down for the first time, and hear that beautiful sound of the historic cars. And we now wait for the first times to set. Number 7, Elia Papagena still waving. The GT4 cars need 2 warm-up laps, but I think the classics are going still are going for it after 1 lap. It's interesting because you can watch 2 fields in one race. Listen to that sound. Isn't that great? Isn't it great? That's the Porsche sound. That's the reason why I get up from bed so early to listen to this beautiful sound, this boxer motor. I love it. I love it. That's motorsport. That's Porsche. That's Porsche Sprint Challenge Swiss. But we have also 2 qualifyings after that. That's the Open GT, where the Cup Porsches, some older Cup Porsches, and the GT always. So first flying laps are made. We have the leading car is Andreas Heiniger. The first one of the historics might be Chad Schreiber. A little bit faster than Niki Leutwiler. New leading position by Elia Papagena. Elia Papagena is doing a 504. I'm sorry. New fastest time by the classics is set by Niki Leutwiler. It's a 1:59.1. New fastest time by the classics by Niki Leutwiler. That's the leading car.
Leading car in the... oh my god, I have some trouble to find my words. Leading car in the Caymans. Papagena, followed by Guillaume Chadler. New second best in the classic competition, Kurt Ecke. Kurt Ecke in the second position at the classics. And no, new second, only for a few seconds. Then the new second best by the classic is Chad Schreiber, and Enzo Calderari is improving now to the third position in the classic competition. And again, fastest lap by Elia Papagena, but Guillaume Châtelain did a very good first sector. It was a 22.50. I saw it, and then it was erased. Okay, but we have a new purple sector by Elia Papagena in the sector 1. And again, Kurt Ecke is improving in the classic competition. New second one, Kurt Ecke in the classic one. Well, the boys are still standing in the pits. We don't know what the problem is. They did only one lap, came in, set no time for this moment. And a new fastest lap again by Elia Papagena. He's doing a 1:48.677. That's 8/10 faster than Guillaume Châtelain. And 1.6 seconds faster than Andreas Heiniger. And the classic cars are probably about 10 seconds slower than the Caymans. At this time, we see no improvements, but a new personal best from Kurt Ecke in the... oh. And Enzo Calderari is leaving the track. We saw a bit of a smoke coming out of the Calderari Porsche. Enzo Calderari in the 301. But he secured the car in this rescue area, so he's very. We can go on with the qualifying. There will be no red flag at all. First cars are entering the pit for going on new tires, probably.
little bit improving of Maximilian von der Leyen. He's now in 10th position at all, and that means he is in, let me take a closer look, 1, 2, 3, 4, 5, 6th position in the classic competition. Sometimes when I say nothing, it's just I'm hearing. We have here on camera, it's Judge Schreiber, and listen to that beautiful sound. I love it. My first Porsche Carrera Cup race that I watched as a kid was the 1990 at the Nürburgring at the Eifel Rennen. I think that was a win by Olaf Manthey or Jürgen von Gatzen. I'm not sure, quite sure, but this was so fascinating to see over 30 Porsche participating. Listen to that sound. That's so great to have these cars here. And let's have a closer look to Kurt Ecke. Kurt Ecke is still going strong. He did a personal best in the first sector, 25.8. And Enzo Calderari, forget what I said. But Kurt Ecke is still going. And that might be an improvement. So we don't have two timetables where it's split it in the Cayman competition and the classic competition. So I have to. I think after that day I will look like a chameleon. Into. Let's take a closer look to the 320. That's Maximilian von der Leyen in the Tobler designed Porsche. All the way down to Rivazza, followed by, I don't know who that was, but it's fascinating to watch them drive those diamonds all the way in Imola, and I enjoyed it very well. So there's only one Cayman on track at the moment. It's Jovasek. Jovasek is in 4th position at the Caymans, and he's going with a gap of 4.3 seconds at this moment, but now he's coming in, so all Caymans are in. Did I take a mistake? So we have another 13 minutes to go. That must be
Calderari is still going. But I saw that was the Calderari Porsche that I saw. I'm a little confused. It's the 301, that's Enzo Calderari. I was wrong, I really was wrong. I'm sorry for that, I gave you the wrong information. Jovasek is joining the track again. We don't see much improvements at the moment. Oh, what's this? Now we have a closer look at Jovasek. Climbing up to the hill to Acqua Minerale. I loved it, that sound. Listen closely. Listen to that shifting sound. I really love this sound. So we're doing one proper lap with Jovasek. Variante Alta, curb, 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 and then full on gas all the way down to the Rivazza corners, to Rivazza 1, Rivazza 2. Then we're waiting here on the start and finish straight for Jovasek, and then he's going for the next attack to improve his time. Here he comes. First sector for Jovasek, it's 23-2. He's coming a bit closer now to Andreas Heiniger. Climbing up the hill to Acqua Minerale. First lap, leaning out. Braking zone into the double right, hit the curb. Hit the curb on the inside, going to the outside, full on gas. He's doing 37.558, quite good improvement. Only one car and track, and a good improvement. He's now 3.9 seconds behind the leading car, behind Elia Papagena. Maybe there's some more to improve. We will take a closer look at it.
because we only have 2 cars on track now. It's Jovasek and Chad Schreiber. Chad Schreiber in the classic car, in the 344 car. And he's doing personal best in the second sector. He's improving. The second sector was his personal best. Now he's in the Variante Alta. And wait for the finish line, and it is a 1:52.155, and another improvement from Jovasek. He's now 3.4 seconds behind, and let's have a closer look at Chad Schreiber in his beautiful 964 or 964. You can say. This model, where you see now Chad Schreiber driving this model, driven 2 years, I think. 2 years in the Carrera Cups, and then replaced, no, 3 years. Must it be 3 years? From 1990 to 93, and in 94 there where the new model was introduced at the Super Cup, and then a year later on in the National Carrera Cups. And both models are we have here in these competitions a 964 and the 993. 993 was the first one with spoiler, but both models were, you can say so, saloon cars with the cellar in it, with only 1 seat, but it was quite probably the saloon cars. And then after the years, the cars went faster and faster with more flaps, with more spoilers. And yeah, what we got here, we have now the GT3 Cup cars are really racing machines. And it's proper, and we see them proper racing again. So, our 2 participants on track, Jovasek and Chad Schreiber. Chad Schreiber, look, is improving in the first sector. 26.0 he goes. Maybe he's gonna be left by Jovasek in this qualifying. And Jovasek is, you can say so, is the diligentest driver of this qualifying. He did 12 laps, and Chad Schreiber did 10 laps. There's
So you can say they are the diligent drivers here. So Jovacek is joining the pits now, and he started his run with a gap of 4.3 seconds and improved to the gap with 2.6 seconds. So this is a big improvement for the driver from Switzerland. And Judge Driver is still going. We have 2 minutes. I think we won't see the cars on track again. It's enough. And we can, if in the next few seconds no car will leave the pit lane, we can congratulate Elia Papacena for the pole position. Second place for Guillaume Châtelain. Third place, Andreas Heiniger. Fourth place, Jovacek. That's the Caymans. And we go to the Classics. Leading car in the Classics, Niki Leutwiler. Second position, Enzo Calderari. Third position, Kurt Ecke. And I switched, or what's the real word? I swapped the cars. So it was Kurt Ecke leaving the track to the rescue here at Variante Alta, where we see Chad Schreiber. And again, also Nicolas Leutwiler third position in the Classic category, Enzo Calderari second, Kurt Ecke on third, Matteo Camata fourth, Chad Schreiber fifth, Cornelius Danier on 10th, Florian Schmidhuber 11, Maximilian von der Leyen on 12th position, and the Whirler boys didn't even set a time. And so, well, as we now see the last 30 seconds of this qualifying and only one car on track. That's it for the Caymans and the Classics.
And we have green light for the Open GT qualifying for the Group 1. Group 1, why do we this? It's quite easy to answer. We have a lot of participants in the Open GT, barely 40 cars, and so we decided, or the organization around Florian Klapperich decided to split for the qualifying and for the free practices, to split them in 2 groups so that everyone could enjoy free flying laps, free, not the number 3, free flying laps to improve and set their time. A lot of Cup cars, we have some GT3Rs, some older and some younger cars, and all together in one field. Who are the participants? We have Sebastian Schmidt, Sadamoto Takahashi, Massimo Froyo, Dragos Burio, Marco Schori, Lena Knötzel, Seiko Drimic, Max Mutschlehner, Merabi Mekbabishvili, Philipp Wilz, Dennis Watt, Erik Santos, Ahmad Alemadi, Markus Greichen, Joel Monegro, Nicolas Kaiser, John Jastremski, Lukas Wolf, and I think we won't see Yuka Honkaburi and Mark Wallenbein on track because they're doing some coachings. They're on the timetable, but I don't think they will participate. We have Menotti and Enzo Calderari. They are sharing one car. It's the number 231, and we have Pierre Eret. The first cars are now coming down to start-finish line to start their first flying laps. And we have 25 minutes for both groups. And we will wait for the first times. Joel Monegro comes over the line, so that will be the first one that we will see for the fastest times. First sector by Joel Monegro, and second sector still the fastest, Joel Monegro. Let's keep an eye on Joel Monegro. Heading down to Rivazza, followed by, that must be John Jastremski. And it's the first fastest time is set by Joel Monegro with 48.455, followed by John Jastremski, Dragos Burio on third position, Philipp Wilz on fourth, Markus Greichen on fifth for the moment, but we have a new third one. It's
Nicolas Kaiser. Nicolas Kaiser, the new third one at this time. And new fastest lap by Ahmad Alamadi. New fourth time by Lena Nötzel, but let's take a closer look to Sebastian Schmidt. Sebastian Schmidt set to purple sectors. Sector 1, Sector 2, purple sector for Sebastian Schmidt. Sebastian Schmidt is coming to the line. And here he is. New fastest lap set by Sebastian Schmidt. New fastest time by Sebastian Schmidt. He's doing a 1:45.559. New second place, Philipp Wilz. Philipp Wilz is joining Sebastian Schmidt in the provisionally first row. But we have still 18 minutes to go, so it might be provisionally. We will see another more times. We have a new fastest sector in Sector 2 by Björn Ehret. He's doing Pierre Ehret, I'm sorry. Pierre Ehret doing a 34.720, but no, we have new fastest time set by Sebastian Schmidt. It's a thing between Ehret and Schmidt. Ehret in the 234 and Schmidt in the 203. Oh, new second best time by Max Mutschlechner. Lechner. I'm sorry. Oh God. I have to pay some to the teams. And new fastest time by Sebastian Schmidt. Where is Ehret? Ehret now on 8th position, but new fastest sector, Max Mutschlechner. Second fastest, but new fastest sector in Sector 1 by Menotti. I don't know who's driving now. I think that might be Menotti. Calderari drove the classic Porsche. I think that must be Menotti. New fastest Sector 1 by Menotti. Second one, Ahmad Alamadi. But take a look at Menotti. Menotti, new fastest sector in Sector 2, 33.834 in the second sector. Ehret now on third position, doing a 1:45.116, and we have a new fastest lap by Menotti. A 1:44.017. Ehret now on position 4. He did a very good last sector. That was the fastest sector of the whole field. Who's improving now?
We have a lot of personal bests. We have the new personal best by Sebastian Schmidt, by Max Mutschlechner, Pierre Ehret also, Ahmad Alamadi, Takahashi, Froyo, Kaiser, Mekvabishvili. There will be some improvements, I'm sure. Let's have a close look to 218. That's Merabi Mekvabishvili. Car set up by Lap Time Performance. Very beautiful car. He's driving as good as he can be. New personal best in Sector 1 by Pierre Ehret. New personal best by Max Mutschlechner in the second sector. Let's wait for it. And we have a fastest sector 1, new fastest sector 1 by Menotti in the 231. And a very good improvement by Merabi Mekvabishvili. That's a name, wow. And new 10th position for Mr. Mekvabishvili. New 10th place. Here at 226, that's John Jastrzemski. Powered by the Porsche experience all around Mark Wallenwein, or Porsche experience. They are the Mantai boys. New fastest time again by Menotti in the 231. He's doing a 43.836, and that's quite fast. And we have the 204 is out, is stucking in the gravel. That's all. That must be Variante Alta. Yeah. He's stucking. We have red flag. Qualifying is red flagged. Again, we have a red flag. That must be the third one for today. Oh, that's a pity. So, take a deep breath. Let's recap. Let's recap this session by now. We have in the leading position Menotti in the 231, Sebastian Schmidt on second position, Max Mutschlechner on 216, Pierre Ehret on fourth position, Joel Monegro at fifth position, Ahmad Alamadi, and then Philipp Wils, Markus Greichen, Dragos Burio, Merabi Mekvabishvili,
Sadamoto Takahashi on 11th position, Massimo Froyo, Lena Kneutzel, Nicolas Kaiser, John Jastrzemski and Eric Santos in 16th position. And Menotti did a quite good lap. It's 9/10 of a second in the leading position after Menotti. That's quite close, but Menotti this was a real flying lap. This was a really good lap, and let's see what the guys can do. The guys and the one lady can do in the second shot for the last 11 minutes of this Group 1 qualifying. And let's take the note. I will take the note for this group, because we have to keep it in mind for the second group. Yeah. So 43, 41, 43, 8, 3, 6 is now the fastest time by now. Here we go again. Sadly for Sadamoto Takahashi, I think qualifying is over for him now. Yeah. So we will see how's the improvement. Barely all cars are out now. So Joe Monaco will be the first to cross that finish line to attack again in the qualifying. And we will wait for the first sector to come. Who is improving, or who can improve the lap times? We have 9 minutes to go.
That's really exciting to watch the cars going out. And Menotti is going out as well. Maybe to improve it again. Because we have to keep in mind there will be another group. And we have to keep the time of Menotti or maybe some other time in mind. We have a new personal best for Merabi Megbabishvili, a new personal best in the second sector for Pierre Ehret. New personal best also for Sebastian Schmidt. Okay, this is exciting. You don't see any purple sector in this second shot. Sebastian Schmidt going to Rivazza. Here he is. Rivazza one. Curb inside, curb outside. Then clean line. No oversteering. And keep it clean down the line. We have Pierre Ehret now on the second position. And he's now... Whoa, that's a good time. Let's have a look at Pierre Ehret. Pierre Ehret now he's doing a 1:43.991. That's a bit more than a tenth slower than Menotti. Could it be possible that the position of Menotti is shaking? The last lap was no improvement. Pierre Ehret is still going strong. And again, personal best in the first sector, waiting for the second sector. Climbing up the hill to Variante Alto. It's a 34.1, but we see a new purple sector from Menotti. Menotti is still improving. Let's wait for Menotti and the second sector. Pierre Ehret is coming down. And Menotti again, purple sector in the second sector. Will that be a new improvement? Will that be a new fastest time? Oh, for the moment, we have a new pole sitter. It's Pierre Ehret. He's doing a 43.571, but Menotti is coming. Menotti is coming. Menotti, we wait for Menotti. Where's Menotti? Menotti is coming. Here he is. And he's doing a 43.189 for Menotti in the 231 car. That's barely 4/10 faster than Pierre Ehret. That's a proper time. The Menotti car is prepared by the team and performance, and yeah, it's quite simple. The guys are quite sympathetic at all teams. All teams at this event, at the Porsche Sprint Challenge Suisse, are very sympathetic. And if you get the chance, you at home get the chance to watch a race in of the Sprint Challenge, do it. They are all open-minded, all open. You can join in the boxes and you can talk to them. It's a really
big family. Yesterday in the evening we had some barbecue with all participants, and yeah, it's not like that strong in our like in our series. It's like a big family, and yeah, they're talking to each other. So, and I have to note the new time by Menotti. He improved over 7/10. And again, now I think so. Do we have some improvements? Nicolas Kaiser going to 13th position. Dragos Burio going in 8th position. Rob, really good job. But we have again the red flag, for this qualifying. Let's take some notes. Okay. Okay, we see the car. I don't see even the number of the stuck car. We have a stuck car in turn 1. And yeah, turn 1, Tamburello. So we have this break again. And that's a good question. If the cars will come out again for this, for the last, let me take a closer look, for the last 3 minutes and 30 seconds. I don't know. I can't even tell you the number of the car or the name, and I made that big mistake in the classic qualifying. So I'm not a wizard, so we have to wait for the information. And we have green light, and we will have some attacks on track. 3 cars were going out: Mutschlechner, Alamadi, and Takahashi. Takahashi came back, and so he's taking the time. There's room for improvement. And we will see who's coming out again. For the last 2 minutes, there will be, for these 3 cars, there will be 1 shot, maybe 2. What time do they bring? They bring 1:44, 1:45. I think that will be a 1-shot situation. More cars are coming out.
Yeah, that will be a one-shot situation. So let's see how they can improve. So the cameras are now on Max Mutschlechner. Max Mutschlechner, the German guy. Can they do some improvement? Let's wait for it. Mutschlechner is doing 22.388. Ooh, I don't think so. But yeah, you can keep saying what is better than track time, more track time, okay? And so maybe we can, no, I don't think that will be so much room for improvement, but let's wait the second sector. Second sector new personal best for Sadamoto Takahashi. In Germany we say schau an. What is doing Mutschlechner? Mutschlechner is doing a 34.538 in the second sector. It's not a new personal best, but when you do through the three sectors properly. Okay, qualifying is over. Let's take a look at the times. Mutschlechner is coming. Takahashi is going over the line. No, it's P12 for Takahashi. What is Mutschlechner doing? No improvement. It's fourth position. So let's recap the first group of this qualifying. It's provisional pole for Menotti in the 231. Pierre Eret on second position. Sebastian Schmidt 3. Max Mutschlechner. Fourth position. Joel Monegro 5. Ahmed Alamadi 6. Philipp Wilz 7. Dragos Burio 8th position. Massimo Froyo 9th. 10. Markus Greichen 11. Nicolas Kaiser 12. Merabi Mekbabishvili. Sadamoto Takahashi on 13th position. Lena Knötzl on 14th position. John Jastrzemski on 15th. And Eric Santos on 16th position. And so we are heading to the second group. We're waiting for the second group. And we have to keep in mind that the time to beat is the 1:43.198 set by Menotti.
And here is the green light for the second group, for the Group 2. And we have here Alois Rieder from all the way from Austria, Andrea Galli, Italian, Tarek Fahmy from Canada, Sebastian Daum and Roman Steiner from Switzerland, Patrick Dingelda in Germany, Marco Galassi di San Marino, Nicola Zarginelli, Italy, then team with 2 participants, Distel and Waller. From Germany, Gualtiero Blanco, Italia, Manuel Sloff. From Austria, Wolfgang Triller in his original Carrera Cup Porsche, the last generation, in which he participated in the Porsche Carrera Cup Deutschland. Dominique Bastien from America, Matteo Biasoni, not Biasion, Biasoni. From Italy, Stefan Heim, Schmidt and Kremer from Switzerland, Valerio Bresezzi and Danilo Paoletti from Italy, and last but not least, Roderick Christie. Actually, he's Scottish. He's a Scottish driver. And we are waiting. And we have to keep in mind the time set in the first group. The time is the time that we have to keep in mind is a 1:43.189 set by Minotti. And now we will see what these guys will bring. The first guys to set times will be Rod Christie and Nicola Zarginelli. I think they are colleagues, aren't they? They are colleagues, they drive for the same team. They are in fact in the same box, so must be they follow each other. Very sympathetic guys. Talked to them yesterday. They have such fun to drive these race cars. Now they are still waving, still warming up the tires all the way up the hill to Aqua Minerale, then downhill. And again, I have to say, what a fascinating racetrack. Fascinating race cars. Proper sound, listen to it. That's the playground for those boys and those 2 ladies that we have here. And yeah, I enjoy it very much, and because we have no time set, I have to say thank you for this invitation. Thank you to Luke from Alpha Light. Thank to Florian from Porsche Club Suisse, and all the guys from Porsche Club Suisse. I won't forget them. Thanks to all the teams, thanks to all drivers for this very warm welcome yesterday. I enjoy it very much and I love it. So, first times are coming. Provisionally fastest time set by Nicola Zarginelli. The 2 guys from this one team. Nicola Zarginelli is doing a 1:48.848. But we know there's room for improvement, and the fastest time in the first group was set barely at the last 4 minutes to go. Then we had again a red flag, and we have enough time to see what will happen. And of course, I have some time to inform you that I will be in the grid doing some interviews. So, and the first race is coming straight after the qualifying of the Open GT. So don't switch this channel.
Don't switch it. Stay here. We have proper race action for you. And after that there will be a lunch break, about 1 hour, and then we go ahead with the other races. So, new fastest time set in this group for Alois Rieder. All the way from Austria, he's doing a 1:44.891. That's right, Ben, 891. But we have some purple sectors coming. Roddy Christie is doing a 1:43.876. They are climbing. They are climbing near Menotti. New second position, Gualtiero Branco. Position 2 for him. And Rod Christie is flying. He's flying. Can we switch to what Christie is the 299 Porsche? He's doing purple sector and sector 1. We wait for the second sector. He's going 21.753. Andrea Galli now on 5th position. Here's Roddy Christie. Or simply Rod. All the way down. New purple sector, sector 2. New purple sector for Rod Christie. Rod Christie, Variante Alta. 1, 2, 3. Over the curb. Pedal to the metal, down the hill to the Rivazza corners. Rivazza corner, you must do it very, very clean. First one, check. Over the curb, second one. Keep it clean. And now full on the gas, going down straight. Start finish straight. What time will it be? It's 1:43.598. That must be over the two groups. That must be second place overall. Must be second place. But wait for it. Wait for it. We have still 17 minutes to go. And another purple sector for Rod Christie. Another purple sector. He's still going strong. It's not over. The tires. It seems that the tires have it in it again for 4 laps. I thought there would be 3 or 4 laps to go on the tires. Then came in, switched to a new set. Now second sector. It's not a purple sector, but he's near. He's near his own best lap. Good improvement by Wolfgang Triller. Now on ninth position. New third one is Patrick Dingeldein. Gualtiero Branco heading down to start-finish line. Oh, big drift by Gualtiero Branco. A little bit of drift challenge here. And again, new fastest lap by Rod Christie in a 1:43.233. That's under a tenth of a second to Menotti. Does he have in it to go on pole? Does he have in it? Gualtiero Branco now steps back. I think he's heading towards the pit lane. But keep an eye on Rod Christie.
Okay, I saw a new purple sector by Rod Christie, but I think that the other car, that's an older Cup car, don't even see the number of this car, was holding him a little bit up. But let's take a look at the time. Take a look at the time. How much does it cost for him? And again, it's an improvement. He only lost 1/10. It's a 1:43. No, it's no improvement. No. It's a 1:45. It's a 1:45. I apologize. Oh man. Yeah. In fact, Christie was held up by the other participant. That was no intent by the other participant. That's sure. But after the Aqua Minerale, all the way downhill, here we see Patrick Dingeldine, and yeah, Roderick Christie still improving. Nice little story about Patrick Dingeldine. He drove in Le Mans and he was kicked out before even the race starts. And he told me that yesterday. And the safety damper on a little bit over the diffuser has something, a little scratch on it, and he said to me, I keep it as a memory. Okay, let's wait for Roddy Christie. Roddy Christie improved the second sector by over a tenth, and if he... Did I sleep? No. And that's the new pole. That's the new pole time for Rod Christie. It's a 1:43.120, and that's overall the new fastest lap in the Open GT. That's the new fastest lap. And we have to go again 11 minutes. We have to go another 11 minutes, and that's the new pole time. I will note that for you, and I will keep it in mind. Again, it's a 1:43.120, and that is now for the moment the fastest time overall. That's provisionary pole for Rod Christie. Let's recap some. The first 10 positions, Rod Christie on position 1, 2, Gualtiero Branco, Patrick Dingeldine on 3rd position, Stefan Heim 4, Alois Rieder 5, Danilo Paoletti 6, Andrea Galli. That reminds me of Gigi Galli. I have to ask him. Andrea Galli on 7, Wolfgang Triller on 8, and we have the red flag again. And we have again the red flag caused by a car in turn 1. The camera now is widen up. Okay, yeah, that is the Tamburello chicane. In former years, this was the Tamburello. It was full. Yeah, this wasn't even a corner, and we.
So I try it. And okay, I can hear me. We had a lack of signal, so we are back now. Qualifying is still going on. We have the green flag out, and so we are still going, and let's take a closer look to the timetable. Patrick Dingeldein is a little bit improving in Sector 2. This was his personal best. He did a 1:44.472. We have 6 minutes to go again. And a small improvement by Matteo Biasoni. He's now on the 11th position. He improves a little bit. But we wait for the times. New personal best by Andrea Galli on 7th position in Sector 1. He's going at 22:017. An improvement all the way to position 6 or 5, I presume, and new personal best again by Patrick Dingeldein in the second sector. In the first sector, he loses 0.2 of a second by to Rod Christie. But actually, he's faster than Christie in the second sector. Christie again over the line, no improvement, 1:44.3. That's no improvement, but fastest time set by Roddy Christie. So let's wait for Patrick Dingeldein. And Patrick Dingeldein on second position. He's doing a 1:44.106. New second place in this group for Patrick Dingeldein. Rod Christie still in the leading position. Little bit of improvement from Stefan Heim, the Swiss man. Actually, he's on 4th position. Good time for him in the second sector. Let's wait for the last sector. Maybe there's room for improving. Wolfgang Triller in the improved to the 8th position in this. It's one of my favorite Porsche Cup cars, the last generation before the actual generation. For me personally, it had the best sound of all Porsche Carrera Cup cars. But yeah, let's have a look. It's the original car that he really drove in the Porsche Carrera Cup Deutschland or Porsche Carrera Germany. We have a new fastest time by Rod Christie. It's a 1:42.878, and he broke the 43 mark. He's now in a 42. That's overall the pole position for Rod Christie, and we have to go 2 minutes, barely 3 minutes. Could someone improve? Could someone stop Rod Christie? I don't think so. I don't think so, because the tire won't give it. And I have a bit of an echo. Why have I so an echo? Can I do it? Yeah? Okay. Now I have no echo at all. So,
Can somebody improve? Can somebody improve a bit more? Can somebody improve a bit more? We see Patrick Dingeldein doing a personal best in the first sector. 21.7. We have a new second place. It's Stefan Heim. Stefan Heim at second now. He's doing a 1:43.934. Stefan Heim or Patrick Dingeldein? Stefan Heim or Patrick Dingeldein for the second place in this group? Stefan Heim did the 1:43. Patrick Dingeldein set a new personal best in the second sector, but in the first sector, in the second sector, no personal best. Let's wait for crossing the line for Patrick Dingeldein. Let's wait. And it is the third place for him. Maybe there's another shot for Dingeldein. Maybe there's another shot. Stefan Heim not improving anymore. I don't know why. I don't know why. Talking rubbish. No, again, no improvements. No improvements, only 40 seconds left in this qualifying. No improvement. Could somebody improve crossing the line? I see no improvements at all. Rod Christie is in pit now. Only 10 seconds to go. I will wait till the checkered flag will come out, because we have a new personal best for Stefan Heim and we have a new personal best in Sector 2 for Patrick Dingeldein. Stefan Heim, Patrick Dingeldein are fighting. Qualifying is over. Checkered flag will come out. Checkered is out. Checkered flag is out, and I congratulate Rod Christie for the pole. But second and third position, it's not over. Still not over. Patrick Dingeldein is over the line, still on third position. Stefan Heim, we wait for Stefan Heim. That might be, that should it be? So, we can say it's over. Stefan Heim crosses the line. He recognized that Dingeldein not improved anymore. So, it's pole position for Rod Christie. Second place in this group for Stefan Heim. Patrick Dingeldein on third position. Gualtiero Branco fourth. Alois Rieder on 5. Danilo Paoletti 6. Andrea Galli 7. Marco Galassi 8th position. Wolfgang Triller on 9th. Nicola Zaginelli on 10th. And the other ones, Matteo Biasoni, Roman Steiner, Manuel Zlof, the team Schmidt and Kremer, Valerio Bresezzi, Dominic Bastien, and Distel Woller at the end of this field. So, let's see you in the grid for the GT3 Cup race. For the first race is coming now. And see you soon. I will join now the grid.
Say about it. It's about, we have 30 minutes of racing plus 1 lap. Dylan Yip already participated in Imola in the Super Cup, and he did a very good start at this race. He started on last position in Imola in the Super Cup and gained more than 15 position in 1 lap. So we have to look close at this guy, but also at Matteo Segre. And we will go to him and ask him some few questions if he wants to, because the guys are concentrating on the start. So, Signore Segre, how was it? You set the fastest time. What are your expectations for the race? My goal for the race is just to have a good start and then pull away from the group. This is just my goal. Okay, thanks a lot and enjoy your race. Thank you. Good. And now we're going to Dylan Yip. Dylan is a bit injured because he falls down at a visit at a restaurant where he lives in China, and so he's a little bit injured, but he says that that's my right foot, and for step on the gas it's quite enough. So Dylan, second position, was it that you expected? No, for sure no. Okay. So for the first corner, what is your program for the first few corners? I take back what's mine. I like this guy, so have fun, great, enjoy your race. And so we're heading to the third position, to Felix Neuhofer. He's here with his own team, and he's something like the team principal and the owner at this time all together. Okay, Felix now is concentrating, and so I head now to my commentary place, and so for you at home, enjoy the race and have fun. Thank you.
So, and here we go. We are already at Variante Alta in the formation lab for the first race for today, for the first race of the weekend for the GT3 Cup. Recap. Matteo Franco Segre on first position, Dylan Yip on 2, Felix Neuhofer on 3, Ethan Ischer on position 4. And so it will be. Now leading car will make the way all again. Here, before Rivazza, they have to take grid position, and we have Indianapolis start. That means flying start, no standing start like in the Carrera Cups or in the Super Cup. We have the flying start. Oh, look at it, bunch. This bunch. They are all hot. Hot for racing, hot for the fights. And we will have 30 minutes of pure action. Field is now coming. Field is coming to start, finish straight. It's not really a straight, it's a slight right turn and a slight left turn. So field is coming. Red light, and the field's coming, and we have green light, and there we go. Somebody's going about to crash. Who will make the way all around to the first corner? It's Segre or Yip. Segre or Yip. We are now on board. Yip is falling back to third position. What are they doing? Yip now on. Felix Neuhofer is in front. Felix Neuhofer is the new leader of this race. And Yip is... What happened to Segre? Segre on second. Yip now on fourth position. Fourth position for Dylan Yip. Oh man, that was a start. I would like to see it again. So, new race leader Felix Neuhofer. Segre on second position. Yip. And Yip on fourth position. But Yip is pushing. There, Neuhofer, Segre. And then Yip is attacking. There's a little slight contact, but all cars are staying on the roads. And Yip has some trouble with, who is it? It's a 21, it's Ethan Ischer. Some trouble with Ethan Ischer, but situation is clear. Already. So we need some okay. I have some sunshine on my monitoring, so I must and I forgot my sunglasses at home. So field is coming for the first lap. It's Neuhofer, Segre, Burkhardt, Yip, Ischer, Quinteri, Marchante, Gioga, Siffert, Ahn, Casella, Capella, Karamuska, Schmid, Indrona, von Balmos, Inderbizin und Marco Sachet. Sachet. Sorry for my German. So, Felix Neuhofer in the leading position, and look at this gap. Neuhofer and Segre are flying. Gregor Burkhardt is holding Yip back, but it's his race position. Why should he kneel down before Dylan Yip? No, it is his race, and he is his right to fight with Dylan Yip. Dylan Yip tries it all around the outside in Aqua Minerale. There's no way. Maybe down the hill to the chicane. Yip always on the outside. And Yip, and always Yip, and he tries, and Ischer comes nearer. In fact, Gregor Burkhardt is holding the whole bunch. It's about now nearly 4 seconds. Oh, that's more than 4 seconds. There's Burkhardt, Yip, Ischer, Quinteri, Marchante, Gioga.
That's the row. And Burkhardt is holding the whole bunch a little bit back, but it's his position and it's clearly his right. So, in front, Neuhofer, followed by Segre. We wait for the new difference. Difference is 5/10. And then we wait for the fighting group all around Gregor Burkhardt. Over 5 seconds in 2 laps. Over 5 seconds in 2 laps. Jeremy Siffert gains position. He's now on 8th position. Daniel Schmidt and Ilario Indrona are gaining also a position. He's now on 14th position. And again, Burkhardt is holding back Yip. Yip tries it and tries it. But there's no way at the moment. And we see in the grass, who's that? It's the 69 car, it's Mario Capella, all in the grass. Yip is following Burkhardt like a shadow. But there's no way to pass him. No way to pass him. Look at the front. Neuhofer in front. Segre on second. Segre follows Neuhofer, but in this lap, Segre sets the fastest lap. And it's, yeah, the group of Gregor Burkhardt, Dylan Yip, and Ethan Ischer. It's always, the more Yip fights against Burkhardt, the better Ischer comes nearer. In front we have the two guys with Neuhofer and Segre. Going strong, going fast. A little gap of 7/10 of a second, but then we have nearly 7 seconds gap to Gregor Burkhardt. And again, no way around for Dylan Yip. Maybe now. Now climbing up the hill to Acqua Minerale. Maybe there's a way. Yip is pushing, but there's no way around. Again on the outside, switching to the inside. All the way down to the chicane. Double weight here. Now there's Yip is trying. What do we see? Okay, Yip tried it and Yip loses another position to Ethan Ischer. He loses another position, but Ethan Ischer got a wonderful exit of the Revazza 2. And he's now besides Gregor Burkhardt. Will he pass? He goes through. We have a new third position for Ethan Ischer. And Dylan Yip tries it desperately to pass Gregor Burkhardt. Ethan Ischer is now on third position. And we will see if he can make the way to Segre and to Neuhofer. And Yip is, I think, Yip is biting now in his steering wheel. Also a little lock up from Gregor Burkhardt. And now all the way around. And that's the situation. In Germany we say if two are arguing, the third one is happy. Yeah? And there they go.
So Isha is now flying. He pulls the gap by 1 or maybe this 2 seconds. Yeah, and for Jip, it's no way to pass Gregor Burkhardt, no way to pass. Neuhofer still in front, leading by 0.7 of a second. And Sekre keep it. Ethan Isha has now 10 seconds to the two guys in the front. And Jip, did he lose another position? There's Isha, there's Burkhardt. Oh, and there's Macchiante and there's Jip. Jip now on 6th position. And now he gains it back. He tries to gain it back against Macchiante. Little touch. That's okay. That's touring car racing. Now he's in the better position for the Aqua Minerale, and he goes through and he takes the position back. And now again attack to Gregor Burkhardt, but Macchiante wants to conquer. No, this number is now over. Okay. Let's have a look. Now the situation is already a little bit cleared. Let's have a look what the others are doing. After Macchiante, there's Quintieri. Siffert now on 8th position. And Siffert, look at Siffert. He's climbing and sneaking near Quintieri. Quintieri, a very experienced driver, and Jeremy Siffert is his first season in a GT car, and he's improving from minute to minute. The coach of Jeremy Siffert, Marco Werner, told me that he's really improving. The big steps are now made, and now he's gaining 10s per 10s at the lap times, and he makes a very good job. And now in 8th position. On 9th position we have Chioga, Mark Ahn on 10th. On 10th position, Daniel Schmid 11, Christian Karamuskia 12th, Ilario Introna 13th, Luca Casella on 14th. And in that time, Segre is coming nearer to Neuhofer. Segre is coming nearer. Let me finish the last thought. Inderbitzin on 15, Daniel von Balmos 16, Marco Sachet 17, and the one driver with the spin, Mario Capella, on last on the 18th position. Segre now is pushing. Segre is now pushing down to Rivazza. He comes nearer. Maybe Segre is now in the slipstream for Tamburelli, but I think it's not in this lap. Not in this lap, but he's closer. He closed the gap from 7/10 to 3/10 now. And he also did the fastest lap of the race. I see it, and now 1 minute 44.989.
if you listen closely, when they come down the hill, Agua Minerale, they're in the limiter. I hope we could again hear it. It's fascinating when they come down the hill and they are in the limiter. That sound is awesome. So Neuhofer is now pulling the gap a little bit more. Seco was the last lap quite nearer, and now Neuhofer is pulling the gap again. That's more than three of the 3/10. Definitely more. Just have a closer look when they cross the line. Yeah, 0.8 of a second. Felix Neuhofer. Maybe he woke a little bit up. Where's Isha? Isha is now 11 seconds behind. Now we are here on board with Ethan Isha. Tamburello 1, Tamburello 2, and again now new attempt by Dylan Yip. Dylan Yip is now on the better line, and the better line with Gregor Burkhardt. Will he pass? But the next corner is left-handed. No, but drift. Light touch now from Yip. Now he's on the outside, and he goes round the outside with Gregor Burkhardt. But Gregor Burkhardt is fighting. He is fighting for his position. Now the next corner is left-handed, so it's the better line for Burkhardt. Better line for Burkhardt, and this maneuver was this was a fight about 5-6 corners. Really impressing. This, my friends, is motorsport. This is the reason why I get up out my bed and drove all the way down from southwest Germany to Imola. But that's not over. Variante Alta. Yip is pushing and pushing and pushing. It's a real great fight to see from these two sportsmen. Great sportsmen. A little bit of touch, but it's touring car sport. It's GT sport. A little bit of touching. That's okay. That's all what we want to see. And there's no unfair maneuvers. Maybe Burkhardt is in fact a little bit slower of Yip, but this is racing, and Yip has to pass it fair and square and clean. And I promise you, that's not over now. That's not over. We have still 13 minutes to go. 13 minutes full of action. And I tell you what, this cup has no reason to hide behind Carrera Cup Deutschland or Italy or behind the Super Cup. The action is good. And Dylan Yip goes through. Dylan Yip passes Gregor Burkhardt, and Gregor Burkhardt is now losing another position against Macchiante. No. I think if you lose the rhythm on this track for two corners or 3 corners, that's then the reason when you lost position. But Burkhardt wants to fight back. No, a little bit of. And Burkhardt has now to fight with Mattia Macchiante. We will see. There are 12 minutes to go again for Dylan Yip. Will he close the gap to Ethan Isha? It's about 6 seconds. It's not impossible. No. But he has to go faster. 2 seconds per lap. We will see. Felix Neuhofer is, we say in Germany, souverän. Yeah, he pulls the gap for another few tenths, and he's now 1 second, 1 second point 3 in front. Ethan Isha 12.4 seconds behind. Dylan Yip now in 4th position. He has a gap of over 6 seconds to Ethan Isha. Don't think so. Oh, look at Jeremy Siffert.
I was blind. So Jeremy Siffert is now on 7th position. He passed Ermanno Quintieri, now on 7th position. And the race is not over. Maybe there's still more room to improve. And also improve for Danielle von Balmos. Now 14th position for the lady in the field. Gained 3 positions. No, 2 positions. Really? Nice improvement. And Dylan Yip. Dylan Yip is now flying. Dylan Yip, fastest sector. Sector 1. Now purple sector for him. Dylan Yip is now flying. I don't think he can close the gap to Ethan Isher, but he will give us some show of his skills. Yeah. And again, Felix Neuhofer crosses the line, pulls the gap for another few tenths. Now leading by 1.5 seconds. Ethan Isher was a bit faster the last lap. Temporarily fastest man on track is Dylan Yip. He's now doing 45.3. 45.3 and he's fastest man at this last lap. And he closes. I think it won't work out. It won't work out because yeah, it's not enough time to close the gap. But fastest man on track now, Dylan Yip. And look at the young guy, at Jeremy Siffert. He's making a proper good job. He passed Quintieri. There's Burkhardt Macchiante. And here comes Jeremy Siffert. Well, that's another one. What do we see here? That's the 20. The car number, no, 20, 28, 26. What do we see? Ah, yeah. Okay. Okay, Ilario Indrona passed Daniel Schmid. Let's have a look to the front. Again, the gap between Neuhofer and Segre is quite the same as last lap, but we have 8 minutes to go, and Dylan Yip is now under 5 seconds to Ethan Isher. Maybe this could work out. Maybe. Marc-Anne passes Christian Karamushia. Marc-Anne now on 11th position. But I must say, this was real good motorsport. Real good motorsport that we saw there. Real nice, real clean fights. No unfair actions. This was very good motorsport. Let's have a look at position 3 and 4, where Ethan on
Ethan Ischer on 3 and Dylan Yip on 4. Now it's the gap, 4.2 seconds, 6 minutes to go. Another 5/10. Another 5/10 faster than Ethan Ischer. Ethan Ischer set the fastest time in the free practice 4, I remember, yesterday. Do we have some more improvements in the field? No, field is now settled. We have Choga. Choga is in pits. Yeah, Choga is in pits. Don't know it. Don't know the reason. I think he won't go out anymore. Yes, Ischer, Yep. Yeah, it's good that this signal, the camera signal, is lasting on these two guys, on Ischer and Yip. That might be the most interesting thing, because Felix Neuhofer is pulling the gap again, and 2.2 seconds. It's completely sovereign what he does. It's really good. Passes the line again. We wait for the gap. It's 2.3 seconds. Again, good job by Felix Neuhofer. So let's have a look at Ischer. Ischer comes over the line. And Yip now, I think the tires are now gone, and Ischer improved a little bit. So he's nearly quite close to his personal best lap time. And yeah, look at this picture. Felix Neuhofer, complete sovereign, pulling the gap to Matteo Segre. Matteo Segre had one chance, I thought, in the middle of the race, but then Neuhofer cleared the mess, and then he pulls again the gap. Really good job from Felix Neuhofer. Maybe I could make the joke that he didn't speak to me because he was full in his concentration for the race start, and he refused to speak with me. Maybe this was the receipt. No, I don't think so. It's quite scheduled timetable for the guys, and so maybe the first and the second one, that would be this was good, but now we have some reasons. So let's take a look at the gaps. Okay, and Yip again. He's now under 4 seconds. It's 3.2 seconds for Dylan Yip. 3 minutes to go. Oh, that might be impossible. He had to close the gap in every minute for a second. Okay, but if we have some awards for this race, the award for the best fight in the race goes to Dylan Yip and Gregor Burkhardt. Nice little fight. Not nice little fight. This was a great fight. Over 6 or 7 corners, all the way around, from Tamburello till Acqua Minerale, and always fair, always good sportsmanship. This was very, very good. Another, we have some issues. I see some issues on the timekeeper side. Ilario Interona is falling down. Christian Karamuskia now on 11th. Luca Casella on 12th. Daniele von Balmos on 13th position. What happened to Ilaria? He's going into the pits. Maybe we can clear it for you.
1 minute 30 to go. 1 minute 30 to go. Plus 1 lap. And I have the impression that Felix Neuhofer is controlling the field now. No risk. Always clean line. I see no drifts or oversteering. Good, clean racing line. And he keeps still the gap to Matteo Segre. Really good. So what's this now? So wait a second. As you see it also in the insert, the gap between Isha and Yip was going to be close, but now he's wider and he lost over four seconds in the last lap. Dylan Yip, we haven't got it in the picture, and I must ask him. But as far as I know, Dylan, I would say I give him some time to calm down. This little Chinese guy is really so focused on his sport, and he's a funny guy. But at the moment when he takes on his helmet, he's another boy, always focused and always. So, do we have last lap? It's the last lap now. The time's over. Let's have a look at the gap. Okay, Ethan Isha, 15 seconds behind Segre. And there's still in Yip, 6.6 seconds. Maybe there was a little mistake, and maybe they are now controlling the last lap. So these are the last few corners for Felix Neuhofer. He loses a bit of his gap in the last lap, but it's the last lap. He controls it fully. Heading down to Rivazza 1 and 2. And for the team of Felix Neuhofer, I hope you have some cool beverages. Some cool drinks now, for the reason that, or for the fact that the race winner is Felix Neuhofer. Congratulations to no. Now it's the last lap. I'm sorry. I apologize to all of you. No. This is the last lap. So I lower my voice again. I thought this was the last lap. I are doing 2 more. Okay. Or maybe we do 2 more. I don't know. I just take a look. And I should believe my eyes, not what I'm thinking. Okay. Whoa. While driving here from Matteo Segre up the hill to the Variante Alta. He's really pushing.
And now the checkered flag. This is the win for Felix Neuhofer. Second place goes to Matteo Secre, and we wait for the third position. We wait for Ethan Ischer. There he comes, third position for Ethan Ischer. Dylan Yip on fourth position, followed by Gregor Burkhardt. Mattia Macchiante on 6, Jeremy Siffert. We wait for Jeremy Siffert. Jeremy Siffert, here he comes on 7th position. Hermano Quintieri on 8. We wait for Daniel Schmid for the 9th position. It's Daniel Schmid, Marc Ahn on 10th. Then it must be on 11th position, Christian Karamuschia, Luca Casella on 12th position. Here they come. Daniel von Balmos on 13th position, Marco Sachet on 14th, Ernst Albert. Inderbitzin will come in as 15th, and Mario Capella, the one guy with the spin, comes in at 16th position. And two guys standing in the box there. They are Ilario Introna and Sugar. So, and I switch my microphone up, jumping on the scooter, and go to the interviews on the podium. Felix, wir dürfen das Interview auf Deutsch machen. Ich habe die Erlaubnis. Meine erste Frage, Scherzfrage. War nicht mit mir zu reden das richtige Rezept, um hier den Sieg zu nehmen? Ja, diesmal anscheinend schon. Ja. War perfekt gelaufen für das Rennen. Also hast du abgewartet, was die zwei vor dir machen, und dann hast du gedacht, okay, jetzt gehe ich durch? Ja, auf jeden Fall. Ist ja immer eine Sekundenentscheidung. Heute war sie richtig und bin überglücklich jetzt. Vielen Dank, Felix. Herzlichen Glückwunsch für den Sieg. So, wir suchen uns jetzt mal die anderen zwei. Gehen wir mal
Okay, switch to English, Ben. Okay, we go to the other guys. Che era secondo, era già più avanti di me. E poi ancora prima. La tua sensazione del percepito quando vedi il verde. Sì, ma l'andatura. È un po' veloce. Matteo, do you have a second? Okay. Matteo, congratulations to the second place. But there was a proper fight in the first few corners, and so this was the chance for Felix. Am I right? Yeah, I did a bad start. I dropped down to third, then I came back second. At one point, I was close to him at half race, but he went a little bit away for my mistake. Then in the end, I was coming back again, but we'll try next race to do better. But this was a proper race and best advertisement for motorsports. So thank you for this great action that you delivered, and see you in the next race. Congratulations. So, and now we go to Ethan. Ethan, one moment. Okay. Congratulations, third place. Thank you. If two guys are arguing, how see you the fight between Gregor and Dylan? I mean, I just want to say a massive thank you to Gregor. I mean, without Greg, I think I'm not on the podium. So he make an incredible job after to defend first, and after when I overtake them, he make a massive job to keep Dylan. So like this, we gain some points on the championship. So yeah, I just want to say thank you to Greg and the team. So congratulations for third place. See you on the podium. Thank you. Wow, this was a proper race. Great start to start this race Sunday, and we will have some more action after the lunch break. I presume about 12:30 we will be back, and so keep in touch. 12:30 we will be back.
Ja, und wir sind zurück aus der Mittagspause im Porsche Sports Cup Suisse, der Porsche Sprint Challenge Suisse, hier in Imola. Und damit darf ich auch die deutschen Zuschauer hier bei Motorsport Television Deutschland ganz herzlich begrüßen. Also nach etwas Verspätung bekommt ihr hier die Rennen auch mit deutschem Kommentar wieder geliefert. Wir sehen schon die Fahrzeuge der Cayman Cup Klasse und der Klassikwertung machen sich so langsam auf den Weg in Richtung Startaufstellung für dieses erste von 2 Rennen an diesem Wochenende über die gewohnte Distanz, über 30 Minuten plus einer Runde. 12 Fahrzeuge sind es, die wir hier gleich am Start begrüßen dürfen. Haben den ein oder anderen Ausfall schon vermelden müssen, der nicht am Rennen teilnimmt. Unter anderem das Fahrzeug von den beiden Wörle-Brüdern, Franz und Josh Wörle, die leider nicht an den Start gehen können, aber haben hier 12 Fahrzeuge, die uns sicherlich spannende Rennaction bieten. Und dann sollte sich in Kürze auch mein geschätzter Kollege Ben Wichterich-Setz aus der Startaufstellung melden, der euch dann nochmal mit den Interviews versorgt von den Piloten. Und dann würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen, bis er denn sich in der Startaufstellung befindet und auch die 12 Boliden dann so langsam Aufstellung nehmen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder nach den kurzen Interviews in der Startaufstellung und dann schon mal viel Spaß für das restliche Programm, was uns hier gleich erwartet nach der Mittagspause in der Porsche Sprint Challenge Suisse.
And we are back at Imola at this beautiful racetrack in this beautiful area of Italia. And we are heading for our second race on this weekend. This is the Cayman and the Classic trophy. They are mixed up all in one race. And as you can see, the Caymans are now crawling to the positions. Here we see Guillaume and Eric Châtelet in the GT4 RS. We are waiting for our pole sitter. I hear him. There he is. And so we will ask the pole sitter of the Caymans and we will ask the pole sitter of the Classics. That will be Niki Leutwiler in the 322 Porsche, and this is Elia Papagena, the Italo-Swiss guy. So we will go to Elia Papagena maybe for a few words, but as you can remember, if you watched our first race, there's a secret receipt to win the race. It's to not make an interview with me. So we will see if this will work out in this case. So there's a thumb up from Elia. Elia, you're on pole. What's the goal for the race for you? The goal is clear. We have to win. We have to get the maximum of the points today. And it's looking good. All the free practice sessions are really good. I have a good feeling with the car. So we know our goal and it's the maximum. Okay, thank you. Good luck for the race. And we go straight to the pole sitter of the Classic competition. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. I love Italia. I simply love Italia. Buongiorno. Okay. Und dieses Interview können wir auf Deutsch führen mit Niki Leutwiler. Niki, ist das Originalauto, das du gefahren hast im Supercup? Nein, das ist es in der Tat nicht. Dieses Auto ist aus Frankreich und wie so oft in der Vergangenheit, man ist etwas traurig, dass man seine Rennwagen nicht behalten hat über all die Jahrzehnte. Aber eben, die Hosen waren zu kurz. Okay. Ich würde sagen, Zielsetzung ist bei dir relativ klar. Du meinst das Resultat, oder? Ja. Ja, wer weiß. Ich kämpfe mit etwas technischen Problemen, wie meine Kollegen auch. Diese Klassiker sie sind eben älter wie wir auch und haben so ihre Zipperlein. Also mal schauen, ob wir es schaffen bis ins Ziel. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß beim Rennen. Danke, Niki. Okay, for our foreign fans, he told me that it is not really the original car that he drove in Porsche Super Cup about 30 years ago. It's another car bought in Finland, and I asked what is the goal for this race, and he said, maybe to keep my position, but these cars are old, and sometimes they have some little illnesses or something, or some little issues, but we hope for the best. So that's all. I jump to the commentator post and see you soon at the next grid. Also, der liebe Ben hat gerade nochmal die Interviews eingefangen. Also bei Elia Papagena kann ich kurz nochmal übersetzen. Sein Ziel ist natürlich klar, will natürlich direkt hier 100% geben und das Rennen hier gewinnen. Hat gesagt, hat ein gutes Vertrauen, ein gutes Gefühl ins Auto. Schon das ganze Wochenende auch bisher in den Trainingssessions, wie man es mittlerweile gewohnt ist, wieder dominierend gewesen. Auch im Qualifying mit 9 Zehntel Vorsprung konnte er sich die Pole sichern. Und dann sind wir mal gespannt, wie es bei ihm läuft, ob er seine Siegesserie auch hier wieder fortsetzen kann. Wenn er sein Tempo gehen kann, dann sollte das normalerweise drinnen sein. Aber wir werden gleich beim Start sehen,
ob er noch ein bisschen Druck bekommt von dem Kollegen Guillaume Chatler. Er steht auf Startposition 2 für dieses Rennen, den wir ja schon in Portimao begrüßen durften. Letztes Wochenende war er nicht mit dabei am Red Bull Ring, aber hier versucht er dann definitiv wieder alles, um einigermaßen mithalten zu können und noch ordentlich Druck zu machen auf den Schweizer Papacena auf der Pole Position. Und dahinter dann, hinter den Cayman-Boliden, diese schönen Klassiker hier im Feld, diese Porsche 993 Cup und 964 Cup Fahrzeuge, die in den nationalen Carrera Cups und im Super Cup in den 90ern eingesetzt wurden. Und ihr habt es gerade eben gesehen, hier Niki Leutwiler, der Schweizer Routinier, auch er in den 90ern im Super Cup unter anderem unterwegs gewesen. Er hat die Pole Position hier inne in seiner Klasse der 993 Cup Boliden, eben vor Kurt Ecke, der dann auf der 7. Gesamtposition ins Rennen hineingeht. Und dann, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die beiden Wörle-Brüder, die nicht mit dabei sind, das sind dann die dritte im Bunde gewesen, die einen 993 Cup pilotieren, während wir hier schon erste Probleme sehen bei Jovacek, unserem deutschen Starter hier in der Cayman-Klasse. Hoffen wir, dass er das Auto nochmal in Gang bekommt. Sah danach aus, als hätte er das Fahrzeug kurz mal abgewürgt. Benötigt jetzt natürlich Hilfe von den Streckenposten und dann hoffen wir, dass er auch seine Reise aufnehmen kann. Ja, und schauen wir nochmal ein bisschen hinein in die Klasse der 964 Cup Fahrzeuge. Da haben wir den Polesetter mit Enzo Calderari. Der 73-Jährige, auch er hat eine Vergangenheit hier im Porsche Supercup, unter anderem, wo er auch in der Saison 1993 unterwegs gewesen ist. Und übrigens das blau-gelbe Fahrzeug, was ihr hier seht, das ist sein Original-Einsatzfahrzeug aus dieser Saison. Also er noch mit seinem originalen Fahrzeug hier unterwegs, währenddessen ja, Niki Leutwiler leider nicht sein Original Auto aus dem Supercup pilotieren kann. Ja, aber schön, dass wir hier nochmal das ein oder andere Originalfahrzeug hier dabei haben und haben dann auch nochmal eine Extraklasse für die Fahrzeuge, die keine Boliden aus dem originalen Porsche Carrera Cup oder Supercup sind, wie zum Beispiel beim Kollegen Jut Schreiber. Er hat es ja auch letztens am Red Bull Ring schon mal gesagt, das Fahrzeug, was als Straßenversion gekauft worden ist, und das hat man dann eben noch mal ein bisschen modifiziert, sodass es einem Carrera Cup Fahrzeug ähnlich ist, aber er dann noch mal in einer Extraklasse mit seinem Fahrzeug gewertet, gemeinsam mit einem weiteren Italiener im Feld, Matteo Camata. Und so können wir, während das Feld noch in der Einführungsrunde ist, die Startaufstellung noch mal komplett durchgehen. Also auf der 1 Ilia Papacena, daneben Guillaume Chatler in der ersten Startreihe, dann die zweite Startreihe mit Andreas Heiniger und Jovacek. Und dann sind wir schon bei den Klassikern mit Niki Leutwiler vor dem Polesetter im 964 Cup mit Enzo Calderari. Dann Kurt Ecke auf der 7, auf der 8 Matteo Camata, dann Jut Schreiber auf der 9 vor Cornelius Dornier. Und die letzte Startreihe wird dann gebildet von Florian Schmidhuber auf der 11 und Maximilian von der Leyen auf der 12. Das also das Feld der Cayman und Classic-Boliden, das jetzt hier gleich auf die 30-minütige Reise hineingeht. Und so sehen wir das Feld jetzt schon in den letzten beiden Kurven unterwegs. Die Grid-Formation hat man hier schon eingenommen, so wie man es hier gewohnt ist im Porsche Sports Cup in der Porsche Sprint Challenge Suisse. Zu zweit nebeneinander geht es dann fliegend in das Rennen hinein. Und so wird das Führungsfahrzeug gleich ausscheren in die Boxengasse. Und dann werden die 12 Boliden hier freigegeben zu Rennen 1 der Cayman-Klasse und der Klassikwertung. Vorne schauen wir uns direkt das Duell an zwischen Papacena und Chatler. Währenddessen wir Jovacek gar nicht erst im Starting Grid hier sehen. Jetzt ist das Feld erstmal auf Start und Ziel. Die
Geschwindigkeit muss noch zwischen 80 und 100 km/h gehalten werden, solange wie die Ampel noch auf Rot ist. Und wenn sie dann ausgeschaltet wird, beziehungsweise auf Grün, dann geht's hier los in Rennen 1 der Cayman und der Klassikwertung mit einem guten Start wieder von Ilia Papacena, der direkt wieder auf den ersten Metern nichts anbrennen lässt. Und so schauen wir mal, wie das Feld hier durchkommt. Durch die Tamburello, durch die ersten 3 Kurven. Sieht alles natürlich sehr geordnet aus. Hier die Cayman-Jungs gereiht hintereinander und auch bei den Klassikern, da wo man natürlich auch diesen Respektabstand halten will, bei diesen alten und teuren Fahrzeugen. So ist erstmal alles gut gegangen und wir sind hier direkt on board mit dabei gewesen mit Andreas Heiniger, der sich also versucht, an das Führungsduo hier in seiner Klasse ranzuarbeiten, während wir hier schon das ein oder andere Duell sehen bei den Klassikern. Hier die Startnummer 343, das ist Matteo Camata, der hier schon den Cup Porsche von Calderari angreifen wollte, aber bekommt jetzt auch wieder ein bisschen Druck vom 311er Fahrzeug von Kurt Ecke, kann ich aber noch davor behaupten. Und jetzt sehen wir mal das Ganze onboard aus dem Fahrzeug von Enzo Calderari, aus dem Original-Einsatzfahrzeug, aus dem Supercup 1993. Währenddessen die Spitze hier schon unterwegs ist. Ausgang der Variante Alter hinunter zu den beiden Linkskurven. Und Ilia Papacena, der natürlich direkt versucht, seine Lücke hier weiter auszubauen. Nachdem er hier schon die Pace im Qualifying bestimmt hat, will er das hier natürlich auch in diesem Rennen fortsetzen. Und so begibt er sich wieder mit Start und Ziel. Hier nochmal der schöne Onboard-Sound dieses Cayman GT4, den wir hier genießen können bei Vollspeed auf der Start- und Zielgeraden. Und so hat er schon eine gute Lücke rausgefahren zu Jerome Chatler. Und dahinter Andreas Heiniger. Noch so ein bisschen in Schlagdistanz. Mal sehen, ob es da auch so ein kleines Duell gibt um Position 2. Aber wenn wir da auch das Qualifying noch im Kopf haben, da ist Chatler auch dem Kollegen Heiniger noch mal ein bisschen überlegen gewesen. Und hier sehen wir es jetzt in der Grafik, 1,5 Sekunden unterdessen der Abstand von Papacena auf Chatler. Wir sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, während wir in die anderen Klassen mal so ein bisschen hineinschauen. Da weiterhin erstmal Niki Leutwiler, derjenige, der das Tempo hier angibt bei den Klassikern in seinem Porsche 993 Cup. Und dann Calderari weiterhin in seiner Klasse auf der führenden Position vor Matteo Camata im 343er Fahrzeug. Gemeinsam mit Jude Schreiber in der Klasse unterwegs. Also Camata, er hat seine Wertung hier klar im Griff und kann sich schon ein bisschen duellieren mit dem Original Porsche Supercup Fahrzeug von Calderari. Während wir die 3 Caymans hier sehen, die sich natürlich auch von den Klassikern schon ein bisschen absetzen konnten. Da müssen wir jetzt warten auf die Fahrzeuge, auf die Carrera Cup Fahrzeuge aus den 90ern. Da ist der Abstand jetzt schon deutlich größer geworden. Hier kommt der führende Niki Leutwiler. Jetzt angefahren auf die beiden Linkskurven und dann dieses Dreierpaket hier. Da sehen wir erstmal Kurt Ecke, der sich vorbeischieben konnte an Calderari und Camata. Die weiterhin noch dicht beisammen sind. Jetzt nimmt uns Calderari hier wieder on board mit aus der letzten Kurve raus auf die Start- und Zielgeraden. Und so sehen wir hier wieder einen Niki Leutwiler mit einem komfortablen Vorsprung. Mittlerweile über 3 Sekunden vor seinem Klassenkonkurrent Kurt Ecke. Und dann eben Calderari hier im Bild mit seinem blau-gelben Fahrzeug aus der Saison 1993. Da ist er übrigens dann Drittplatzierter in der Meisterschaft geworden im Porsche Supercup.
1993 ja auch das erste Jahr, dass der Supercup ausgetragen worden ist und das einzige Jahr auch mit diesem Fahrzeug, mit dem Porsche 964 Cup. Und wie gesagt, der Kollege Calderari Drittplatzierter, direkt hinter einem Uwe Alzen, der in dieser Saison dann nur Vizemeister geworden ist. Meister dann in der Saison 1993 ein Alfred Heger. Und dann ist man eben umgestiegen in der kommenden Saison auf den Porsche 993 Cup, der nochmal etwas leistungsstärker ist. Können wir auch hier natürlich schön sehen, die beiden Fahrzeuge von Leutwiler und Ecke, die sich natürlich auch so ein bisschen abgesetzt haben vor der 964 Armada, die dann nochmal mit etwas mehr PS befeuert. Insgesamt 310 Pferdestärken, die man da im Kessel hat. Währenddessen der 964 Cup 275 PS leisten kann. So, und jetzt sehen wir wieder das Duell Calderari gegen Kamata. Ja, das sich so ein bisschen zuspitzt. Während wir dahinter auch schon Jude Schreiber sehen im ganz weiß gehaltenen Porsche 964 auf Gesamtposition 8. Und dann hier das Duell, was wir auch schon am Red Bull Ring beobachten durften. Maximilian von der Leyen gegen Florian Schmidhuber. Auch das ein schönes kleines Duell hier, ja, sozusagen um die goldene Ananas. Eben um den vorletzten Gesamtplatz hier in diesem Rennen. Aber das Ergebnis am Ende natürlich ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte für die Herrschaften hier in diesen Boliden, während wir gesehen haben, Matteo Kamata da ein bisschen ins Off gekommen. In der Tamburello hat er jetzt ordentlich verloren auf Enzo Calderari und muss sich jetzt mit seinem Klassenkonkurrenten da auseinandersetzen. Um die 7. Gesamtposition mit Jude Schreiber. Während hier auch Kurt Ecke im Porsche 993 Cup noch versucht, Niki Leutwiler so gut wie es geht zu folgen. Also hier der Abstand auch nicht allzu groß, da könnte es gegebenenfalls nochmal eng werden. Hier im Führungskampf in der Klasse 32 mit den Fahrzeugen des Modells 993. So ist man hier jetzt wieder unterwegs in dieser Schikane in der Variante Alter. Da haben wir auch schön gesehen, hier mit diesen alten, wertvollen Fahrzeugen, da traut man sich auch nicht voll über die Curbs hier zu brettern. Anders als wir das dann beispielsweise bei den aktuellen Cup-Fahrzeugen sehen im GT3 Cup oder in der Open GT. Und hier sind wir nochmal dabei bei Maximilian von der Leyen und Florian Schmidhuber. Und von der Leyen übrigens, falls sich das jemand fragt, der hat nichts zu tun, ist nicht verwandt mit der Politikerin Ursula von der Leyen. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor diese Frage hier nochmal aufkommt. Und so sehen wir die beiden jetzt hier im Kampf um Position 11. Während wir auch vermelden können, dass Jovacek wieder auf der Strecke ist, während Matteo Kamata hier sein Fahrzeug in die Box bringen muss. Da gibt es jetzt offenbar die ein oder anderen Problemchen. Das bleibt natürlich auch hier nicht aus bei diesen Klassikfahrzeugen. Niki Leutwiler hat es ja vorhin auch nochmal angesprochen, dass diese Fahrzeuge eben fehleranfällig sind. Und so ja, ist natürlich das erste Ziel natürlich eine bestmögliche Position. Aber auf der anderen Seite hofft man natürlich auch, dass man das Rennen mit diesen älteren Cup-Fahrzeugen auch durchhalten kann, während wir hier Jovacek sehen, wie er am Fahrzeug von Leutwiler vorbeigeht. Jetzt dann auf der 4. Gesamtposition und damit wieder direkt hinter seinen Klassenkonkurrenten, aber von denen natürlich auch noch weit, weit entfernt. Also da wird wohl nichts mehr gehen in Sachen Klassenpodium für den Deutschen.
Da müsste es dann schon einen größeren Fehler oder ein größeres Problem geben bei den drei Herrschaften vor ihm. Und hier sehen wir wieder schön, wie Elia Papacena seinen Cayman hier voll auf Anschlag über den Kurs jagt. Jetzt nochmal aus der Onboard-Perspektive. So kommt er jetzt hier angefahren, hier diesen leichten Stichberg runter in Anfahrt auf die Acque Minerali, wo man jetzt auch hier am Ausgang in den letzten Jahren das Kiesbett hin platziert hat. Auch das ja schon eine gute Sache, um eben das umstrittene Thema Track Limits zu vermeiden. Da hat man hier ja auch noch Ausgang der Acque Minerali diese weite Auslaufzone auf der Innenbahn gehabt. Als es hier diesen Schussberg hoch geht, durch diesen Linksknick. Und so gab es dann eben unzählige Track-Limit-Verstöße und das wollen wir doch am Ende nicht haben. Auch nicht, dass hier noch das Gesamtergebnis dann durchgewirbelt wird aufgrund von Strafen, die dann der ein oder andere Konkurrent eben durch die Streckenbegrenzungen, die er nicht eingehalten hat, dann am Ende noch einfährt. Und so ist man hier also zurückgekehrt zu diesem Oldschool-Stil, eben mit diesen Kiesbetten, wo dann der Fehler direkt bestraft wird, da man eben direkt mal Anschwung und auch Zeit verliert. Und wir schauen wieder auf die Klassikakteure. Ja, der Abstand ist wieder ein bisschen geringer geworden zwischen Leutwiler und Ecke. Also Leutwiler, der sich ja noch am Rennwochenende am Red Bull Ring ein bisschen absetzen konnte, das Ganze so ein bisschen dominiert hat, tut er sich diesmal in Imola ein bisschen schwieriger. Also Kurt Ecke, der hat hier auch seine Pace gefunden, um eben mithalten zu können. Mit dem Schweizer im Fahrzeug mit der Startnummer 322. Jetzt wieder raus auf Start und Ziel, da auch wichtig, diesen Schwung mitzunehmen. Und dann vielleicht so ein bisschen den Windschatten ausnutzen auf der Start- und Zielgerade. Ja, momentan ist der Abstand wieder ein bisschen zu groß, als dass Ecke hier schon mal einen Angriff probieren kann in Anfahrt auf die Tamburello. Und so hält er sich noch hinter Niki Leutwiler. Aber wir haben ja noch 17 Minuten auf der Uhr. Also solange er sich hier ranarbeitet ans Heck von Leutwiler, kann es durchaus noch was werden mit einer Attacke auf die Führung. Also der Sieg hier in dieser Klasse im Porsche 993 Cup, der ist noch lange nicht entschieden. Währenddessen wir auch schauen, was die Akteure dahinter machen. Wir hatten ja vorhin Matteo Camata abbiegen sehen in die Boxengasse. Da also dann im Moment Enzo Calderari mit einem souveränen Vorsprung von 7,7 Sekunden auf Jutta Schreiber, der dann seine Klasse momentan anführt, eben durch den Ausfall von Camata. Und dann Cornelius Dornier, das der Zweitplatzierte im Bunde der 964 Cup Boliden, mit auch schon einem souveränen Vorsprung vor von der Leyen, der sich aber immer noch duelliert mit Schmiedhuber. Da haben wir die beiden jetzt wieder im Bild. Seite an Seite ist man da unterwegs. Jetzt mit Schmiedhuber, der etwas die Nase vorne hat und ja, hat hier die Außenbahn, aber hat dann doch noch mal etwas später gebremst. Ja, hat da noch etwas zu kämpfen gehabt mit dem Fahrzeug. Da haben wir kurz gesehen, wie er es noch mal abfangen muss, aber hat das hier unter Kontrolle. Hat alles gereicht, um sich vor von der Leyen zu schieben. Währenddessen hier auch Andreas Heiniger so langsam aufläuft auf die Klassik-Boliden. Da haben sich dann auch die Kollegin Papacena und Chatelet schon durchgekämpft. Und jetzt hier Heiniger im
weiß-blau-gelben Fahrzeug, der hier ohne Probleme vorbeigeht. In Anfahrt auf die Rivazza. Diese Doppellinks. Da sehen wir wieder schön onboard, wie natürlich hier der Curb mitgenommen wird bei dieser ersten Linkskurve. Da wird er natürlich mit diesen Cayman-Boliden voll drüber gehämmert. Und jetzt wieder auf Start und Ziel. Da hat er jetzt wieder freie Fahrt, auch mittlerweile 9 Sekunden Rückstand auf den Zweitplatzierten in dieser Klasse, Guillaume Châtelet. Und auch er konnte Papacena nicht mehr folgen, der Abstand auch schon bei über 12 Sekunden. Also wie es zu erwarten war, die Dominanz von einem Elia Papacena setzt sich auch hier in Imola fort. Und da haben wir den führenden Schweizer mit italienischen Wurzeln wieder im Bild. Jetzt hier unterwegs durch die Piratella in Anfahrt auf die Acque Minerali. Auch hier jagt er den Cayman voll über den Curb am Eingang dieser Passage. Und Châtelet sehen wir hier. Ihn erwarten dann noch 2 zu überrundenen Boliden, die hier sich noch vor ihm befinden. Das ist zum einen hier Jut Schreiber und dann eben Cornelius Dornier im Fahrzeug mit der Startnummer 309. Und so geht es hier auch schon in Anfahrt auf die Rivazza vorbei an Dornier und jetzt auch auf der Innenbahn an Jut Schreiber. Da lässt der Italiener im weißen Porsche natürlich schön brav die Innenbahn auf, sodass es hier zu keinen Komplikationen kommt bei den Überrundungen. Und mal schauen, ob Dornier sich hier noch um eine Position verbessern kann im Gesamtklassement gegen den Italiener Jut Schreiber. Also auch da ist die Messe definitiv noch nicht gelesen. Im Kampf um Gesamtposition 8. Ja, und auch nochmal schöner Sound hier bei den Carrera- und Supercup-Fahrzeugen aus den 90ern. Auch immer wieder schön diese Boliden zu erleben. Auch dieses Wochenende beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Bei der 24-Stunden-Classic ja das ein oder andere Carrera-Cup-Fahrzeug vertreten, wie zum Beispiel von einem Ivan Reggiani, den wir ja noch am letzten Rennwochenende am Red Bull Ring hier begrüßen durften. Er ging also bei diesem 24-Stunden-Classic-Rennen im Rahmen des legendären 24-Stunden-Klassikers in der Eifel hier an den Start. Und somit kann er natürlich hier nicht ins Geschehen der Porsche Sprint Challenge Suisse eingreifen. Aber auch ihn werden wir vielleicht wieder das ein oder andere Mal in dieser Saison erleben. Aber so haben wir hier ein schönes Duell momentan zwischen Schreiber und Dornier. Während sich der Kampf rund um die 10. Position jetzt so ein bisschen auseinandergeschoben hat. Schmidhuber, der sich nach seinem Überholmanöver ein bisschen absetzen konnte von der Leyen. Mit fast 1,5 Sekunden Vorsprung. Also da im Moment keine Aktionen in Sicht. Und auch im Duell um die Klassenführung bei den 993 Cup-Boliden ist man noch ein bisschen auseinander. Auch hier jetzt mit Papacena so ein bisschen im Sandwich, der jetzt noch Leutwiler vor sich hat, aber auch hier beim Rausbeschleunigen kommt er problemlos vorbei an dem Schweizer im 993 Cup-Boliden. Und begibt sich jetzt ein weiteres Mal hier runter in Richtung Acque Minerali. Und
Und dann schauen wir auch, wie sich dieses Duell hier weiterentwickelt zwischen Leutwiler und Kurt Ecke. Also wenn wir da auf die letzte Rundenzeit schauen, ja, auch hier ist dann Ecke wieder ein bisschen schneller gewesen als Leutwiler. Leutwiler, der aber noch eine etwas schnellere, schnellste Runde hier fabrizieren konnte. Also das geht dann auch so ein bisschen hin und her mit den Rundenzeiten zwischen Leutwiler und Kurt Ecke. Kommt natürlich auch immer drauf an, hast du ein bisschen Überrundungsverkehr, musst du vielleicht in der einen oder anderen Kurve die Innenbahn eben freilassen, um eben einen schnelleren Cayman dann vorbeizulassen. Ja, und auch nach dieser Runde sehen wir wieder Ecke ein bisschen schneller, so ungefähr eine halbe Sekunde als Niki Leutwiler. Also jetzt wird der Abstand wieder ein bisschen kleiner. Leutwiler, der jetzt wieder ein bisschen mehr Druck bekommt. Aber mal sehen, ob er ihm auch standhält, ob er vielleicht wieder eine Lücke rausfahren kann. Wieder das ein oder andere Zehntel mehr rauskratzt aus seinem Porsche 993 Cup Boliden, der ab der Saison 1994 in Porsche Supercup eingesetzt worden ist und im Jahr drauf auch in den weltweiten Carrera Cups. Und so sind wir mal gespannt, ob sich Ecke hier wieder ein bisschen ransaugen kann an Leutwiler. Währenddessen der nächste Cayman-Akteur kommt, das ist Guillaume Chatelet. Auch er will jetzt hier vorbei an den beiden. Ja, jetzt hier beim Rausbeschleunigen aus dieser Aquaminerali sollte es dann ohne Probleme gehen, sodass auch Kurt Ecke möglichst wenig Zeit verliert auf den Kollegen Leutwiler. Und auch er ja, macht natürlich auch Fairzeichen hier, Blinker. Das ist natürlich das Signal für Chatelet. Jawohl, Kollege, du kannst jetzt vorbei. Da ist natürlich hier ordentlich Platz auf dieser Geraden zwischen der Variante Alta und der Rivazza-Passage. Aber Ecke, der ist wieder ein bisschen näher rangekommen. So hat es im Moment den Anschein. Jawohl, hat wieder so ungefähr eine Zehntel noch einmal aufgeholt. Aber es sieht danach aus, als wird es jetzt noch nichts hier. Ende, Start und Ziel. Also auch da muss sich Ecke weiterhin noch gedulden. Und so gilt es aber erstmal keine Fehler hier einzubauen, sich den Kollegen Leutwiler ein bisschen anzuschauen. Welche Linie fährt er, wo könnte sich eine Möglichkeit ergeben, vielleicht mal reinzustechen, wenn ich denn nah genug dran bin. Ja, und so ist es wichtig, hier den Abstand nicht zu groß werden zu lassen, bei noch verbleibenden 6 Minuten und 20 Sekunden. Auch hier wieder schön zu sehen, Leutwiler, der dann nochmal etwas mehr den Curb auch mitnimmt. Hier in dieser Rechtskurve in der Aquaminerali. Auch nochmal schön zu sehen, der Unterschied zwischen den beiden. Ecke, der dann nochmal lieber dem Curb ein bisschen fern bleibt. Ja, und wie sieht es im restlichen Feld mittlerweile aus? Wir schauen bei die Cayman-Jungs, da ist natürlich alles klar vorne an der Spitze. Papacena
hat den Vorsprung mittlerweile ausgebaut auf fast 16 Sekunden. Währenddessen uns Andreas Heiniger hier nochmal mitnimmt. Wie er hier seine nächste Runde jetzt so langsam aufnimmt. 4,9 Kilometer sind es, die es ja hier zu umrunden gilt. Auf dieser kurvenreichen Strecke in Imola. Ja, und auch Heiniger mittlerweile mit einem riesen Abstand zu Guillaume Chatelet, also über 20 Sekunden, über 21 Sekunden schon. Also da geht auch für Heiniger nichts mehr nach vorne. Aber er hat auch weiterhin keinen Druck von Jovacek, der ein bisschen Probleme hatte hier beim Losrollen in die Einführungsrunde. Und auch er dann nochmal mittlerweile über 44 Sekunden entfernt von Heiniger. Währenddessen Papacena hier nochmal einbiegt in Richtung der letzten Linkskurve. 3 Minuten und 50 Sekunden noch auf der Uhr. Ja, und das nochmal dieser schöne Onboard-Sound, den ihr hier genießen konntet im Cayman GT4. Hier beim Anbremsen runter von Start und Ziel auf die Variante Tamburello. Und so pilotiert er hier seinen Cayman fehlerfrei über den Kurs, Ilia Papacena. Jetzt geht es dann auch nochmal gleich vorbei an dem 964 Cup-Boliden von Maximilian von der Leyen. Haben auch vorhin gesehen, hier Ausgang dieser Kurve 7, wie Papacena nochmal kurz korrigieren muss. Also der ist hier natürlich schon ein bisschen am Limit unterwegs. Macht natürlich hier nicht absichtlich langsam, auch wenn er einen komfortablen Vorsprung hat. Aber für ihn gilt es natürlich auch ein bisschen zu lernen hier mit dem Cayman, auch hier auf dem Kurs in Imola. Die Kilometer, die er hier nochmal mitnimmt aus diesem Rennen. Natürlich wichtig als Erfahrung dann am Ende mitzunehmen. Auch hier haben wir wieder gesehen, schön über den Körper geräubert. Eingang dieser Schikane der Variante Alta. Und wieder runter in Richtung Rivazza. Dann geht es nochmal in Kürze vorbei an Florian Schmidhuber. Und dann dürften wir, so wie es aussieht, ja, könnte eng werden, ob wir noch 1 oder 2 Runden erleben. Ja, bei Ablauf der Zeit 1,52 ist er hier über Start und Ziel gekommen. Ilia Papacena, wenn wir auf seine Zeit schauen, letzte Runde 1,53, schnellste Runde 1,50,6. Also könnte ein bisschen eng werden. In Sachen gibt es hier noch diese, ja, 2 oder 3 Runden am Ende noch. Haben wir sowieso noch diese eine Runde, die es dann obendrauf geht bei Ablauf der Zeit. Aber ich glaube, das ist dem Kollegen Papacena hier auch wurscht, ob wir hier noch 2 oder 3 Runden am Ende fahren. Ich glaube, am Ende hat er ja auch hier Spaß bei seiner Reise hier über den Kurs, über die 4,9 Kilometer lange Strecke in Imola. Mit dem Cayman 718 GT4 RS Club Sport, den er hier pilotieren darf. Und im Duell zwischen Jut Schreiber und dem Kollegen Cornelius Dornier hat sich in den letzten Runden auch nichts getan. Weiterhin die beiden mit einem geringen Abstand voneinander entfernt. Und so gilt es für diese beiden hier auch nochmal 1
Oder in dem Fall 2 Runden zu absolvieren. Und da haben wir schon den Kollegen Papagena. Bei verbleibenden 4 Sekunden auf der Uhr. Wann kommt er über Start und Ziel? Ja, dürfte dann jetzt die letzte Runde sein, die er dann aufnimmt. Ja, wobei letzte Runde war eine 1,52,3. Aber werden wir dann sehen, ob er dann gleich schon die Zielflagge sieht. Ende dieser Runde. Jetzt noch einmal vorbei an diesem Zweierpaket. Mit Schreiber und Cornelius Dornier im Kampf um Gesamtposition 8. Dornier, der jetzt noch mal ein bisschen näher rankommt. Ausgang der Villeneuve-Schikane, aber jetzt natürlich Platz machen muss für Papagena. Aber der hat natürlich auch keine Eile. Wartet hier noch ab in dieser 7. Kurve und jetzt kann er hier vorbeigehen beim Rausbeschleunigen. Da sieht man auch noch mal den schönen Vorteil hier beim Topspeed und bei der Beschleunigung des Cayman GT4 Boliden, der dann auch hier nochmal den älteren Carrera Cup Boliden deutlich überlegen ist. Und so wird nochmal rausbeschleunigt hier bergauf aus dieser Acque Minerali heraus. Und einmal hier noch den Curb voll mitnehmen, Eingang der Variante Alter. Und runter geht es nochmal zu den beiden Linkskurven. So, noch einmal links rum und dann wird er gleich die Zielflagge sehen. Elia Papagena, wenn diese denn schon draußen ist. Schon auf Start und Ziel, ja, eine Runde kippt sogar noch. Also hat es gerade noch so vor Ablauf der Zeit geschafft, in der letzten Runde über die Ziellinie zu kommen. Also damit darf er noch mal einmal diesen Kurs hier in Imola umrunden. Und so nimmt er uns jetzt noch mal schön onboard mit durch die Variante Zamburello. Abstand momentan bei 18 Sekunden, also auch trotz der ein oder anderen Überrundung hat er diesen noch mal ein bisschen ausbauen können. Und wie sieht es hier aus im Duell zwischen Schreiber und Dornier? Die kommen jetzt auch noch mal aus der Variante Villeneuve rausgefahren. Ja, da in diesem Abschnitt Dornier immer noch mal so ein bisschen dran an Jut Schreiber und versucht hier schon mal den Angriff zu setzen. Und übertreibt es ein bisschen hier in Kurve 7. Da kommt der Porsche ein bisschen quer. Kann ihn aber noch abfangen. Aber die Sache im Kampf um Position 7 ist damit gegessen. Beziehungsweise um Position 8 ist es, genau. Calderari sehen wir hier vorne. Er der 7. Platzierte, der jetzt auch überrundet wird von Elia Papagena. Da nochmal kurz Lichthupe gegeben. Achtung Kollege, da kommt der Spitzenreiter im Cayman. Aber so ging es hier ohne Probleme vorbei. Und so biegt er nochmal ein letztes Mal ein hier in diese beiden Linkskurven. Und dann darf er sich wieder einmal feiern lassen. Für seinen 5. Sieg im 5. Rennen. Elia Papagena, also der Dominierende hier bei den Cayman-Akteuren. Damit Glückwunsch an den jungen Schweizer. Bringt das Ding hier locker nach Hause und da haben wir auch direkt den Sieger gesehen in der Klasse der 964 Cup-Fahrzeuge. Enzo Calderari in seinem Original-Einsatzfahrzeug aus der Supercup-Saison 1993. So bringt er das hier souverän nach Hause. Vor seinen Klassenkonkurrenten, die noch ein bisschen weiter entfernt sind. Da sehen wir dann erstmal Jut Schreiber, der seine Klasse gewinnt, natürlich auch durch den Ausfall von Matteo Camata. Und dann kommt Cornelius Dornier auf Gesamtrang 9 und Klassenposition 2 ins Ziel. Währenddessen Châtelet auch schon abgewunken wurde als Zweitplatzierter bei den Cayman-Akteuren.
Da haben wir Schmidhuber gesehen auf Platz 3 im Porsche 964 Cup und dann Andreas Heiniger auf dem Podium bei den Caymans. Und auch von der Leyen wurde jetzt gerade abgewunken. Damit warten wir nur noch auf die beiden Akteure in den Porsche 993 Cup Boliden. Niki Leutwiler und Kurt Ecke, die sich dann auch nochmal ein kleines Duellchen geliefert haben. Aber das geht sich am Ende aus für Leutwiler. Damit Glückwunsch an ihn für den Klassensieg. Aber auch, wir sehen es hier, Kurt Ecke hatte natürlich Spaß hier und bringt den Boliden auf Gesamtrang 6 ins Ziel. Und Jovacek wird hier noch abgewunken auf Gesamtposition und auch Klassenposition 4. Ja, und so haben wir ein schönes erstes Rennen erlebt, der GT4 und Classic Boliden hier mit dem ein oder anderen schönen Duell, was wir hier gesehen haben bei den Klassikern. Und so sehen wir die Fahrzeuge, wie sie jetzt Aufstellung nehmen hier im Parc Fermé. Papacena, der hier gleich nochmal ein paar Wörtchen austauschen kann im Interview mit dem Kollegen Ben Wichterich-Setz. Und so würde ich sagen, lassen wir die Kolleginnen ein bisschen feiern, hören mal gleich den Interviews zu und dann würde ich mich danach dann wieder bei euch melden. Und dann hören wir mal, was die Akteure im Interview bei dem lieben Ben zu sagen haben und wen er denn alles noch einfangen kann. Also, bis gleich. Okay, I have a bit of... So this was the race of the combined race of the GT4 and the classic cars. And we are going to Elia. So the plan worked out, obviously. Congratulations. How was it for you? Was it a bit boring? No, I wouldn't say it was boring because, you know, we have to push, we have to understand the car well, so I had to push from the first to the last lap. Of course, I have a lot of pressure on the start with the rolling start procedure, so the first 2 laps are always very on the limit, but then from them on I could build on my race and I bring it home. So congratulations, great win. And we're heading towards to Niki.
Niki, hat alles gehalten, glaube ich mal. Ja, also in der Tat, ich will jetzt da nicht in der Freude da noch etwas bemängeln, aber die Lenkung, die ist ein bisschen eigenartig. Einmal diesen Lenkstellung, dann wieder nach einer nächsten Kurve eine andere. Also, wir werden der Sache schon noch auf die Spur kommen, gell? Okay, der Kurt ist dir zwischenzeitlich ein bisschen näher gekommen. Ja, in der Tat, er fährt halt einfach gut. Da gibt es halt nichts. Gegen Erfahrung ist nichts auszurichten. Da kann man nichts machen. Gell? Außer noch mehr Erfahrung. Ja, gut, dass wenn du das sagst. Okay, also herzlichen Glückwunsch, Niki. Okay, so this was the first race of our combinated multi-class race between the GT4 cars and the classic cars, and we're heading now to the Open GT, and we are back in a few minutes. See you. Ja, und wenn wir hier nochmal die Highlights sehen des ersten Rennens der Cayman-Boliden und der Klassikwertung, kann ich nochmal kurz das Interview von Papagena übersetzen. Also wurde natürlich gefragt, ob es nicht ein bisschen langweilig war vorne an der Spitze, aber Papagena hat gesagt, nee, ganz im Gegenteil, habe das ganze Rennen gepusht und das ist natürlich auch notwendig, um eben dieses Auto immer ein bisschen besser kennenzulernen. Papagena, der ja frisch aus dem Kartsport kommt und hier seine erste Saison in diesem Fahrzeug absolviert, und so ja, gilt es einfach, immer mehr Vertrauen in das Auto zu bekommen, das Auto zu verstehen. Auch hier auf diesem Kurs in Imola und natürlich auch bei der Startphase war natürlich Pushen angesagt, um sich von den Konkurrenten abzusetzen, aber auch danach hat er den Cayman GT4 noch ja, mit gutem Vollspeed hier über den Kurs gejagt, volle Attacke, und so war es am Ende wieder ein souveräner Sieg von Papagena. Also Glückwunsch an ihn, während wir hier nochmal schöne Bilder sehen, das ein oder andere Überrundungsmanöver hier vom Guillaume Chateleur, der vorbeigeht an den beiden 964 Cup Boliden, und auch Papagena, der hier an Leutwiler vorbeigeht, und das auch immer das faire Zeichen hier, der Blinker, der gesetzt wird. Das eben als Signal für den schnelleren Fahrer, dass er in dem Moment vorbeigehen kann, dass der Platz da ist. Wenn wir hier nochmal Papagena sehen, wie er durch die Variante Tamburello jagt mit seinem Cayman. Und hier das Duell, was wir auch zwischenzeitlich beobachten durften, zwischen Jut Schreiber und Cornelius Dornier, was da nochmal richtig eng geworden ist zum Rennende hin. Aber Jut Schreiber konnte das am Ende für sich entscheiden. Ja, hat da noch ein bisschen Spaß gehabt hier im Duell. Hier sehen wir nochmal die Aktion. Kurz vor Rennende, da hat es ein Cornelius Dornier nochmal probiert, mit voller Attacke hier reinzustechen in Kurve 7. Aber das war dann am Ende ein bisschen zu viel gewollt. Hat den Porsche kurz in einen Quersteher gejagt, und so muss er sich am Ende mit der 8. bzw. 9. Gesamtposition am Ende zufrieden geben. Und einer, der natürlich sehr zufrieden ist, ist Elia Papagena. Also weiterhin an ihm kein Weg vorbei. Und so geht es dann in Kürze weiter mit der Open GT, mit wieder einem vollgepackten Feld, wo ihr euch auf viel Action freuen könnt. Also in etwa 5 Minuten geht es dann weiter. Dann meldet sich mein Kollege Ben Wichterich auf der Startaufstellung. Und dann geht es hinein in Rennen 1 der Open GT.
again for the Open GT and the first race. You hear it in my voice. The cars are getting out of the pits now, and look at this row. We have more than 30 participants in this race. We have all kinds of cup cars, the older ones and the newest ones. We have the GT3 Rs, and we are waiting now for the field arriving here. We will have a small chat with Rod, our leader, and we will have a small chat with 2 or more guys, and then we have to get quick to the microphone, to the commentary, and we will see what will happen. Look at this field. Listen to that sound. Isn't it great? Isn't it great to have that beautiful sound? And again, one of the last participants checking out the brakes, warming up the brakes, and another one comes out, and this is the sound. This is the reason why I get up from my bed. Well, when I make 800 kilometers from my hometown to get to this beautiful racetrack and listen to that sound. That's amazing, really amazing. Now we're waiting for the participants to join the grid. Some of them are making 2 or 3 warm-up laps, because in the starting procedure you have 5 minutes. You have 5 minutes to do as much laps as you can for warming up, and some of them are using the time to get the latest information of the track, to warm up the brakes, to warm up the tires. To bring the tires in the right window, or the brakes in the right window. Too hot, not good. Too cold, not good. And everything, brakes, tires, works always the best way in the window. Some of them are coming.
we are here with Patrick Dingeldijn and 5th position. He had in qualifying. Patrick, das Interview können wir auf Deutsch machen. Wie war dein Qualifying? Es war ganz okay, aber ich war nicht wirklich zufrieden. Ich habe nicht alle Sektoren zusammengebracht. Ja, habe immer wieder das Minus gesehen, aber habe es dann letztendlich doch nicht ganz geschafft, noch in den 43er Bereich zu fahren. Aber sonst okay. Also jetzt gucken wir, was im Rennen passiert und ich bin ganz zuversichtlich. Nachher starte ich ja auf Startplatz 4, eine Position weiter vorne. Von dem her, ich freue mich aufs Rennen. Alles klar, dann wünschen wir dir viel Glück. Danke dir. Viel Erfolg. Ciao. Okay, and we heading to the first row, where we have our pole sitter, and where we have our second best. Look at this field. Look at this field, and so much Porsches in the row. It's amazing to watch it. If you ever get the chance to watch Porsche Sprint Challenge, go for it. Go for it. That's a quite good comparison. We have here the actual model of the GT3R, and there is the older model of the GT3R. You see the difference in the spoiler, and you see the difference in the diffuser. Yeah? The diffuser now is wider, not so sharpened to the top. We see it, as we can see it here on the spoiler. This spoiler is hanging, and the spoiler from the other guy is standing. So let's have a look if Rod has got some time for us. Okay, Rod, I think that qualifying was quite good. No, I'm very happy with qualifying. Now it's converted into first place after the first corner. So your tactic is maximum attack to the first corner. I think down to the first corner, try and make sure I protect the inside line. Fairly steady first lap, just make sure everyone gets warmed up in the car and then push for a few laps and try and make a bit of space. Okay, fingers crossed for you. Thank you. And enjoy your race. Thank you very much. So now we're heading to the second place. It was quite close between those two guys, although Enzo Monetti is in an older car, but no. Can we make a shortcut? Okay. You led the first group, and then came Rod. So what's your tactic now for the first few corners? Yeah, good question. I think come around the corner with entire car is already good. Okay. Yeah, so if he goes, then it's okay. I try to follow him. Let's see what happens. Okay. Enjoy your race. Good luck. All the best. Okay. So now we're heading to the commentary post. My God, my tongue it's hot. It's obviously hot, and we will see us soon. In the next 4 races. No, 3 races. 3 races with grid, 4 races with commentary. So stay safe, and in 5 minutes we go. Ja, und damit kann es doch gleich losgehen hier mit Rennen 1 der Open GT. Insgesamt 32 Fahrzeuge haben wir hier im Starting Grid. Also wieder ein schönes, volles Feld mit auch vielen Akteuren in den 992 GT3 Cup Boliden, die wir ja hier
in der OpenGT mit Traktionskontrolle und ABS ausgestattet haben, also anders als in der GT3 Cup Klasse. Und da haben wir den Ben noch mal kurz bei den Interviews erlebt mit beispielsweise Roderick Christie. Ja, für ihn lief das Qualifying natürlich optimal mit der Pole Position und er hat es gesagt. Natürlich gilt es direkt auf den ersten Metern hier die Führung abzusichern, die Innenbahn zu machen, um da möglichst seine führende Position nicht zu verlieren. Und dann ja, gilt es auch möglichst bald im besten Fall so eine kleine Lücke schon mal rauszufahren zu seinen Verfolgern, sodass er hier im besten Fall direkt mal vorne enteilen kann. Und Filippo Menotti, er hat es gesagt, sein Ziel ist es erstmal durch die ersten Kurven überhaupt durchzukommen und sich vielleicht ja ans Heck des Porsches von Roderick Christie zu hängen, um ihnen dann zu folgen. Also er will in erster Linie möglichst sicher durch diese ersten Kurven kommen und da mal schauen, was passiert. Und ja, das ist auch unser Motto hier. Gespannt, was hier gleich passieren wird. Hier unter anderem bei den GT3-Akteuren vorne, aber auch bei den Porsche Cup-Boliden, die wir hier im Feld haben. Auch hier wieder unterschiedliche Modelle. Also wir haben natürlich den Cup-Boliden der Generation 992, den aktuellen Carrera Cup-Boliden. Hier mehrfach vertreten, aber auch unter anderem Wolfgang Triller ist wieder dabei, den ihr ja auch schon aus dem Porsche Carrera Cup Deutschland kennt, der hier mit seinem Einsatzfahrzeug aus der Saison 2016 mit am Start ist, also mit dem Porsche GT3 Cup der Generation 991-1, das Fahrzeug, das in den Saisons 2014 bis 2016 in den nationalen Carrera Cups und im Supercup eingesetzt wurde. Und er befindet sich dann mitten zwischen den aktuellen Cup-Boliden auf Startposition 14. Haben vorne auch ein schön gemischtes Feld mit dem GT3 Porsche der Generation 992 und dem 991er GT3 Porsche. Wie zum Beispiel hier natürlich direkt in der ersten Startreihe mit Roderick Christie und Filippo Menotti. Und Ben hat es auch kurz nochmal schön erwähnt in der Startaufstellung. Hier der Unterschied ist unter anderem bei den Heckflügel der beiden Boliden. Also hier sehen wir beim aktuellen GT3 Porsche von Roderick Christie, da hängt der Heckspoiler quasi, und beim Auto von Filippo Menotti, da steht er dann im Prinzip. Also das ist auch einer der Unterschiede zwischen den beiden Porsche GT3 R Fahrzeugen. Hier also mit Roderick Christie im aktuellen Modell und dann das Vorgängermodell pilotiert von Filippo Menotti. Übrigens gemeinsam an diesem Wochenende mit dem Kollegen Enzo Calderari, den wir auch schon vorhin begrüßen durften in seinem Original Porsche Supercup Fahrzeug in der Klassikwertung. Er wird dann im zweiten Rennen das Fahrzeug von Menotti übernehmen. Und so schauen wir in die Startaufstellung noch einmal rein mit eben der ersten Startreihe gebildet von Christie und Menotti. Dann auf Startposition 3 Pierre Eret, daneben Stefan Heim in einem weiteren GT3 Porsche der Generation 991. Dann Patrick Dinkeldein, der auch wieder mit dabei ist auf Startposition 5. Und dann haben wir den Polesetter in der Porsche Cup-Klasse mit Gualtiero Branco, dem Italiener. Und in der nächsten Startreihe dann Sebastian Schmidt auf Platz 7 und auf Platz 8 Max Mutschlechner. Also beide Piloten vom Porsche Zentrum 5 sehen, die hier die vierte Startreihe bilden. Und dann haben wir Alois Rieder, der sich also ein bisschen hinten anstellen muss. Erstmal hinter den 3 Porsche Cup-Boliden, dann auf Gesamtstartposition 9. Daneben Danilo Paoletti, einer unserer italienischen Gäste hier an diesem Wochenende, auf Startposition 10. Vor einem weiteren Italiener Andrea Galli auf Startposition 11. Dann der Dominikaner Joel Monegro auf der 12. Dann Marco Galassi, der Pilot aus San Marino, auf der 13. Position. Und dann der von mir angesprochene Wolfgang Triller auf Startposition 14 in seinem Einsatzfahrzeug aus dem deutschen Carrera Cup 2016.
Dann Massimo Frojo auf der 15, daneben Ahmad Alemadi, der Katari, auf der 16. Dann haben wir den Belgier Philippe Wiels, der ja auch schon vorne mitgefahren ist beim Event in Portimao, die Meisterschaftsführung nach dem ersten Wochenende inne hatte. Er also etwas weiter hinten auf Startposition 17. Dann Nicola Sarcinelli auf der 18, dann die nächste Startreihe mit Dragos Burio und Markus Coation. Dann Nicolas Kaiser, der Deutsche, auf der 21, daneben Merabi Mekwabischwili. Auf der 23 Matteo Biasoni und Sadamoto Takahashi. Vor Lena Knötzel, die Österreicherin, die uns ja schon begeistert hat bei ihrem Einsatz am Red Bull Ring mit einem zweiten Platz, hier aber auch etwas weiter hinten im Feld zu finden. Auf der 25 daneben Manuel Zlof. Dann Roman Steiner auf der 27, daneben John Jastremski, gemeinsam mit ihm in der 14. Startreihe. Dann haben wir noch Detlef Schmidt und Erik Santos in Startreihe 15. Und die letzte Startreihe dann mit Valerio Bresezzi und Richard Distel in einem Cup Porsche der Generation 991-2, also der Vorgänger vom 992 GT3 Cup. Und so sehen wir das Feld schon in Anfahrt auf die Rivazza unterwegs. Grid-Formation ist eingenommen und da haben wir nochmal schön im Bild hier dieses Riesenfeld von 32 Boliden. Also da wird sicherlich ordentlich Action im Feld sein. Mal gespannt, wie das gleich hier beim Start ausgeht. Die Fahrzeuge, die sich jetzt dann so langsam auf die Start- und Zielgerade begeben, und dann gilt es sich zu fokussieren hier für die Piloten auf die Startphase. Und auch für uns sind jetzt alle Augen drauf gerichtet hier auf den Start und auf die Duelle, beispielsweise vorne zwischen den GT3-Akteuren und auch in der Cup-Klasse dahinter. Und so rollen sie jetzt so langsam über die Start- und Ziellinie, schauen dann gleich auf die Ampel, wenn die auf grün ist, dann darf es hier reingehen in 30 Minuten plus eine Runde in der Open GT. Rennen 1 dieser Klasse ist jetzt freigegeben mit einem guten Start von Warwick Christie, der erstmal das Beschleunigungsduell gewinnen kann gegenüber Felipe Menotti. Versucht jetzt natürlich als Erstplatzierter hier in die Variante Tamburello einzubiegen. Gelingt ihm auch. Menotti sortiert sich dahinter ein und im Hinterfeld sieht alles erstmal geordnet aus. Also schöne Startphase hier der 32 Boliden. Kann man ja nicht immer erwarten bei so einem Riesenfeld, aber das haben sie alle souverän gelöst. Jetzt hier raus aus der Villeneuve-Schikane mit Christie, mit Menotti, der aber auch schon unter Druck ist hier von Pierre Eret in einem weiteren GT3 Porsche der Generation 992. Und hier toben natürlich direkt die Kämpfe im Mittelfeld bei den GT3 Cup Akteuren. Da rund um Nicola Sarcinelli im Fahrzeug von Dynamic Motorsport sind wir da unterwegs gewesen. Der unter Druck von Dragos Burio, der sich schon mal hier innen gezeigt hat in Anfahrt auf Kurve 9. Und jetzt hier in Anfahrt unterwegs auf die Acque Minerali. Die Spitze jetzt schon in der Variante Alter unterwegs. Und dahinter sehen wir schon den Angriff, ja, von Patrick Dinkeldein. Der hat die eine oder andere Position abgeben müssen. Ist hinter dem Führenden in der GT3 Cup Klasse hier zurückgefallen. Während wir dahinter sehen, da hat man sich so langsam einsortiert. Da will man nicht das Risiko gehen, hier zu zweit in diese Variante Alter einzubiegen. Da kann es dann auch schon sehr, sehr eng werden. Und die Spitze kommt zurück auf Start und Ziel. Mit Warwick Christie mit schon einem guten Vorsprung vor Menotti, der sich noch behaupten kann vor Pierre Eret. Dann haben wir Stefan Heim auf der 4 und dann schon der Führende der Cup-Akteure mit Max Mutschlechner, der sich also behaupten konnte gegen einen Chaltiero Branco beispielsweise eher auf Klassenposition 2 vor Andrea Galli. Währenddessen wir einen Sebastian Schmidt vermissen. Ja, der ist auf die letzte Position zurückgefallen. Der hat sich wohl irgendwo verabschiedet und deswegen erleben wir jetzt auch gleich das Safety Car hier auf der Strecke. Also müssen wir mal schauen, was rund um Sebastian Schmidt passiert ist. Er scheint auf jeden Fall derjenige zu sein, der hier irgendwo gestrandet ist.
Also schade für ihn, der sich ja schon unter anderem den Doppelsieg holen konnte in seiner Klasse beim Saisonauftakt in Portimao, der sich da auch stark beweisen kann an der Spitze, aber hier jetzt wieder ein Nuller. Ja, hat er auch schon erleben müssen beim letzten Rennwochenende am Red Bull Ring und da haben wir ihn stehen. Ausgang der letzten Kurve ist das gewesen. Ja, hab's vorhin auch, glaube ich, schon mal im Augenwinkel gesehen, dass da ein Fahrzeug auf der Wiese unterwegs gewesen ist. Mal schauen, ob wir die Situation ein bisschen aufgelöst bekommen. Ja, da ist jetzt auch die Frage, ist das ein technisches Problem oder gab es eine Kollision? Auf jeden Fall bringt Sebastian Schmidt sein Fahrzeug jetzt erstmal in die Box hinein. Da schaut man dann, was am Fahrzeug jetzt so alles kaputt ist. Nach einem Kontakt möglicherweise oder das ein oder andere technische Problemchen, was ja auch mal auftreten kann, gerade auch bei diesen heißen Temperaturen, die wir ja gerade in Imola haben. Und so sehen wir hier das Porsche Safety Car, was jetzt hier Ende Start und Ziel wartet, um das Feld dann gleich einzufangen mit dem Führenden, mit Warwick Christie. Aber dann dürfte es dann bald auch wieder weitergehen. Haben jetzt wieder die ein oder anderen Bildhänger hier. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Frage ist, ob wir das auch behoben bekommen. So, also haben immer noch die ein oder anderen Bildprobleme. Wir bitten das natürlich weiterhin zu entschuldigen. Das ja, kann an der Übertragung hier liegen aus Imola, die jetzt nicht so ganz flüssig momentan läuft. Ja, momentan haben wir noch Safety Car zum Glück draußen, sodass wir jetzt nicht allzu viel verpassen. Aber hoffen wir, dass das Bild gleich wieder flüssig läuft. Ja, also ich bekomme auch gerade die Meldung, dass wohl bei den Kollegen von Alpha Live der Stream auch ein bisschen hängt. Also liegt jetzt nicht an uns, das liegt hier an der Technik. Also hoffen wir, dass das in Kürze dann behoben wird, dass sich die Probleme auflösen, sodass wir hier nochmal spannende Rennaction erleben können. Dann auch wieder unter grüner Flagge.
So, ich glaube, das könnte noch ein bisschen dauern. Naja, müssen wir mal abwarten. Also nach wie vor Entschuldigung für diese Bildprobleme, die wir momentan haben. Aber wie gesagt, das ist bei den Kollegen von Alpha Live im Moment genauso. Da können wir von Motorsport Television Deutschland aktuell nicht viel machen. Das müssten dann die Kollegen von Alpha Live hier in Kürze gefixt kriegen. Hoffen wir, dass das der Fall ist. Währenddessen kann ich euch nur ein bisschen aus dem Live-Timing vermelden, wie aktuell der Stand hier ist. Also momentan ging es wieder mit dem Restart weiter mit Roderick Christie, der weiterhin die Führung inne hat vor Menotti. Und dann Eretheim und Mutschlechner. Er dann im 216er Fahrzeug immer noch vor dem GT3 Porsche von Patrick Dinkeldein. Während es übrigens erneut Safety Car gibt. Also da hat es wohl wieder gescheppert. Wir hoffen natürlich, dass wir gleich auch wieder das sehen können, was jetzt so auf der Strecke passiert. Ja, also da muss ich euch dann weiterhin ein bisschen mit dem Live-Timing, mit Informationen dann versorgen. Also wir haben jetzt wieder Safety Car, hat wohl wieder gescheppert. Gucke mal kurz, ob wir dann auflösen können, wen es da jetzt erwischt hat. Das müsste dann Nicolas Kaiser sein, der auch zurückgereicht worden ist auf Position 31. Also er dann möglicherweise der Havarist hier, den es nach dem Restart erwischt hat. Währenddessen sich weiterhin an der Spitze noch nichts getan hat, auch im GT3 Cup. Mutschlechner vor Dinkeldein im GT3 Porsche und Gialdiero Branco dann auf Position 2 vor Andrea Galli und Danilo Pauletti. Also Mutschlechner hier direkt gefolgt von einem Dreierpack der Italiener, was ihn dann hinter dem Fahrzeug von Dinkeldein erwartet. Und Alois Rieder in der Zwischenzeit auf der 10. Marco Galassi auf der 11. Wolfgang Triller auf der 12. Also der Deutsche in seinem älteren Cup Porsche hat sich auch die eine oder andere Position verbessern können in der Anfangsphase dieses Rennens. Während wir hier immer noch die gelbe Flagge bzw. die Safety-Car-Phase angezeigt bekommen im Live-Timing. Also da ist man gerade noch dabei, das Fahrzeug vom gestrandeten Nicolas Kaiser in sichere Position zu bringen. Und dann hoffen wir, dass wir auch vielleicht gleich beim nächsten Restart wieder Live-Bild haben. Im Moment ist noch keine Besserung in Sicht. Ja, also da müssen wir weiterhin ein bisschen geduldig bleiben. Ja, sehe auch gerade, der Stream bei Alpha Live wurde unterbrochen. Also scheinen dann doch größere Probleme zu sein, die man jetzt während des Streams in der Schnelligkeit nicht hinbekommen hat. Müssen wir jetzt auch erstmal abwarten, wie es hier weitergeht. Währenddessen versorge ich euch gerne nochmal mit ein bisschen Informationen aus dem Live-Timing, wo wir gerade entnehmen können, dass das Safety Car in dieser Runde reinkommt. Also in Kürze dann der Restart nach dem Ausfall von Nicolas Kaiser. Und dann wird wieder Roderick Christie derjenige sein, der dann das Tempo bestimmen darf und entscheiden darf, wann er wieder voll aufs Gaspedal drückt. Da gilt es natürlich im besten Fall, den Kollegen Menotti ein bisschen zu überraschen, sodass Christie dann im Endeffekt nochmal so eine
gute Lücke rausgefahren kann in Anfahrt auf Kurve 1, sodass da nichts anbrennen wird rund um die Führung. Also können auch gerne kurz nochmal durchsortieren vor dem Restart. Christie, Menotti, Eret und Time, das also die ersten 4, die GT3-Akteure. Dann Mutschlechner auf 5, Dinkeldein auf 6, dann Gialtiero Branco, Andrea Galli und Danilo Pauletti vor Alois Rieder im letzten Fahrzeug im Bunde der GT3-Akteure. So, und der Restart ist auch wieder erfolgt. Und sieht danach aus, als könnte sich Christie weiterhin noch an der Führung behaupten. Also kann erstmal noch seine erste Position innehalten. Auch dahinter noch keine Änderung in Sicht. Währenddessen Mutschlechner hier versucht, dem Verfolgerfeld zu enteilen. Hat auch weiterhin noch Patrick Dinkeldein zwischen sich und seinen Klassenkonkurrenten und legt hier gleich mal eine persönliche Bestzeit im ersten Sektor hin. Also versucht seinen Vorsprung auszubauen, währenddessen Rieder noch festhängt zwischen den oder hinter den 3 GT3 Cup Porsche. Der italienische Zug, der hier angeführt wird von Gialtiero Branco auf der 2. Klassenposition vor Andrea Galli und Danilo Pauletti. So, und auch dahinter sind die Positionen erstmal noch unverändert, also scheint erstmal gesittet durch den Restart gekommen zu sein. Mit weiterhin Christie an der Spitze, beobachten auch die Rundenzeiten. Ja, jetzt sind sie schon wieder aus der ersten Runde nach dem Restart über Start und Ziel gekommen und wir sehen von den Zeiten her, ja, ist es momentan so ein bisschen ausgeglichen zwischen Christie und Menotti. Ja, jetzt in dieser Runde aber Christie wieder ein bisschen schneller, kann den Vorsprung wieder ein bisschen ausbauen auf Menotti, der sich auch persönlich verbessern konnte, aber da der Abstand doch noch mal ein bisschen größer geworden. Christie hat das also aktuell im Griff. So, und ich hoffe, dass in Kürze dass auch die Truppe von Alpha Live die Bildprobleme hier in den Griff bekommt, damit wir hier gleich wieder die Rennaction sehen. Aber da müssen wir uns weiterhin noch gedulden, während wir auch ein paar Positionsveränderungen sehen, da im Mittelfeld, wo gekämpft wurde, rund um den Kollegen Nicola Sacinelli. Ja, da haben wir diese Truppe auch vorhin schon mal im Bild gehabt, da wo ordentlich gefightet wird. Sacinelli, der erstmal 3 Positionen verloren hat. Dragos Burio, der sich in der Zwischenzeit vorbeiarbeiten konnte an den Italiener, sowie auch Ahmad Alemadi und Markus Guaischen dahinter. Also Burio, der erstmal diese Kampftruppe da auf Gesamtposition 16 anführt. Und Sacinelli dann auf Gesamtrang 19 zurückgefallen. Auch dahinter gab es eine Positionsveränderung. Eric Santos, der Brasilianer, im 221er Fahrzeug, eingesetzt von PTE, operated by Mantai. Er erstmal vor auf die 26, konnte sich durchsetzen im Duell gegen Valerio Presezzi, dem Italiener im 293er Fahrzeug. Und vorne an der Spitze, wie bildet es sich ab? Ja, auch hier jetzt wieder in der letzten Runde Roderick Christie mit Purple eingefärbt die Zeit mit einer 1:44,9, also neue schnellste Runde. Und damit fährt er natürlich auf und davon hier von dem Kollegen Felipe Menotti, der aber noch ein bisschen unter Druck ist von Pierre Eret. Diese beiden von den Zeiten her auf demselben Niveau aktuell unterwegs, aber getan hat sich in diesem Kampf noch nicht viel. Eret, der sich auch weiterhin anstellen muss hinter Felipe Menotti im Vorgängermodell des 992 GT3R. Und dann, ja, Mutschlechner weiterhin souveräner Führender im GT3 Cup. Da hat momentan auch Patrick Dinkeldein im etwas stärkeren
vermeintlich stärkeren GT3 Porsche erstmal noch keine Mittel gefunden, um am Cup-Boliden von Mutschlechner vorbeizugehen. Und da muss man natürlich auch sagen, hier die GT3 Porsche, die reinrassigen GT3-Fahrzeuge natürlich auch ein bisschen überlegen, auch gegenüber den Cup Porsche, eben aufgrund dessen, dass diese auch sowieso Traktionskontrolle und ABS zur Verfügung haben, anders wie die meisten Cup-Boliden. Aber eben hier in dieser Open-GT-Klasse ist es auch bei den Cup-Boliden der Fall, dass man die Fahrhilfen zur Verfügung hat, und so kann man dann in einem GT3 Cup Porsche etwas besser mithalten mit einem reinrassigen GT3 als bei einem GT3 Cup Porsche, wie man ihn in den weltweiten Carrera Cups auch zur Verfügung hat, oder im Super Cup, wo du eben ohne Traktionskontrolle und ABS auskommen musst, und da musst du auch eben früher und nicht ganz so hart in die Bremsen gehen. Währenddessen wir wieder ein Überholmanöver erleben. Philippe Wiels, der Belgier, hat sich vorgearbeitet auf die 14. Position. Hat sich durchgesetzt im Duell gegen Massimo Frojo. Und auch dahinter gibt es die ein oder anderen Kämpfe. Lena Knötzel jetzt vor auf die 20 im Duell mit Manuel Zlof. Und auch Merabi Mekwabischwili im Fahrzeug von Laptime Performance. Er hat sich eine Position verbessern können auf Gesamtrang 22. So, und dann vorne weiterhin ist man auf den Positionen unverändert unterwegs mit Christy, Menotti, Eret und Stefan Heim. Und auch die Verfolger dahinter, Mutschlechner, Dinkeldein auf 5 und 6. Und auch das Dreierpaket hält sich mit leichten Abständen momentan auf ihren Positionen mit Gialtiero Branco, Andrea Galli und Danilo Pauletti. Und Alois Rieder auch weiterhin mit seinem GT3 Porsche auf Position 10. Er mit seinem Alpquell Porsche unterwegs, den er auch traditionell einsetzt in vielen anderen Breitensportserien, wie zum Beispiel in der P9 Challenge oder auch damals in der DMV GTC bzw. im GTC Race unterwegs gewesen, was es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Ja, also mit dem GT3 Porsche unterwegs, der ab der Saison 2016 eingesetzt wurde bis zur Saison 2018. Also nochmal ein etwas älteres Modell als beispielsweise Stefan Heim und Menotti, die beide mit dem Vorgängermodell des 992 GT3 hier unterwegs sind. So, Start sehen wir, wurde kurz nochmal untersucht bei der Rennleitung. Da gibt es aber erstmal keine Beschwerden. Haben wir auch gesehen, dass alles sehr fair und ohne größere Kollisionen abgelaufen, währenddessen sich Massimo Frojo wieder vorbeigesetzt hat an den Belgier Philippe Wiels auf Position 14. Also hier wieder Positionswechsel im Duell zwischen dem Italiener und dem Belgier. So, währenddessen wir auch noch ein bisschen abwarten, ob sich die Bildprobleme ein bisschen beheben. Schauen wir gerade, wie es bei den Kollegen von Alpha Live aussieht. Auch die haben erstmal noch keinen neuen Stream. Von daher müssen wir weiter mit dem Live-Timing von dem Rennen berichten. Also momentan haben wir wieder gelb draußen. Die Frage ist, wer hat sich da verabschiedet? Könnte der Kollege John Jastremski gewesen sein, der auf die 30 zurückgefallen ist. Ja, auch in einem Fahrzeug unterwegs, das von Manthey hier eingesetzt wird. Das ja die Fahrzeuge mit dem Original-Werksdesign dieses Porsche 992 GT3 Cup Boliden.
Und währenddessen finden wieder die ein oder anderen Überholmanöver statt. Wheels wieder vorbei an Frojo. Also die beiden duellieren sich hier auch Runde um Runde und wechseln ihre Positionen. Dahinter gibt es auch ein Duell zwischen Markus Kuaischen und Ahmad Alemadi, wo sich erstmal der Brite im 223er Fahrzeug durchgesetzt hat, vor auf Position 17, und auch Mekwabischwili ist im Fahrzeug von Laptime Performance vor auf die 21, hat sich durchgesetzt gegen Manuel Zlof, dem Österreicher. So, während ich mal gerade versuche, euch das Live-Timing im besten Fall einzublenden. Hier haben wir die ganze Zeit nur das Standbild, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. So, also da haben wir jetzt das Live-Timing in Bild, was ihr dann auch gerne verfolgen könnt. Sehen hier noch die gelbe Flagge, die Safety-Car-Phase, die ausgerufen wurde, eben wegen des Ausfalls von John Jastremski. Aber wir haben auch schon die Meldung bekommen, dass das Safety-Car am Ende dieser Runde reinkommt. Und so warten wir dann auf den Restart. Also mit weiterhin vorne der Spitze mit Roderick die Felipe Menotti. Da hat sich im Moment noch gar nichts geändert. Und dann eben Pierre Ehret, Stefan Heim und Max Mutschlechner. Der Pilot im 216er Fahrzeug hier vom Porsche Zentrum 510 eingesetzt. Der hält sich hier noch sehr wacker vor dem GT3 Porsche von Patrick Dinkeldein.
Und so dürfte es dann in Kürze weitergehen unter Grün. So, und grüne Flagge ist wieder draußen und damit kann es weitergehen in die Rennaction. Leider noch ohne Bild, aber versuchen das Beste eben draus zu machen. Und wir können weiterhin beobachten, dass vorne Wetherwick Christie den Restart erstmal noch für sich entscheiden konnte. Noch kam hier noch kein Angriff von Felipe Menotti. Der weiterhin hier dem Briten im 992 GT3 Porsche nur hinterherjagen kann. Währenddessen wir im hinteren Feld wieder die ein oder anderen Positionsveränderungen sehen, hier unter anderem bei Ahmad Alemadi und Nicola Sarcinelli. Da sehen wir momentan einen Sadamoto Takahashi, der doch einige Positionen zurückgefallen ist auf Position 24. Da ist jetzt natürlich die Frage, gab es möglicherweise einen Dreher vom Piloten im Fahrzeug mit der Startnummer 204? Können wir jetzt natürlich so aus dem Live-Timing nicht auflösen. Aber das ist doch schon, ja, sieht doch schon sehr danach aus, wenn er so viele Positionen auf einmal verliert. Also Alemadi, neuer 17. Platzierter vor Sarcinelli und Lena Knötzl, die jetzt also vor auf die 19. Position, ja, fährt auch noch ein bisschen so hinter ihren Erwartungen. Ja, wie schon gesagt, mit ihrem starken zweiten Platz in Spielberg, wo sie unter anderem überzeugen konnte. Im zweiten Rennen dann übrigens ausgefallen, keine Punkte mit nach Hause geholt. Und so, ja, versucht sie sich jetzt hier in Imola erstmal ein bisschen nach vorne zu kämpfen, während wir jetzt sehen, dass Patrick Dinkeldein vorbeigehen konnte an Mutsch Leschner. Also der Deutsche in seinem GT3 Porsche, der konnte jetzt den Kollegen Mutsch Leschner einkassieren und macht somit jetzt Jagd auf seine Klassenkonkurrenten. So, und auch dahinter sehen wir Andrea Galli vorgerückt, auch Danilo Paoletti. Da hat Gialtiero Branco ein paar Positionen verloren in den letzten Passagen. Also für den Polesetter hier in der GT3, bei den GT3 Cup Fahrzeugen geht es jetzt ein bisschen nach hinten und wir haben die rote Flagge draußen. Das ist natürlich jetzt nicht optimal. So, währenddessen wir noch mal ein bisschen Zeit haben, um zu schauen, ob die Bildprobleme so langsam behoben sind, die Technikprobleme, die es da bei der Übertragung des Streams gibt. Müssen wir mal kurz schauen. So, und da haben wir das Bild jetzt wieder. So, das können wir jetzt schließen. So, wenn das Bild jetzt auch noch flüssig läuft, dann hätten wir doch die Probleme wieder behoben. Scheint jetzt noch nicht ganz der Fall zu sein. Also nach wie vor hier die ein oder anderen Problemchen bei der Übertragung. Aha, jetzt haben wir wieder ein neues Bild, das jetzt auch ein bisschen steht. So, aber soll doch jetzt bitte wieder laufen. Bitte lass uns das jetzt hier flüssig weitermachen. Ohne den ein oder anderen
Bildhänger, aber ja, so ganz läuft es noch nicht. Also ja, bitten wir natürlich nach wie vor zu entschuldigen, während wir immer noch nicht wissen, was genau passiert ist, was jetzt zu dieser roten Flagge geführt hat. Wir haben nur die Meldung, dass das Rennen nicht neu gestartet wird, also jetzt komplett abgebrochen. Ja, müssen wir gerade mal nochmal ins Live-Timing schauen, ob wir da irgendwas auflösen könnten. Zumindest mal spekulieren können, wer es denn wohl gewesen ist, der diesen Abbruch hier ausgelöst hat. Ja, das könnte ein Markus Quaischen gewesen sein auf Position 29. Das ist die Frage. Der ist auch einige Positionen zurückgefallen. So, während das Bild jetzt wieder hängt. Ja, so ganz läuft es dann doch noch nicht. Schade. Also, ja, müssen wir momentan das Beste draus machen aus der Situation. Also, ja, leider das Rennen der OpenGT, das wir jetzt nicht richtig im Livebild verfolgen konnten, nach doch einer sehr, sehr spannenden Startphase, so wie es auch zu erwarten gewesen ist, gerade bei den vielen Cup-Fahrzeugen, die sich da im Mittelfeld duelliert haben. Aber hoffen wir, dass das dann so langsam wieder läuft mit dem Bild. Haben ja gleich das zweite Rennen des GT3 Cups, spätestens da sollte es hoffentlich wieder klappen. Also alle erstmal die Daumen drücken, würde ich mal sagen, dass wir das hier rechtzeitig dann zum Start des GT3 Cups wieder hinbekommen. So, während ich gerade auch die Info bekomme, ja, auch vom Kollegen Ben Wichterich-Setz, der hier natürlich vor Ort ist und hier das Ganze beschreibt, das liegt dann wohl auch an den heißen Temperaturen, dass hier die, ja, Technik nicht ganz so funktioniert, die dann auch nicht ganz hitzeresistent ist. Also da wird das System ein bisschen überlastet, was hier eben für diese Übertragungsbilder sorgt. Ja, das ist natürlich nicht so optimal. So, die Frage ist, war die Wärme auch der Grund gestern für den Stromausfall am Nürburgring? Das ist, das ist jetzt auch die Frage. Jetzt haben wir gestern ja schon das Kuriosum beim 24-Stunden-Rennen am Ring, dass hier auf einmal der Strom ausfällt. Ja, da ja auch schon eine gute Hitze gewesen von den Temperaturen her. Und hier dann eben die Probleme, dass eben die Technik, das System hier, was für die Übertragung sorgt, ein bisschen überlastet ist, eben durch die Hitze. Ja, das ist also hier das Thema. Ja, das ist schade jetzt. Das ist schade. Also da können wir aktuell leider nur abwarten, während wir aber währenddessen mal die Zeit haben, nochmal das Gesamtergebnis des Rennens der OpenGT hier durchzugehen, was ja jetzt eben abgebrochen wurde. 2 Runden vor Schluss. Ja, während wir gerade nochmal schauen können, ob es denn jetzt wieder funktioniert mit den Bildern.
So, also weiterhin funktioniert die Bildübertragung nicht. Von daher ja, haben wir dann erstmal das Live-Timing im Bild und sehen dann hier nochmal das Gesamtergebnis dieses ersten Rennens der Open GT eingeblendet. Mit also Wadawi Christie, Felipe Menotti und Pierre Ehre, das Gesamtpodium. Und das Podium in der GT3 Cup Klasse hier in diesem Feld dann mit Max Mutschleschner, dem Klassensieger, Chaltiero Branco auf Klassenposition 2 und Andrea Galli auf der 3. Das also auch dann die bereinigten Ergebnisse, die dann eben so gewesen sind vor der Brotunterbrechung. Also da könnt ihr auch gerne nochmal hier die ganzen Ergebnisse der Grafik hier dem Live-Timing entnehmen und euren Favoriten raussuchen. Und dann warten wir weiterhin ab. Ich kriege dann auch eine Nachricht, sobald es bei Alpha Live wieder läuft, sobald die Übertragung wieder funktioniert. Und da hoffen wir doch, dass, ja, dass wir dann pünktlich zum Start vom GT3 Cup hier wieder live sind mit den Bildern. Und so lange schauen wir einfach mal auf das Live-Timing und warten dann ab. Jetzt dann gleich das erste bzw. das zweite Rennen ist es ja schon im GT3 Cup und dann hoffen wir, dass wir vielleicht wieder Bild haben. Wenn nicht, dann versuche ich euch weiterhin mit dem Live-Timing auf dem Laufenden zu halten. So, und dann melde ich mich mal wieder zurück. Währenddessen, ja, haben wir immer noch keine Besserung in Sicht mit der Übertragung. Von daher müssen wir uns so lange noch mit dem Live-Timing begnügen. Und so haben wir hier schon die Startaufstellung für dieses zweite Rennen des GT3 Cups, was uns hier gleich erwarten wird. Ja, wieder einmal mit dem Polesetter, mit Matteo Segre, der sich die Pole hier für beide Rennen geschnappt hat. Vor Dylan Yip auf Position 2. Hat es auch im Vorfeld von Rennen 1 schon mal angesprochen im Interview bei meinem Kollegen Ben Wichterich-Setz.
dass er natürlich ja schon nicht zufrieden ist mit der zweiten Position. Also bei Dylan Yip ist auf jeden Fall klar, der will nur den Sieg, der will auch die Pole Position im besten Fall. Und ja, der hat das dann vorhin schon mal gesagt im Vorfeld des ersten Rennens. Sein Ziel war da auch, sich das zurückzuschnappen, was ihm eigentlich gehört, nämlich die führende Position. Aber das ist dann am Ende nicht geglückt. Dylan Yip im ersten Rennen nur auf Position 4. Also das wird ihm natürlich alles andere als positiv stimmen. Dylan Yip, der ja übrigens an diesem Wochenende mit einem leichten Handicap unterwegs ist, also mit einem gebrochenen Fuß, so wie mir es der Kollege Ben Wichterich-Setz mitgeteilt hat. Also auch danke, lieber Ben, dass du mich da auch mit den ein oder anderen Informationen versorgt hast. Ben Wichterich-Setz, der hier vor Ort ist, eingesprungen für den englischen Kollegen Alex Goldschmidt, der dann auch das Ganze drumherum mitbekommt. Und ja, dann schauen wir mal, ob es mit dem Stream wieder funktioniert. So, ich höre was, das ist ein gutes Zeichen, jawohl. Also, wir haben wieder Bild da, das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Und dann sind wir in gut 5 Minuten zurück, dann aus der Startaufstellung zu Rennen 2 im GT3 Cup. Also, Bild läuft wieder, hoffen wir, dass das so bleibt. Und dann hört ihr gleich meinen Kollegen Ben Wichterich-Setz auf der Startaufstellung und danach melde ich mich auch bei euch wieder. Also, kurze Verschnaufspause und bis gleich.
So, ich melde mich mal kurz zurück, weil wir sehen Bilder, die wir vorhin gar nicht gesehen haben. Eben, wo es diese Probleme bei der Bildübertragung gab. Aber zum Glück haben es die Kameras hier eingefangen, was noch alles so passiert ist. In diesem ersten Rennen der Open GT haben hier einen Ausflug gesehen. Von dem Kollegen Detlef Schmidt müsste das gewesen sein. Und wir sehen auch, wie sich in der Zwischenzeit der Kollege Christy immer wieder so ein bisschen absetzen konnte. Und hier ein Ausritt, den wir hier noch sehen, von Pierre Eret. Und so war der Kampf dann mit Menotti auch mal für kurze Zeit gegessen. Während wir da sehen, das Duell, das klassenübergreifende Duell zwischen Max Mutschlechner und Patrick Dinkeldein. Dinkeldein, der sich erstmal noch die Zähne ausbeißen musste am GT3 Cup Porsche von Mutschlechner, der erst spät einen Weg vorbeigefunden hat, aber am Ende wurde es ja das Ergebnis vor dem Abbruch gewertet, sodass Dinkeldein noch hinter dem Kollegen Mutschlechner platziert worden ist. Da haben wir dann diesen Kampf nochmal im Bild. Hier ein schönes Dreierpaket, wo sich auch noch der Kollege Stefan Heim vorne befunden hat. Er hatte erstmal keine Chance, seinen Klassenkonkurrenten zu folgen und musste sich auch ein bisschen verteidigen gegen Max Mutschlechner, der aber natürlich auch jetzt nicht die große Eile hatte, hier um an Heim vorbeizugehen, während wir hier sie fast three wide gesehen haben in der Anfahrt auf Kurve 7. Dragos Burio hier im Duell mit zwei der Fahrzeuge eingesetzt von Mantai. Ahmad Alemadi und Markus Guaischen sind das gewesen. Und auch hier im Mittelfeld wurde schön gekämpft um die Positionen, während es dann die nächste Safety-Car-Phase gegeben hat. Und hier, da gab es einen Auffahrunfall während der Safety-Car-Phase, was dann auch zu dieser Rotunterbrechung geführt hat und dann eben hier der Ausfall von Markus Guaischen, der aufgefahren ist auf einen Konkurrent. Ja, das darf in einer Safety-Car-Phase eigentlich nicht passieren. Aber so kommt es dann auch mal zu dem einen oder anderen Missgeschick, was wir gerade erlebt haben. For the second race of the GT3 Cup of the Porsche Swiss Sprint Challenge here at Imola. Some of the cars took their advantage to do another warm-up lap and come quickly down to the grid. We had in the first run a very close race and a very good fight, but at the end it was a clear race win for Felix Neuhofer. And Matteo Segre did all possible and impossible to get Felix Neuhofer, but in the end it was a clear win for Felix Neuhofer. So we will go through the grid. I barely understand my own word. And we will go through the grid, we'll ask some few questions, and maybe we will have a totally different result. It's possible. So imagine in the first run, in the first race, we had a bit of contact in the first corner between Matteo Segre and Dylan Yip. Felix Neuhofer went through, and then it was a clear victory. But what happened if this happened maybe to Felix Neuhofer? What happened if Dylan Yip has fresh air, free air to drive? We will see in a few moments. And yeah, weather is still, we work there where some other people do their vacation. And it's clearly hot. Maybe we can switch the microphone and camera that I can show the cameraman Ben. He looks like something between a sheik or and a Bedouin. I don't know. Yeah, it's quite hot, but we have 31, 33 degrees. Yeah. But now with a slight wind. And it's getting better. 2 hours ago it was so hot without wind. If you sat down 2 hours ago, you sweat in sitting. Okay, the whole bunch is arriving and we will have some quick chats with them.
There's Matteo Segre, the second one in the first race. And now the pole sitter for this race. Okay, let's have a quick chat again with Matteo. Matteo, again another start. What will you change for this start? This time I will close the door and I make sure that no one pass me. Okay, that's quite obvious. And again, you have Dylan on your side, so this will be a bit more clear for you. We'll see. First turn is always tricky, so we'll see. Good luck, enjoy the race, Matteo. We go to Dylan Yip. Obviously the unlucky guy in the last race. We will see if he wants to chat with us. Maybe. Okay. He says it's okay to have a quick chat. Dylan, I told the audience that you were the unlucky guy in the first race. What will you do better in this race? To be honest, I don't know. Really, I don't know. I cannot really control the situation. But yeah, P1 is the goal. Okay, I wish you bad luck and enjoy the race. It can only be better. And of course, it's the same, quite the same grid. It's not quite the same, it's exactly the same grid like in race 1. Now we go to the race winner of the first one. Will he now have a chat with me? In the first race he refuses. Okay, and he refuses again. Okay, so we will make now the quick change. I will swap my position back to the commentatory seat, and I hope you all enjoy the race. I hope you all have fun with this beautiful racetrack, and maybe it's the same situation, maybe it's a complete different situation in this race. We will see, and it's quite exciting. So stay tuned. So, und jetzt, wo das Bild wieder Gott sei Dank super läuft, sind wir dann zurück, pünktlich zum Start des zweiten Rennens im GT3 Cup. Mein Kollege Ben hat jetzt nochmal die ein oder anderen Stimmen eingefangen, unter anderem beim Polesetter, bei Matteo Segre. Und für ihn ist das Ziel natürlich hier gleich. Beim Start in Richtung Kurve 1 die Tür zuzumachen, Angriffe abzuwehren. Er will seine führende Position hier direkt beim Start verteidigen. Aber daneben haben wir einen starken Dylan Yip, der wieder mal ein enttäuschendes Ergebnis nach Hause gefahren hat. Im ersten Rennen ja so ein bisschen der Pechvogel gewesen, nur mit Position 4. Und der hat vorhin im Interview gesagt, ja, er weiß gar nicht mehr so richtig, was er denn noch machen soll. Er hofft einfach, dass hier der erste Platz auf jeden Fall rauskommt. Das auf jeden Fall das Ziel des 21-jährigen Hongkong-Chinesen. Und dann sind wir mal gespannt, wie es für ihn jetzt hier läuft. Kurve 1 auch immer ja, ein bisschen tricky, da kann viel passieren. Matteo Segre hat es auch eben nochmal im Interview angesprochen. Also ja, er schaut auch mal ein bisschen, was passiert in diesem Duell mit Dylan Yip. Aber wie gesagt, er wird einiges dafür tun, das Beste dafür tun, seine Führung hier vom Start weg zu verteidigen. So, und wen haben wir dann in der zweiten Startreihe? Da haben wir wieder einmal Felix Neuhofer und Ethan Ischer. Wie auch schon in Rennen 1, also hier die Startposition vorne im Vergleich zum ersten Rennen unverändert. Somit wieder ja, eine neue Chance hier, wie schon in Rennen 1 die Ausgangslage für die insgesamt 18 Piloten, die wir hier erleben werden.
Und dann sind wir mal gespannt, was vorne an der Spitze passiert. Übrigens, in Rennen 1, da können wir auch nochmal das Ergebnis von dem Enkel des ehemaligen Schweizer Formel-1-Piloten Joe Siffert erwähnen. Jeremy Siffert, der hier sein erstes Top-10-Ergebnis nach Hause gefahren hat im ersten Rennen. Platz 7 wurde es für ihn, also auch ein Erfolgserlebnis, endlich mal unter die Top 10 zu kommen, nachdem er das ja schon fast geschafft hat am Rennwochenende in Spielberg. Da aber noch unter anderem eine Strafe erhalten wegen Überschreitung der Track Limits. Das werden wir hier in Imola nicht erleben, da wo wir ja mittlerweile in eigentlich allen Streckenabschnitten die Kiesbetten oder direkt das Gras haben am Kurvenausgang, also beispielsweise auch in der Acque Minerali, wo man noch vor einigen Jahren die asphaltierte Auslaufzone hatte. Zum Glück ist man da auf Kiesbett umgestiegen und somit wirst du dann direkt bestraft, wenn du ein bisschen von der Ideallinie abkommst, wenn du quasi ein bisschen abkürzen möchtest. Das ist hier eben durch das Kiesbett nicht mehr möglich. So, und dann sind es auch noch wenige Momente nur noch, bis es dann gleich hineingeht in die Einführungsrunde für unsere 18 GT3 Cup Autos. Die letzten Teammitglieder und Helfer müssen dann so langsam das Starting Grid verlassen, sodass wir hier dann relativ pünktlich hier ins Rennen hineingehen können. Rennstart angesetzt für 16:02 Uhr, punktgenau. Und somit geht es dann jetzt in Kürze auch schon in die Einführungsrunde hinein. Über den 4,9 Kilometer langen Kurs hier in Imola. Und so können wir auch nochmal die Startaufstellung durchgehen. Mit dem Polesetter, dem erneuten Polesetter, Matteo Segre. Mal gespannt, wie er dieses Rennen von der besten Startposition aus bestreiten wird. Ob er hier einen Sieg nach Hause fahren kann. Dann auf Position 2 Dylan Yip im Fahrzeug von Proton Huber Competition. Und dann die zweite Startreihe gebildet von Felix Neuhofer auf der 3 und Ethan Ischer auf der 4. Startposition. Dann Ermanno Quintieri, richtig starkes Ergebnis nochmal vom Umsteiger aus dem Kartsport in einen Porsche Capoliden. Der hat uns ja schon letztes Mal in Spielberg begeistert mit seinem starken 4. Platz, der natürlich am Ende auch noch durch die ein oder andere Strafversetzung, aber so konnte er hier schon einen richtig starken 4. Platz nach Hause fahren und auch hier für dieses Rennen ein wirklich sensationeller 5. Startplatz, den er sich aus dem Qualifying hier herausgefahren hat. Und dann neben ihm in der 3. Startreihe Mattia Marchiante, ein weiterer junger Pilot aus Italien, der hier auch aus dem Kartsport gekommen ist, dann letzte Saison ein paar Rennen im Formelsport unter anderem absolviert hat, in der italienischen Formel 4 und der Euro 4 Championship. Er startet von der 6 aus, dann Gregor Burkhardt auf Startposition 7, dann Christian Karamoschia, ein weiterer Italiener, auf der 8, dann Jeremy Siffert, auch hier Startposition 9, also auch wieder einiges drin für eine gute Top-10-Platzierung für den 22-jährigen Enkel von Joe Siffert. Dann Marc Ahn, ein Rückkehrer an diesem Rennwochenende in Imola, startet von der 10 aus. Dann Daniel Schmid auf der 11 und dahinter, beziehungsweise dann neben Schmid ist es dann der Pilot im Dreierfahrzeug, Gioga, so wie er sich hier nennt als Pseudonym. Dahinter dann Mario Capella auf der 13, daneben Luca Gasella auf der 14. Position, dann Mario Sacce und Daniele von Balmos, die einzige Dame in diesem Starterfeld, auf der 16. Position, Ernst Albert Ilabizin auf der 17 und Ilario Introna dann auf der 18. So, und wenn ihr es hier gerade stauben seht, dann ist das in dem Fall der Grund, dass man eben nach diesem heftigen Auffahrunfall da diese Stelle ein bisschen entschärft hat, nachdem da auch die eine oder andere Flüssigkeit ausgetreten ist beim Fahrzeug von Markus Guaischen. Also keine Sorge, die Fahrzeuge fahren hier nicht durchs Kies in der Einführungsrunde. Also alles so wie geplant. So, und damit begibt sich das Feld jetzt auch schon in die letzten beiden Kurven. Gridformation ist eingenommen und so wird das Führungsfahrzeug dann gleich
das Feld verlassen und dann auch freigeben für die zweite Rennaction an diesem Tag in der GT3 Cup Klasse. Wie wir es gewohnt sind, 5 Minuten kürzer als ein Rennen 1, also 25 Minuten plus eine Runde, die hier jetzt gleich anstehen. Und dann sind wir mal gespannt, wer den Start vorne gewinnt. Geht der Plan von einem Matteo Segre auf, hier gleich in Richtung Kurve 1 die Führung zu verteidigen? Wir werden es sehen. Ein Dylan Yip, der wird auch alles versuchen, um hier an die Spitze zu stürmen. Die Fahrzeuge haben jetzt den Start- und Zielstrich überquert und damit schauen wir nur noch auf die Ampel, die dann in Kürze auf grün geschaltet wird. Das ist jetzt der Fall und damit ist das zweite Rennen im GT3 Cup freigegeben und Gregor Burkhardt, der macht da mal den Rasenmäher direkt auf Start und Ziel, muss da ins Gras ausweichen und vorne das Duell zwischen Segre und Yip, das erstmal der Italiener für sich entscheiden kann. Also Plan ist aufgegangen und dahinter der ein oder andere im Kiesbett unterwegs. Das ist das 18er Fahrzeug gewesen. Das war Mattia Macchiante, der kurz mal durchs Kies geräubert ist, zurück auf die Strecke kam und da mussten natürlich unter anderem ein Gregor Burkhardt da ausweichen. Ja, gab möglicherweise auch eine Kollision. Wir sehen hinten rechts am Reifen, da hat er Schaden davon getragen. Also das frühe Aus wohl für den Piloten im Sportec-Boliden. Während vorne Segre seine Führung verteidigen konnte vor Yip und Ischer, der hat eine Position gut gemacht, von Startposition 4 vor auf die 3. Und dann Neuhofer auf der 4. Position. Und dahinter dann Christian Karamuskia, ein 95er Fahrzeug von Prima Ginzani Motorsport. Hat unter anderem profitiert von den Auseinandersetzungen da rund um den Kollegen Mattia Macchiante. Natürlich auch ein bisschen unglücklich die Situation hier ins Kiesbett gekommen und dann ja, musste er erstmal versuchen, das Auto noch auf der Strecke zu behalten und ist dann ein bisschen wild hin und her gerutscht beim Zurückfahren auf die Strecke und unter anderem hat er dann auch seinen Teamkollegen Quintieri ein bisschen behindert. Aber Macchiante jetzt erstmal, ja, zumindest noch auf der 6. Position. Und so kommt das Feld jetzt wieder auf Start und Ziel mit Segre, der sich auch schon ein bisschen absetzen konnte. Vor Dylan Yip und den ersten Ausritt haben wir ins Kiesbett, beziehungsweise das erste richtig gestrandete Fahrzeug. Ja, die Frage ist, was ist mit Gregor Burkhardt? Hat er sein Fahrzeug in sichere Position in eine Tasche noch bringen können? Aber hier ist erstmal Mario Capella gestanden. Mit der Startnummer 69 müsste dann in dieser Rivazza-Passage sein. Und deswegen wird jetzt auch das Safety Car ausgerufen in diesem zweiten Rennen des GT3 Cups, also fällt nochmal zusammengebremst. Natürlich ungünstig hier für Matteo Segre, der wirklich einen starken Start hier erwischt hat und sich ja richtig gut verteidigen konnte gegen Dylan Yip und sogar eine kleine Lücke rausgefahren hat. Die ist aber jetzt wieder weg. Dylan Yip, der jetzt wieder aufschließen kann und es dann erneut probieren kann beim Restart einen Angriff zu probieren in Richtung Matteo Segre. Während wir nochmal auf die Startphase schauen. Ja, müssen wir mal gucken im Hinterfeld. Gregor Burkhardt, der da ausgeschert ist, einen guten Start erwischt hat, aber dann irgendwann ist dann kein Platz mehr für ihn. So musste er mal durchs Gras und da sehen wir hier Mattia Macchiante mit seiner Rallycross-Einlage und dann kommt er auf die Strecke zurückgeschossen und da muss dann ein Gregor Burkhardt ausweichen. Ja, möglicherweise hat er sich hier diesen Reifenschaden auch geholt beim Überfahren des Curbs. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass das eben der Grund gewesen ist. Ja, und damit schade für den Inhaber hier dieses Sportec-Teams. Und während wir hier nochmal den Ausritt sehen von Mario Capella, der sich dann eben rausgedreht hat in der Rivazza-Passage. Konnten es jetzt nicht genau auflösen, ob das aus eigener Kraft geschehen ist oder ob er einen Treffer aufs Heck bekommen hat. Ja, und so sehen wir das Safety Car hier noch stehen, was das Feld hier gleich einfängt und somit, ja, können wir wieder ein bisschen durchschnaufen hier, auch die Piloten natürlich. Und es gilt sich dann neu zu fokussieren auf den Restart, der dann in Kürze dann auch bevorstehen wird, sobald man das Fahrzeug von Capella hier weggebracht hat. Das ist noch nicht der Fall. Ja, aktuell steht das Fahrzeug hier noch. Sind noch keine Streckenposten unterwegs, die das Fahrzeug jetzt bergen. Also wird noch ein paar Momentchen dauern.
bis man hier die Reise unter Grün wieder freigeben darf. In der Zwischenzeit auch gerne nochmal für euch der Aufruf, wenn euch das Ganze hier gefällt, unser Stream bei Motorsport Television Deutschland, dann gerne Daumen hoch auf YouTube, ein Like, den ihr kostenlos da lassen könnt und natürlich auch abonnieren und auch das für euch kostenlos, und so unterstützt ihr uns dann auch auf unserem Weg, weitere hochkarätige Motorsportveranstaltungen für euch auf Deutsch übertragen zu dürfen. Also gerne Like da lassen und abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. So, und dann beobachten wir hier ein bisschen onboard die Safety-Car-Phase. Hier im Fahrzeug mit der Startnummer 14, Daniele von Balmos, hier die einzige Dame an diesem Wochenende. Karen Gaillard ist ja noch bei den ersten beiden Veranstaltungen mit dabei gewesen, aber dann eben als Gaststarterin. Sie will sich dann in dieser Saison auf den französischen Carrera Cup konzentrieren. Und ja, hat ja auch das letzte Rennwochenende in Spielberg mit einem Erfolgserlebnis, mit einem Sieg noch absolvieren können. Und so gilt es für die 23-jährige Schweizerin erstmal den Fokus zu richten auf den Porsche Carrera Cup France und mal sehen, wo es sie noch hinträgt auf ihrem Weg in den professionellen GT-Sport. Die hatte ja auch schon unter anderem das 24-Stunden-Rennen in Daytona gemeinsam mit den Iron Dames absolviert. Also sie werden wir auch weiterhin ja, im weltweiten GT-Sport im Blick behalten. Und jetzt also Daniele von Balmos, die hier so ein bisschen die Fahne für das weibliche Geschlecht hier hochhält. Momentan unterwegs auf Gesamtposition 13. Die Schweizer Dame, die ja auch schon seit Beginn eigentlich des Porsche Sports Cup Suisse hier dabei ist und eben auch jetzt hier in dieser Meisterschaft der Porsche Sprint Challenge Suisse, die dann nochmal als eigene Meisterschaft dann quasi gewertet wird im Rahmen dieser Veranstaltung Porsche Sports Cup Suisse, ja auch unter anderem mit Straßenfahrzeugen, mit dem ein oder anderen Wettbewerb da unterwegs. Währenddessen wir sehen konnten, dass sich das Safety Car wieder vom Feld gelöst hat und die Reise jetzt wieder freigegeben wird bei restlichen 17 Minuten und 50 Sekunden. Mit einem guten Restart von Matteo Segre hat direkt wieder eine Lücke rausfahren können zu Dylan Yip. Also das hat er souverän gelöst, der 21-jährige Italiener. Beziehungsweise 20 Jahre ist er ja jung. Der Pilot hier im Fahrzeug von Ombra Racing. Und dann Dylan Yip, der sich hier also direkt verteidigen muss gegen Ethan Ischer. Das junge Talent hier aus dem Formelsport, unter anderem schon Meister gewesen in der Formel 4 Central European Championship. Und auch Felix Neuhofer dahinter übt noch ein bisschen Druck aus, hier auch hart unterwegs, hier über den Curb noch ein bisschen das Gras mitgenommen. Also auch er macht klare Zeichen, dass es für ihn nach vorne gehen soll. Währenddessen Marchiante sich verteidigen muss gegen Christian Karamuskia im 95er Fahrzeug, der jetzt hier die Innenbahn hat für die nächste links, aber zieht dann doch wieder ein bisschen zurück. Marchiante, der also erstmal seine 6. Position verteidigen kann. Und dahinter dann im 95er Fahrzeug Karamuskia. Und Dylan Yip sehen wir hier, der jetzt schon mal mit der Lichthupe auf sich aufmerksam macht. Der will unbedingt hier rankommen an den Kollegen Matteo Segre. Während wir dahinter, das jetzt nochmal zur Richtigstellung, werden wir hier Felix Neuhofer weit rausgehen sehen. Ausgang der letzten Kurve. Während es dann auf der 8. Position Jeremy Siffert hier ist, im 2. Fahrzeug von Omnia Racing. Jetzt aber zurückgefallen ist mit der Startnummer 54. Also
Nee, ist gar nicht zurückgefallen. Er hat das Lifetime ein bisschen verrückt gespielt, war nicht ganz korrekt. Also Entschuldigung für diese kurze Verwirrung, während wir im Hinterfeld einen Dreher gesehen haben. Das müsste dann Marc Arn gewesen sein, der Rückkehrer in die Porsche Sprint Challenge Suisse, der sich hier in der Tamburello verabschiedet hat, aber hat dann möglicherweise auch ein bisschen Beihilfe bekommen bei seinem Dreher, kann aber möglicherweise die Reise wieder aufnehmen. Noch haben wir keine gelbe Flagge bzw. Safety-Car-Phase in Sicht. Und vorne kann noch Matteo Segre Dylan Yip vom Leib halten. Also bisher ein starker Job hier vom 20-jährigen Italiener. Währenddessen auch der Druck von Ethan Ischier nicht abnimmt auf einen Dylan Yip. Und da können wir, während es noch ein bisschen ruhig ist, gerne mal durchsortieren mit jetzt auch dem richtigen Live-Timing mit Ethan Ischier, also auf der 3, der weiterhin Druck macht auf Dylan Yip, und dann Neuhofer auf der 4, Macchiante auf der 5, dann Quintieri und dann ist es Christian Karamuskia auf der 7. Und Marc Arn wird hier noch auf der 8 gelistet. Müsste aber dann auch zurückgefallen sein durch seinen Dreher. Und hier macht jetzt ein Ethan Ischier schon mal Attacke auf den Hongkong-Chinesen, auf Dylan Yip in Anfahrt, auf die Tamburello. Aber Yip, der hier noch die Innenbahn zuhält, dem Schweizer hier keine Chance lässt, um vorbeizugehen. Und dann ist es auch noch Felix Neuhofer dicht dahinter. Der will sich auch noch dranhängen an diesen Zweierzug hier und möglicherweise profitieren von dem Kampf zwischen Yip und Ischier, die sich ja schon oft in dieser Saison in die Quere gekommen sind und sich das ein oder andere Mal bekämpft haben. Also die kennen sich mittlerweile auch schon zu gut, was den Zweikampf hier in dieser Serie betrifft, in der Porsche Sprint Challenge Suisse. Und wir sehen auch dahinter ein Mattia Macchiante, der sich so langsam ransaugt an dieses Dreierpaket mittlerweile, was um Position 2 kämpft. Also auch der Gaststarter aus dem italienischen Cup will hier noch an die Spitze. Und da sehen wir Matteo Segre mit einem wilden Ritt hier durch die Wiese. Was ist da denn auf einmal passiert? Hat er sich da so verbremst in Anfahrt auf die Variante Alter? Der hat auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen Schaden davon genommen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir sehen es hinten rechts, der Reifenschaden. Nach diesem wilden Ausritt hier, gerade ausgeschossen in Anfahrt auf die Variante Alter. Da wüsste ich jetzt mal gerne, war das wirklich ein kapitaler Verbremser oder hat die Bremse auch ein bisschen versagt? Das kann natürlich auch sein. Eieiei, das ist jetzt natürlich alles andere als optimal für den jungen Italiener. Und davon profitiert hat unter anderem Dylan Yip, der jetzt neuer Führender ist, aber direkt mal angegriffen wird von Felix Neuhofer, der sich hier über die Außenbahn in Anfahrt auf die Variante Tamburello vorbeischiebt. Das war mal ein schönes Manöver vom Österreicher, der ja auch schon das ein oder andere Mal im deutschen Cup unterwegs gewesen ist und im deutschen Porsche Sports Cup. Also Neuhofer hier richtig stark, der ja auch schon das erste Rennen hier gewinnen konnte. So hat er sich wieder an die Spitze gesetzt, aber jetzt verpasst er hier so ein bisschen den Scheitelpunkt in Kurve 7, hat er ein bisschen zu spät gebremst und zack ist Dylan Yip durch auf die führende Position. So schnell kann es dann gehen, so muss er seine führende Position, die er sich stark erkämpft hat, wieder abgeben und wird jetzt auch verfolgt von Ethan Ischier. Aber die Frage ist, will er jetzt hier direkt attackieren oder wartet er erstmal noch ab, was ein Felix Neuhofer vor ihm macht, ob er noch den Kollegen Dylan Yip wieder angreift. Und dann kann möglicherweise Ischier im Sportec-Boliden ein bisschen davon profitieren, wenn sich die beiden im Zweikampf ein bisschen aufhalten. Aber noch kann sich Yip hier vor Neuhofer behaupten. Ausgang der Variante Alter. Und dahinter ist es dann eben schon Mattia Macchiante und Ermanno Quintieri, der eben in diesem pink-roten Fahrzeug dann, beziehungsweise lila-roten Fahrzeug unterwegs, nachdem er ja noch
die Veranstaltungen zuvor in den Farben von Omnia Racing bestritten hat, während hier der Kollege Karamuskia weit rausgeht in der Rivazza. Einmal durchs Kiesbett gefahren und hier kommt jetzt wieder der Angriff von Felix Neuhofer. Also auf ein neues für den Österreicher, aber diesmal gelingt es nicht, sich über die Außenbahn vorbeizusetzen an den Hongkong-Chinesen. Somit muss er jetzt erstmal abwarten, vielleicht jetzt hier in die Villeneuve-Schikane rein mit einem Manöver. Ja, da sehen wir gleich nur den Ausgang aus dieser Passage, aber auch da gab es noch keine Möglichkeit für den Österreicher hier vorbeizugehen am führenden Dylan Yip. Und was macht Ethan Ischer dahinter? Guckt sich das weiterhin noch an im Windschatten von Felix Neuhofer, der aber weiterhin nicht locker lässt im Kampf um die Führung. Und auch die beiden dahinter auf den Positionen 4 und 5 müssen wir ja noch im Blick haben. Also das ist hier ein richtig spannender Fünfkampf hier momentan um die Führung. So, und in dieser Passage hier in der Acque Minerali, ja, da hat sich ein Felix Neuhofer auch ein bisschen auf der Innenbahn gezeigt, hat er versucht reinzustechen, aber da ist es dann auch schwierig in dieser Passage, musste sich weiterhin hinter Yip anstellen. Und kann er jetzt was ausrichten aus dem Windschatten heraus in Anfahrt auf die beiden Linkskurven, auf die Rivazza. Aber auch hier am Eingang kann er den Angriff noch nicht setzen. Jetzt vielleicht wieder Ende, Start und Ziel aus dem Windschatten heraus, so wie er es auch die beiden Runden davor probiert hat. Da eben über die Außenbahn, weil ein Dylan Yip natürlich weiß, er muss die Innenbahn zumachen, sonst kann es richtig gefährlich werden. Während wir das Schild draußen gesehen haben, Drive-Thru, da gibt es eine Durchfahrtsstrafe für einen Akteur in diesem Rennen. Oh, während wir hier Felix Neuhofer mit einem ordentlichen Quersteher gesehen haben, was jetzt natürlich kontraproduktiv ist für den Kampf mit Dylan Yip, sodass er sich jetzt erstmal nach hinten orientieren muss zu Ethan Ischer, dem 18-jährigen Schweizer, der sich hier schon im Rückspiegel befunden hat. Aber auch er muss sich ein bisschen verteidigen gegen die beiden Youngsters hier, Mattia Marchiante und Ermanno Quintieri, die auch beide wirklich stark hier unterwegs sind. Auch Quintieri, der erst frisch aus dem Kartsport hier eingestiegen ist in den Markenpokal-Rennsport bzw. GT-Rennsport in einem Porsche 992 GT3 Cup. Also Hut ab, was der 17-jährige Italiener hier momentan für eine Show abliefert. Und dann werden wir mal beobachten, ob auch er hier noch eine Position vielleicht weiter nach vorne kommen kann oder bleibt er erstmal ein bisschen auf der 5. Position und will hier vielleicht auch nicht allzu viel riskieren bei seiner Debütsaison hier im Automobilrennsport. Und so zeichnet sich jetzt so ein bisschen ein Kampf ab hier zwischen Ethan Ischer und dem Kollegen Mattia Marchiante im 18er Fahrzeug, da rund um die 3. Position. Währenddessen natürlich auch Neuhofer jetzt wieder versucht, sich ranzusaugen an Dylan Yip. So, und weiterhin haben wir das Schild draußen gesehen, Boxendurchfahrtsstrafe. Frage ist nur für wen. Das kann ich im Moment hier im Live-Time noch nicht sehen, bekomme nur die aktuellen Meldungen, beziehungsweise die aktuellste Meldung angezeigt. Da haben wir nur das ein oder andere, ja, die ein oder andere Verwarnung wegen Track Limits, ja, was dann doch durchaus ein Thema ist hier, trotz der Kiesbetten, die man hier in den meisten Kurvenausgängen platziert hat, während wir ein Lock-up sehen von Mattia Marchiante rein in Kurve 7. Muss jetzt aufpassen, dass er seine Position nicht abgeben muss an den Kollegen Ermanno Quintieri, der jetzt natürlich hier die Chance hat, auf Position 4 vorzufahren, aber auch da hält er sich weiterhin noch zurück. Und was passiert hier vorne noch? Dylan Yip, der ja, kann dann doch den Konkurrenten hier nicht enteilen, konnte nicht ganz von dem Fehler von Neuhofer profitieren. Da hatte er dann nur mal kurz ein bisschen Verschnaufspause.
Aber jetzt ist der Österreicher hier wieder nahe rangekommen an den Hongkong-Chinesen. Ist hier doch von der Pace hier nochmal ein bisschen schneller unterwegs. Und jetzt hier Anfahrt auf die Rivazza. Ja, bremst er sich wieder nah ran ans Heck. Felix Neuhofer. Aber reicht noch nicht für einen Angriff. Und jetzt wieder das Spielchen auf der Start- und Zielgerade. Der Windschatten, der jetzt hier Neuhofer zur Verfügung steht. Und da versucht er sich direkt schon die Innenbahn zu schnappen, bevor ein Villeneuve hier die Tür zuschmeißt und geht schon vor der Variante Tamburello, nämlich in diesem schnellen Linksknick hier schon vorbei auf die führende Position. Wieder einmal stark gemacht vom Österreicher im eigenen Team, Team Neuhofer Rennsport. Hat er hier wieder die Führung inne. Und wird natürlich jetzt alles versuchen, die möglichst nicht mehr abzugeben, während wir einen Austritt sehen von Mattia Marchiante. Er verliert seine 4. Position gegen Ermanno Quintieri und muss auch Ilario Introna ziehen lassen. Somit fällt er zurück auf Position 6. Der 16-jährige Italiener, der ja im italienischen Carrera Cup hier die gesamte Saison unterwegs ist. Und jetzt hier einen Gaststart absolviert. Was natürlich auch den Vorteil hat, um ein bisschen hier testen zu können für das anstehende Rennen im italienischen Cup, was er hier auch noch in Imola anstehen wird. Und wir schauen wieder auf die ersten 4. Dieser Zug hier angeführt von Felix Neuhofer. Versucht da auch ein bisschen davon zu eilen. Von Dylan Yip, der jetzt gleich Druck bekommt von Ethan Ischer. Hat schon mal kurz auf der Lichthupe rumgespielt, der 18-jährige Schweizer im grün-gelben Sporttech-Boliden. Und kann auch er selbiges tun wie beispielsweise Felix Neuhofer und jetzt aus dem Windschatten heraus eine Attacke setzen in Anfahrt auf Kurve 1 bzw. Kurve 2 ist es dann ja schon. Jetzt versucht er sich hier über die Außenbahn daneben zu bremsen und möglicherweise auch vorbeizugehen, aber gelingt hier noch nicht. Jip kann sich erstmal noch davor schieben am Eingang der Variante Tamburello. Und von diesem Kampf profitiert natürlich auch ein Felix Neuhofer aktuell. Er kann seine Lücke wieder so ein bisschen ausbauen. Und auch Ermanno Quintieri müssen wir im Auge behalten. Das wäre ein Ding hier, wenn der 17-jährige Umsteiger aus dem Kartsport hier noch einen Podiumsplatz mit nach Hause nehmen würde. Wird aber aus eigener Kraft ein bisschen schwierig. Also da muss er da schon auf den ein oder anderen Fehler hoffen. Vielleicht auf das ein oder andere Gefecht hier zwischen Jip und Ischer, wo sie sich dann ein bisschen aufhalten. Aber das sollte hier im besten Fall auch nicht passieren. Jip und Ischer, die sich ja auch unter anderem hier in Spielberg ja schon beim harten Duell in Rennen 1 in die Quere gekommen sind. Wovon dann ein Matteo Segre am Ende profitiert hat. Der als lachender Dritter da einfach mal vorbeischießen konnte an die beiden Akteure Jip und Ischer. Und so wartet der Schweizer noch ab mit seinen Angriffsversuchen auf den 21-Jährigen aus Hongkong. Währenddessen hier wieder Neuhofer angeflogen kommt. Er baut seine Lücke immer weiter aus und wir haben die schwarze Flagge. Also einer der Akteure in der Spitzengruppe hier disqualifiziert, weil er seine Boxendurchfahrtsstrafe nicht angetreten hat. Und hier Ethan Ischer hat ein bisschen zu viel riskiert im Duell mit Dylan Yip und räubert durchs Kiesbett am Eingang der Tamburello-Passage. Kann aber noch seine 3. Position halten, aber Quintieri ist da direkt schon dicht im Heck. Aber es ist nicht gelungen für den 17-Jährigen, da durchzustechen auf Position 3. Ja, er weiß wahrscheinlich auch hier Position 4. Damit nimmst du natürlich auch schon viele Punkte mit.
nämlich 13 an der Zahl. Der will hier seine 4. Position auch nicht wegschmeißen, will dann auch nicht allzu viel riskieren im Duell mit Ischer. Und steckt dann lieber noch mal ein bisschen, ja, einmal mehr zurück, als dann am Ende, ja, das Ding dann doch ins Kies zu versenken. Und vorne souverän unterwegs hier Felix Neuhofer, ja, da auch noch mal ein bisschen am Limit unterwegs gewesen. Ausgang der Variante Alter. Dann noch leicht das Kiesbett gestreift. Aber hat das hier trotzdem noch alles unter Kontrolle. Während die Zeit jetzt abläuft und sich Neuhofer somit auf die letzte Runde jetzt gleich begeben wird. Also noch einmal 4,9 Kilometer, die hier noch auf dem Plan stehen. So, während ich mich immer noch frage, für wen diese schwarze Flagge hier gilt. Ja, habe jetzt auch wieder im Live-Timing gesehen, das ein oder andere Teammitglied, das zur Rennleitung gebeten wird, aber noch wird es mir hier nicht angezeigt, wer denn nun diese Disqualifikation bekommt. Werden wir dann spätestens gleich nach dem Rennen auflösen können, wenn wir das bereinigte Ergebnis dann haben. Was uns dann entweder in der Grafik oder vielleicht auch im Live-Timing angezeigt wird. Und so begibt sich hier Felix Neuhofer, der Führende, noch einmal in Richtung der Acque Minerali. Und so trennen ihn nur noch wenige Meter bis zum Erreichen der Zielflagge. Hier noch einmal hart über die Curbs in dieser Schikane in der Variante Alter. Und dann geht es gleich noch zweimal links rum in der Rivazza-Passage und so fährt er seinem Sieg entgegen, wenn er denn nicht diese Disqualifikation bekommt. Während ja, Ilario Introna auf die letzte Position zurückgefallen ist, aber wir konzentrieren uns erstmal auf den Zieleinlauf von Felix Neuhofer. Er gewinnt also dieses zweite Rennen, dann Dylan Yip auf der 2, Ethan Ischer auf der 3 und Ermanno Quintieri auf der 4. Und dann Marchiante, auf den müssen wir noch warten. Der bringt sein Fahrzeug dann auf der 5 ins Ziel. Vor dem Kollegen Gioga auf Position 6. Im Fahrzeug mit der Startnummer 3 dann Christian Karamuskia, Luca Casella, Daniel Schmid und Jeremy Siffert. Der Enkel von Joe Siffert, er holt Position 10 mit nach Hause. Also ein weiteres Top-10-Ergebnis an diesem Wochenende in Imola. So, und ich habe es gerade eben schon mal leicht angesprochen. Hier Ilario Introna, zurückgefallen auf die 18. Position. Das müsste dann in dem Fall der Kollege sein, der disqualifiziert wurde. Wir haben jetzt auch im Lifetime hier ein D unter der Position stehen. Das ja, dürfte dann die Disqualifikation am Ende bedeuten. Ja, da wird dann auch der Fahrer Ilario Introna und der Teammanager zur Rennleitung gebeten. Also Ilario Introna, das ist derjenige, der disqualifiziert wurde. Also vorne alles unverändert, so wie sie ins Ziel gekommen sind. Mit Neuhofer, Yip und Ischer, das Podium. Und dann Ermanno Quintieri. Wirklich starke Leistung, Hut ab. Frisch aus dem Kartsport gekommen. Er hier an diesem Rennwochenende bei diesem zweiten Rennen in Imola auf Gesamtrang 4. Vor Mattia Marchiante. Und dahinter gibt es dann doch nochmal die ein oder andere Positionsverschiebungen. Also Gioga weiterhin auf der 6, dann Karamuskia auf der 7, Schmid auf der 8 und dann Jeremy Siffert auf der 9. Position. Luca Casella ist dann noch auf die 10 zurückgereicht worden. Also für Siffert dann nochmal der 9. Platz.
anstelle der 10. Position, an der er ins Ziel gekommen ist. Dann Luca Casella komplettiert also die Top 10. Also aufregendes Rennen, was wir hier erlebt haben. Und das, ja, wird mit Sicherheit das Zeichen sein, dass uns hier noch einige spannende Rennen erwarten werden, beziehungsweise 2 Rennen haben wir ja noch auf dem Plan stehen. Das zweite Rennen der Cayman GT4 und Classic Boliden und das zweite Rennen der Open GT, was wir dann hoffentlich auch mit den Live-Bildern verfolgen können, wo es auch schon in Rennen 1 einiges an Action gab. Und so sehen wir hier Felix Neuhofer, wie er sich feiern lässt bei seinen Teammitgliedern. Darunter sich die Glückwünsche ab für seinen Doppelsieg dann am Ende an diesem Rennwochenende in Imola. Und so sind wir mal gespannt, was er zu unserem Kollegen Ben Setzo alles sagen wird. Okay, and okay, this was a very, very exciting race and great sport of all the participants. And I will ask Felix if it is the new tactic to refuse the quick chat. Felix, ich habe recht, das ist jetzt die neue Taktik. Du sagst jetzt immer Interview nein und dann kommt ein Sieg dabei rum. Genau. Aber ich muss sagen, das war wir können das richtige Wort fassen, es war ein geiler Kampf mit Dylan, oder? Das auf jeden Fall. Hat sehr lange mal wieder richtig Spaß gemacht. Am Anfang sah es ja doch ein bisschen anders aus und dachte mir, ich schau mal so, was die anderen so tun. Aber für mich lief alles perfekt. Ja, absolut. Und ihr habt Werbung für diesen Sport, ihr habt Werbung für diese Meisterschaft gemacht. Und deswegen von mir als Kommentator riesen Dank. Ihr habt mir zu einem guten Job verholfen, weil wenn ich das sehe, geht mir das Herz auf. Und herzlichen Glückwunsch, 2 Siege. Danke. Okay, we switch to Dylan. Dylan. This was an amazing fight with Felix. In the end, for the better end for Felix. What is your impression of this race? No, since the start of the race, I feel like I'm missing horsepower on the engine. And then I think that's also why the slipstream was so crazy for him. I missed a lot on the straight. And I think, yeah, it was just a shame. But we'll have to look into it. Okay, but I can say you made a real good advertisement for this sport and for this championship. And I say from the bottom of my heart, thank you for this crazy and for this exciting race. The camera is always on me, yeah? Always at every race. Okay, I make all the drama. Yeah. Also with him. Next race with him. We take turns. Okay, man. Next time he make drama. Congratulations. Ivan, again, 3rd place. Yep. How do you feel? Yeah, still quite warm your race, but yeah, I feel quite good. The pace was here compared to race 1, so I would say I'm quite happy. Just, yeah, we tried to attack 2-3 times Dylan. He was a bit smarter than me, so we will try to be smarter than him in Monza race and try to take more position for the next one. You sat in the first row to watch this amazing fight between Felix and Dylan. What was your impression of these 2 guys? To be fair, for me it was a very clean race. My fight with Dylan, with Felix and them together was very clean. So for me, yeah, it was a nice race, very clean, no contact. So I think all the race need to be like this. There is no damage on the car and we keep driving more. So. That's right. It was good, clean motorsport. You make a big advertisement for this championship, and it was a pleasure to commentate. Thank you. This race, and so congratulations for the 3rd place, and see you soon. Thank you. So, guys, I think 5 or 10 minutes of a bit of a
of a break, and then we have again the Classic race and the GT4 race. See you soon. Take care. Ja, also erstmal kleines Päuschen hier, was wir auch brauchen nach diesem wirklich actionreichen zweiten Rennen im GT3 Cup. Und so geht es dann gleich in die Startaufstellung hinein für das zweite Rennen der GT4 und Classic-Boliden. Wenn wir hier nochmal die Highlights sehen, hier ging direkt schon turbulent los beim Start mit dem ein oder anderen Ausritt durchs Kiesbett, was dann am Ende ja, den Kollegen Gregor Burkhardt das Rennen gekostet hat. Und auch hier der ein oder andere Ausritt hier von dem Kollegen Mario Capella, der dann auch für die erste Safety-Car-Phase gesorgt hat. Bevor es dann aber wieder richtig actionreich weiterging mit den Kämpfen. Und dann würde ich sagen, genießen wir erst noch ein bisschen die Bilder dieses zweiten Rennens im GT3 Cup und dann melde ich mich gleich wieder nach den Interviews in der Startaufstellung von dem Kollegen Ben Wichterich-Setz, bevor es dann hineingeht in Rennen 2 der GT4 und Klassikfahrzeuge. Also genießen wir zusammen nochmal die Bilder und ich melde mich dann gleich wieder.
And again, a nice welcome here from Imola for the second run of the GT4 and the Classic trophy. It's a multi-class race. We saw the first time with a dominant victory of the young gun in the GT4. But we see a very exciting fight in the Classic category between Enzo Calderai, Niki Leutwiler and Kurt Ecke. And we will have a quick chat with both of them, what they can show us in the next run. And we wait for the pole sitter and the winner of the first race in the overall classification. Here we have for the Porsche Zentrum Zürich, we have André Heiniger. There is Guillaume Châtelain coming, and there is Elia Papagena, the winner of the last race. And let's have a quick chat. And we miss one guy. Where is Niki Leutwiler? Where is Niki Leutwiler? And yeah, we miss that guy. Normally, we have now red lights at the pit lane. That means if Niki Leutwiler will or wants to join the grid or the race, the grid is now not possible for Niki Leutwiler. And if he wants to join the race, he has to start from the boxes. Okay, I'll have a quick chat with Elia Papagena. Okay, Elia, quick chat before the race. Same procedure as last race? Probably yes, the goal is the same, the way is the same. We're starting on pole again, we have the pace, so we know what we have to do. Okay, I wish you enjoy the race. Good luck, man. And now we are going to the classic cars. And of course, I would have a little chat with Niki Leutwiler or Enzo Calderari, but I have to chat with one woman. This woman at the 311 was always every single lap motivating Kurt Ecke, and I would like to have a little chat with her. Look at those beauties. Oh man, look at those beauties. Isn't that beautiful? Man. Hi, darf ich euch kurz stören? Ich möchte nämlich mit dir sprechen. Doch, bitte, bitte. Du, was mir aufgefallen ist, du hast jede Runde den Kurt nach vorne gepeitscht. Und es hat ja auch gewirkt. Jetzt sehen wir hier die große Lücke. Der Kampf wird wahrscheinlich ja von relativ kurzer Dauer sein, weil der 993 geht wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja. Was gibst du eigentlich dem Kurt noch mit vom Start? Einfach Spaß haben. Ganz genau. Und dein Auto ist ein Originalauto aus dem Supercup? Ja, ich bin im Supercup. Das war ein originales Cup-Auto. Habe ich schon dreimal 24 Stunden gefahren damals. Nürburgring 2005, 6 und 7. Leider einmal einen Unfall gehabt, da musste die Chassis gewechselt werden. Aber da ich schon immer ein Faible für rote Autos habe, habe ich halt ein Label gesucht, das schön aussieht. Ja, das weckt wirklich Erinnerungen an alte RTL-Übertragungen. Und Gott, ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg. Okay, so we have to leave the grid now and be very quick.
change to the commentary box. My God, I will learn it in this life. Okay, see ya and enjoy the race. Ja, das Rennen wollen wir doch gerne genießen hier. Rennen 2 der GT4 Boliden und der Klassikwertung. Und ja, wir haben wieder dasselbe Bild natürlich wie im ersten Rennen. Natürlich mit dem dominierenden jungen Mann in der GT4-Wertung bei den Caymans, Ilia Papacena. Für ihn gilt dann Gleiches wie in Rennen 1. Er hat es im Interview gesagt, ja, gleiches Bild von der Pole aus. Will er natürlich direkt versuchen, hier die Führung zu behaupten und natürlich seine Pace zu gehen, die natürlich deutlich stärker ist als die Konkurrenz, sodass er auch hier im zweiten Rennen den souveränen Sieg nach Hause fahren kann. Hier das Führungsfahrzeug, der Porsche 911 in der Straßenversion der Generation 992 hat sich schon in Bewegung gesetzt und damit jetzt auch die insgesamt 10 Boliden, die wir jetzt am Start haben. Ja, 2 weniger leider als im ersten Rennen. Das liegt natürlich auch unter anderem an den historischen Fahrzeugen, wie es ja ein Niki Leutwiler vorhin gesagt hat, die eben auch ein bisschen anfällig sind. Und so hat es eben unter anderem der Schweizer Niki Leutwiler leider nicht in die Startaufstellung geschafft, dieses zweiten Rennens in dieser Klasse. Und so ist es am Ende Kurt Ecke als alleiniger Starter bei den Porsche 993 Cup Boliden. Und ihr habt es gehört hier, seine Begleiterin, die ihn natürlich anfeuert und natürlich mit auf den Weg gibt, dass er einfach Spaß haben soll. Das ist ja auch die Devise hier bei den Piloten in den historischen Fahrzeugen. Die wollen natürlich auch nichts kaputt machen. Von daher wird auch nicht so hart gekämpft, wie wir es beispielsweise gerade im GT3 Cup gesehen haben. Also da gilt es einfach nur, die Fahrzeuge auch sicher nach Hause zu bringen. Kontaktsport, der sollte hier auf jeden Fall vermieden werden. Und am Ende gilt es einfach nur Spaß haben und uns auch hoffentlich eine schöne Show bieten mit diesen klassischen Fahrzeugen, wo man auch noch die ein oder anderen schönen Duelle miteinander austragen kann. Und so gehen wir die Startaufstellung noch einmal durch. Also auf der Pole natürlich Ilia Papacena, das junge Talent hier aus dem Kartsport, der bisher dieses Feld der Cayman GT4 Boliden dominiert. Daneben Chilum Chatelet ein weiteres Mal mit ihm in der ersten Startreihe. Dann Andreas Heiniger auf der 3. Daneben Jova Zek im vierten und letzten Cayman GT4 Boliden. Dann Jut Schreiber auf der 5. Position mit seinem selbst aufgebauten bzw. modifizierten Porsche 964, was ja ursprünglich mal eine Straßenversion gewesen ist. Dann Kurt Ecke in seinem Porsche 993 Cup, ein originales Fahrzeug aus dem Supercup, wie er uns eben erzählt hat. Dann Cornelius Dornier auf der 7, dann Matteo Camata auf Position 8 und dann die 5. und letzte Startreihe mit Florian Schmidhuber und Maximilian von der Leyen, die beiden, die uns ja auch ein schönes Duell geliefert haben in diesem ersten Rennen. Genauso wie auch die Kollegen Jut Schreiber und Cornelius Dornier. Also die ein oder anderen schönen Kämpfe gibt es dann auch in diesem Feld der klassischen Boliden. Natürlich mit etwas mehr Respektabstand, aber so schöne Duelle, das wollen am Ende die Fahrer auch haben. Denn so ein bisschen alleine rumfahren, ja, macht auch Spaß mit den Fahrzeugen, aber ein Zweikampf da nochmal umso mehr. Und so sind wir hier dabei, onboard mit Florian Schmidhuber und sehen, wie sich das Feld jetzt rausbewegt aus der letzten Linkskurve. Zu zweit nebeneinander geht es dann auch hier wieder fliegend ins Rennen hinein. Führungsfahrzeug biegt jetzt ab. Und damit werden die 10 Boliden gleich freigelassen für ihre 25-minütige Reise plus eine Runde, die es noch obendrauf gibt. Und so blicken wir dann gleich auf die Startampel. Wenn die von Rot auf Grün springt, dann ist auch dieses Rennen hier freigegeben. Also Rennen 2 der Cayman und Classic Boliden.
an diesem Rennwochenende in der Emilia-Romagna in Imola. Ampel ist jetzt auf grün und damit darf es losgehen und Ilia Papacena schießt wieder einmal vorne weg und dahinter gibt schon den ersten Abflug. Andreas Heiniger und Jovacek, die schon an die Quere gekommen sind und jetzt Achtung für die klassischen Boliden, da schnell das Tempo rausnehmen, möglichst nicht einschlagen. Das sind hier wertvolle, teure Gefährte und da ist, so wie es aussieht, dann zum Glück alles nochmal gut gegangen. Da sind sie nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Puh, einmal durchschnaufen nach dieser doch wilden und gefährlichen Situation hier in dieser Startphase. Also da sind sich Jovacek und Heiniger hier beim Start in die Quere gekommen, aneinander geraten. So hatte es für mich den Anschein gehabt und für Andreas Heiniger ist dann auch dieses Rennen zu Ende. Also schade für den Piloten im Fahrzeug mit der Startnummer 109. Ja, muss sein Fahrzeug jetzt hier parken in Anfahrt auf Kurve 7 und dann wird es möglicherweise auch gleich ein Safety Car hier geben. Aber in dem Fall erstmal das Allerwichtigste, dass bei diesem wirklich wilden Abflug nicht mehr passiert ist. Vor allem, dass es da keine Auffahrunfälle noch gab, gerade bei diesen historischen Fahrzeugen, die zum Glück alle nochmal ausweichen konnten. Und auch vorne ist natürlich alles gut gegangen, natürlich bei den Kollegen Papacena und Chilum Chatler. Da war alles noch relativ ruhig. Papacena, der sich natürlich direkt wieder absetzen konnte vom Piloten im 105er Fahrzeug, mit dem wir hier onboard unterwegs sind. Jetzt Ausgang der Rivazza unterwegs, so geht es jetzt wieder auf Start und Ziel, währenddessen ich auch noch keine Meldung habe bezüglich eines Safety Cars, also vielleicht belässt man es jetzt auch bei einer Gelbphase hier in dieser Sektion, in der eben Andreas Heiniger sein Auto abgestellt hat. Und Ilia Papacena kommt aus der ersten Runde zurück mit einem Abstand von 1,5 Sekunden und dieser wird sich dann auch in den nächsten Runden vergrößern, wenn es denn jetzt kein Safety Car gibt. Denn klar, die Pace des jungen Schweizers, die ist hier natürlich sehr, sehr stark. Da ist er dann nochmal ein bisschen überlegen der Konkurrenz. Und so schauen wir auch mal ein bisschen in die Klassikwertung hinein. Ja, da zeichnet sich auch ein schönes Duell ab hier zwischen den beiden Akteuren der Klasse 31 bzw. Klasse 39, genau. Zwischen Jut Schreiber und Matteo Camata. Camata, der ja seinen Porsche schon früh in die Box bringen musste in Rennen 1 und so will er hier den Klassensieg jetzt im Duell mit Jut Schreiber, wo sich erst einmal vorbei arbeiten muss, was ihm aber noch nicht gelingt hier in Kurve 7. Und jetzt eine Anfahrt unterwegs auf die Piratella, ja, da kann er sich noch nicht ganz nahe ransaugen, sodass er hier schon angreifen kann. Aber ist auch schon hier, ja, schön auf Anschlag unterwegs, hier den Curb voll mitgenommen auf der Innenbahn und will auf jeden Fall alles versuchen, den Akteur Jut Schreiber hier zu schlagen im klasseninternen Duell. Und onboard hier unterwegs mit Cornelius Dornier. Ja, da auch ein bisschen Schwung verloren hier beim Rausbeschleunigen aus der Acque Minerali. Musste er mal kurz wieder in den anderen Gang schalten und so schnell ist dann auch ein Kurt Ecke vorbeigeschossen auf Gesamtposition 5. In seinem Porsche 993 Cup und hier Jovacek, ja, der zum Glück seine Reise wieder aufnehmen konnte nach diesem wilden Abflug. Aber er muss sich jetzt erstmal durch das Klassikfeld hier kämpfen, wie auch schon im ersten Rennen, wo er direkt zum Start der Einführungsrunde das Auto abgewürgt hat. Da ist er dann nicht richtig losgekommen und musste vom Ende des Feldes hier diese Reise aufnehmen und jetzt in diesem zweiten Rennen muss er sich ebenfalls durch die Akteure der Klassikwertung kämpfen. Während wir hier gerade die beiden gesehen haben, Maximilian von der Leyen und Florian Schmiedhuber, die immer so ein bisschen das Duell um die goldene Ananas miteinander ausfechten am Ende des Feldes. Hier auch
auch schön nochmal zu sehen, wie Schmidhuber hier auch den Curb mitnimmt in dieser Variante Tamburello, wie er da ganz kurz mal mit 2 Rädern unterwegs gewesen ist, beziehungsweise auf 2 Rädern durch diese Passage hindurch. Und hier entwickelt sich jetzt ein Dreikampf, weil auch Kurt Ecke jetzt mitmischen möchte in diesem klasseninternen Duell zwischen Schreiber und dem Kollegen Kamata. Ja, dadurch hat Matteo Kamata auch wieder ein bisschen verloren. Der musste da in dieser 7. Kurve Kurt Ecke ein bisschen ziehen lassen. War vorher schon richtig nah am Heck dran von dem Schreiber, aber verliert jetzt wieder ein bisschen. Aber eventuell verliert jetzt auch Schreiber gleich ein bisschen Zeit im Duell gegen den Kollegen Kurt Ecke, der nochmal ein bisschen mehr PS unter der Haube hat mit seinem Porsche 993 Cup. Das ja der Nachfolger des 964 Cup hier, den wir sehen, unter anderem bei Jut Schreiber, wobei das ja eigentlich kein reinrassiges Carrera Cup Fahrzeug ist, sondern ein Straßenmodell, das eben ein bisschen angepasst wurde, eben auf Basis des 964 Carrera Cup, der in den nationalen Cups und auch im Supercup eingesetzt wurde. Und so schiebt sich erstmal Kurt Ecke vorbei an Jut Schreiber, Eingang dieser Rivazza-Passage. Und jetzt hat auch wieder Matteo Kamata die Chance hier, sich ranzusaugen und eventuell vorbeizugehen an Jut Schreiber. Wird er hier einen Angriff versuchen in Richtung Kurve 1. Jetzt das Windschattenduell hier auf Start und Ziel. Jetzt nochmal Vollgas hier durch diesen Linksknick, Kurve 1. Und dann Anfahrt auf die Tamburello und da gibt es noch keine Möglichkeit für Kamata, da einen Angriff zu probieren. Muss sich weiterhin noch hinter seinem Landsmann im 344er Fahrzeug halten. Und Cornelius Dornier sehen wir dahinter. Er in einem originalen Porsche 964 Carrera Cup unterwegs. Er schaut sich das Ganze erstmal aus der Logenposition an, was die beiden Schreiber und Kamata so anrichten in ihrem Kampf um die 5. Gesamtposition und um den Klassensieg. Wir haben gesehen, Jut Schreiber, der auch wieder ein bisschen rübergezogen ist auf die Innenbahn, um dann eben zu vermeiden, dass Kamata neben ihn stechen kann. Und so wird er weiterhin so ein bisschen vorgeführt von Jut Schreiber, will sich aber weiterhin natürlich dicht ins Heck hängen. Und dann sind ja noch 17 Minuten Zeit, um da irgendwann eine Attacke zu probieren, die dann auch funktioniert. Das muss dann auch schon gut überlegt sein. Auch Kamata, da bin ich mir sicher, will jetzt nicht hier voll reinhalten und auf der letzten Brechstange versuchen, die Attacke zu setzen. Da muss man dann natürlich mit diesen wertvollen klassischen Fahrzeugen, die auch nicht so viele Ersatzteile heute zur Verfügung haben, ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das wissen die Kollegen hier natürlich und werden schon einen fairen Kampf uns hier zeigen. Jetzt wieder Eingang, Start und Ziel. Matteo Kamata wieder im Windschatten. Gelingt es jetzt mit einem Angriffsversuch. Ende, Start und Ziel. In Anfahrt auf die Variante Tamburello. Ja, da bleibt er weiterhin im Windschatten dicht dran, aber kann sich weiterhin noch nicht daneben setzen. Und so gilt's hier, ja, geht es hier weiter in Zweierformation hintereinander durch diese Passage hindurch. Jetzt eine Anfahrt auf die Jack Villeneuve-Schikane. Hier Anfahrt Kurve 7. Ja, auch da sticht er noch nicht innen rein, Matteo Kamata. Da kann man es ja durchaus mal probieren. Ja, wie es beispielsweise Cornelius Dornier im ersten Rennen getan hat. Da aber ein bisschen übermotiviert, sodass sein Fahrzeug quer gekommen ist. Also so ist auch hier für Kamata erstmal keine Möglichkeit, einen Angriff zu starten.
Schreiber, der natürlich auch hier auf der letzten Rille unterwegs ist, hier sich verteidigt gegen den Piloten im gelb-grünen Porsche. Und dahinter haben wir dann noch mal kurz gesehen Cornelius Dornier. Da ist die Frage, kommt er noch ein bisschen ran an dieses Zweierpaket und kann ein bisschen mitkämpfen rund um die 5. Gesamtposition. Und hier wieder das Duell von der Leyen gegen Florian Schmidhuber. Da geht es dann um die vorletzte Position in diesem Rennen. Die beiden, die uns auch schon am Red Bull Ring ein schönes Duell gezeigt haben, was sich jetzt auch hier in Imola fortsetzt. Hier wieder schön das Ganze mal kurz aus der Onboard betrachten zu können von Florian Schmidhuber. Und auch für diese beiden geht es jetzt wieder auf Start und Ziel. Und auch wieder die ein oder andere Möglichkeit eines Windschattens, aber Schmidhuber, der dann schon einen etwas großen Abstand zu von der Leyen. Also Ende Start und Ziel dürften wir noch keinen Angriffsversuch erwarten vom Deutschen im schwarz-pinken Porsche. Aber jetzt sind wir mal gespannt, ob er sich wieder näher ransaugen kann in den nächsten Kurven. Florian Schmidhuber. Jetzt Ausgang der Villeneuve-Schikane unterwegs. Aber auch hier ist es noch nicht möglich, einen Angriff zu starten. Ja, von der Leyen, der jetzt schon mal ein bisschen rüberzieht auf die Innenbahn. In Anfahrt auf die Piratella. Also der ahnt schon, dass bald ein Angriff kommen könnte von Florian Schmidhuber. Und auch hier im Duell könnte es bald eine Attacke geben von Matteo Camata, der sich hier wieder ganz nah rangebremst hat in der Acque Minerali. Jetzt hier durch diese Schikane, wer erwischt hier die beste Linie? Da haben wir Camata gesehen, die hier voll den Curb mitnimmt am Eingang. Da war mal das vordere rechte Rad ganz schön in der Luft. Das auch hier schöne Bilder mit diesen Porsche Cup Fahrzeugen aus den 90ern. Ja, hier generell beim 964 Cup das Bild, dass das vordere kurveninnere Rad in dem Fall immer so ein bisschen entlastet. Da haben wir es auch schön gesehen bei Maximilian von der Leyen. Da war so ganz leicht das vordere linke Rad hier in der Luft beim Eingang in die Rivazza. In dieser Linkskurve. Also da hat er mal kurz das Pfötchen gehoben. Der Pilot im rot-weißen Porsche 964 Cup. Und Elia Papacene haben wir hier gesehen, der vorbeigeschossen ist in Anfahrt auf die Tamburello. Der kommt auch hier optimal durch diesen Überrundungsverkehr. Da ist dann gleich Cornelius Dornier, der zur Überrundung ansteht. Und dann auch an dieses Duell kommt er dann gleich ran, wo jetzt ein Matteo Camata versucht, den Angriff über die Außenbahn zu setzen in Anfahrt auf Kurve 7. Aber das ist natürlich die schlechtere Wahl. Kann sich da am Ende nicht daneben halten, muss sich wieder hinter den Piloten im weißen Porsche einsortieren. Jut Schreiber, der also noch seine Klassenführung hier verteidigen kann in der Klasse 39. Die Fahrzeuge, die ja nicht auf Basis des Carrera Cups hier gebaut sind, beziehungsweise schon angepasst sind, aber eben auf Basis eines Straßenmodells. So, und Papacene kann sich schon vor dieser Schikane hier vorbeischieben an die beiden Classic-Piloten. Und so werden wir weiterhin das Duell hier im Blick behalten rund um die 5. Gesamtposition und die Klassenführung in der Klasse 39. Auch hier Matteo Camata wieder
wild über den Curb geräubert. Eingang der Rivazza. Also da wird schon am Limit gefahren mit diesen Fahrzeugen. Ja, die natürlich auch robust, so wie auch die aktuellen Fahrzeuge im Carrera Cup, mit denen du eben voll über diese Curbs hämmern kannst. Und das war dann auch schon hier in den Anfangsjahren des Carrera Cups in den 90ern der Fall gewesen. Ja, und hier Matteo Camata, der immer ein bisschen mehr von dem inneren Curb nochmal mitnimmt als Jut Schreiber. Also traut sich da nochmal ein bisschen mehr hier an die Grenzen zu gehen im Kurveninneren. Und so kommt er hier immer wieder in den Kurvenpassagen ein bisschen ran, aber die Tür ist weiterhin zu von Jut Schreiber. Ja, auch da. Er hat da schon am Heck geklebt, musste da, glaube ich, so leicht die Bremse antippen, um nicht dem Kollegen Schreiber hier ins Heck hineinzufahren. Ja, da willst du natürlich jeden kleinen Kontakt vermeiden. Anders als hier bei den aktuellen Cup-Modellen, dann kannst du dann schon mal deinem Vordermann so einen leichten Kuss geben, um mal ein Signal zu senden. Kollege, ich bin schneller, ich will hier gleich vorbei. Mach dich auf ein Duell gefasst. Und hier, oh, da gibt er dann doch mal einen leichten Kuss in Anfahrt auf diese Rechtskurve in der Acque Minerali. Ja, da habe ich es gerade angesprochen. Da will man doch langsam machen mit diesen Fahrzeugen und den Kontakt vermeiden. Aber hier, ja, da sehen wir die Front von Camata, die dann doch ein bisschen mitgenommen ist. Aber das Fahrzeug trotzdem noch wunderbar am Laufen. Das sind dann nur die ein oder anderen Kosmetikschäden, die dann eben Camata von diesem Kontakt mitträgt. Aber hat jetzt wieder einiges verloren auf Jut Schreiber. Und hier sehen wir Onboard mit Julum Chateleur, den aktuell Klassenführenden der Klasse 39, Jut Schreiber. Jetzt natürlich hier wieder schön zu sehen auf dieser Start- und Zielgeraden, der Topspeed-Vorteil, den hier auch ein Cayman-Bolide hat gegenüber den Carrera Cup-Fahrzeugen aus den 90ern. Und so beobachten wir ihn. Chateleur hier bei der Durchfahrt durch die Tamburello. Mittlerweile 18 Sekunden der Rückstand zu Ilia Papacena. Was natürlich klar ist hier, da gibt es einfach keine Chance für den Zweitplatzierten mitzuziehen mit Ilia Papacena. Der hat einfach die Konkurrenz hier dominiert. Aber auch Chateleur hat einen komfortablen Vorsprung vor dem Drittplatzierten, Jovacek, der sich hier immer noch nicht auf Start und Ziel befindet. Währenddessen Chateleur hier schon unterwegs gewesen ist auf die Piratella. Und hier wieder die beiden von der Leyen und Schmiedhuber im Bild. Schmiedhuber, der sich noch nicht nah genug ransaugen konnte an den Piloten im rot-weißen Porsche. Somit gab es hier noch keine ernsthafte Attacke. Während er uns nochmal onboard ein bisschen mitnimmt, da auch nochmal schön zu sehen, hier die Handarbeit in diesem Porsche 964 Cup Fahrzeug, wo du dann eben noch an diesem Schalthebel ein bisschen schalten musst und die Kupplung betätigen musst. Heute hast du ja in den Cup-Modellen der Generation 992 diese Schaltwippen, während Schmiedhuber hier auch einen leichten Drift hinlegt. Ausgang der Variante Alter. Und hier wieder onboard das Ganze zu sehen, hier beim Anbremsen auf die Rivazza. Also die Älteren unter euch, die diese Fahrzeuge noch miterlebt haben, euch geht jetzt bestimmt hier das Herz auf bei diesen Bildern. Auch ein Niki Leutwiler hat es ja schon oft angesprochen, dass es einfach schön hier noch diese richtigen Oldschool-Fahrzeuge zu fahren, wo du halt eben noch mit der Hand ordentlich arbeiten musst, um die Gänge zu schalten. Und dann musst du dann eben mit einer Hand dann auch mal in eine Kurve hineinlenken, während du
die andere Hand natürlich zum Schalten brauchst. Und hier wieder das Duell Schreiber gegen Kamata, was sich wieder zugespitzt hat. Also muss man wirklich sagen, hier bei diesem doch kleinen Feld, die schönen Duelle, die wir hier erleben. Und da war der Fehler von Jut Schreiber. Hat das Auto hier ein bisschen in einen Drift gejagt, das natürlich alles andere als optimal ist in diesem Zweikampf. Und so ist dann eben Matteo Kamata durchgerückt auf Gesamtposition 5 und hat jetzt hier auch die Klassenführung inne. Und hier schaut euch diese Bilder an, wie er da drüber geräubert ist, über diese Links in der Piratella. Das sind ja schon richtig schöne Bilder, original wie damals in den 90ern. In den weltweiten Carrera Cups und im Porsche Supercup, bei dem im Jahr 1993 ja noch dieses Fahrzeug eingesetzt wurde, der 964 Cup, bevor dann der 993 Cup zum Einsatz kam, den ja hier im Feld ein Kurt Ecke pilotiert, momentan auf dem 4. Gesamtplatz. Auch schon ein bisschen enteilt hier von den Akteuren in ihren Porsche 964 Boliden. Auch hier nochmal schön den Curb Volley mitgenommen am Eingang der Rivazza. Und so ja, ist er hier ein bisschen mehr am Limit unterwegs als Jut Schreiber, kann seinen Vorsprung auch ein bisschen ausbauen. Und so hat er das Geschehen hier in seiner Klasse im Griff. Matteo Kamata jetzt mit über einer Sekunde Vorsprung auf Jut Schreiber. Und dahinter dann Cornelius Dornier. Das dann aktuell der Führende der originalen 964 Carrera Cup Fahrzeuge. Er jagt seinen Boliden hier auch mit ordentlich Speed über den 4,9 Kilometer langen Kurs in Imola. Er auch mittlerweile mit einem Vorsprung über 9 Sekunden zu seinen Klassenkonkurrenten Maximilian von der Leyen und Florian Schmidhuber, die weiterhin noch dicht beisammen sind. Also da können wir gerne, liebe Regie, auch gleich wieder dahin schalten. Ja, auch wenn mich die Kollegen von Alpha Live jetzt nicht hören, aber das Duell würde ich gerne noch mal ein bisschen sehen. Vielleicht wieder aus der Onboard hier aus dem Fahrzeug von Florian Schmidhuber. Und ja, als hätten sie mich gehört hier, die Kollegen von Alpha Live, schalten sie jetzt um auf das Duell um Gesamtposition 8. Florian Schmidhuber hier auch wieder mit der Onboard beim Runterschalten auf die Piratella. Und so will er hier Maximilian von der Leyen noch unter Druck setzen. Die Messe rund um den Kampf um Position 8, die ist hier definitiv noch nicht gelesen. Und so leben wir auch hier in der Schlussphase noch einen schönen Kampf zwischen den beiden. Mittlerweile noch etwas über 1 Minute 50 auf der Uhr. Also so langsam geht es dann in die letzten Runden hier hinein. Und so bleiben wir doch gerne dabei bei dem kleinen Duell hier zwischen von der Leyen und Schmidhuber, was uns hier wirklich sehr unterhält. Also generell hier die Action hier an diesem Wochenende der GT4 und der Classic Boliden, gerade bei den historischen Fahrzeugen hier, die ist doch wirklich richtig, richtig top. Und jetzt wird aber langsam wieder umgeschwenkt auf den Führenden in der GT4, Ilya Papacena, der jetzt auch gleich seinen Klassenkonkurrent Jovacek überrunden wird. Ja, macht er auch nochmal Zeichen mit der Lichthupe. Achtung, bitte vorbeilassen. Jovacek, der natürlich ja ordentlich verloren hat, gerade durch diesen Abflug auf der Start- und Zielgeraden. So darf er sich aber immerhin noch über ein Podium freuen in seiner Klasse, nachdem ja Heiniger leider die Reise früh beenden musste. Nach diesem Techtelmechtel auf der Start- und Zielgeraden, in diesem schnellen Linksknick in Kurve 1. Und so lässt Jovacek den Kollegen Papacena natürlich fair durch. Auch hier nochmal mit dem Signal, mit dem Blinker, mit dem du eben das Signal gibst, dass der Fahrer hinter dir, der schnellere Fahrer, hier jetzt auch vorbei kann. Dass du dann eben bewusst in dem Moment Platz machst.
Und hier wieder schön unterwegs auf 3 Rädern. Die beiden 964 Cup-Boliden von der Leyen und Schmidhuber. Durch diese schnelle Links die Piratella hindurch. Und hier gab es nochmal einen Ausritt von Matteo Camata. Und somit verliert er jetzt möglicherweise wieder seine Klassenführung gegen Jut Schreiber, die er momentan souverän inne hatte. Das ist jetzt natürlich ärgerlich hier für den Piloten im gelb-grünen Porsche. Ja, das sollst du natürlich hier vermeiden, wenn du Führender bist, noch so einen Bock hier einzubauen. Ja, und so muss er sich jetzt sputen. Wenn er hier doch noch den Sieg mit nach Hause nehmen möchte, muss er einen neuen Angriffsversuch starten gegen Jut Schreiber. Aber wir blicken erstmal auf Ilia Papacena, der sich jetzt auf seinen letzten Metern befindet. Jetzt noch einmal diese Rivazza durchfahren. Zack, da wird einmal der Curb mitgenommen. Hier noch einmal links rum und dann darf er sich feiern lassen zu seinem Doppelsieg auch an diesem Rennwochenende in Imola. Also Glückwunsch an Ilia Papacena. Oh, jetzt... okay, jetzt geht es erst in die letzte Runde hinein. Also nochmal, gut, nochmal runterfahren. Also doch nochmal 4,9 Kilometer, die hier auf dem Plan stehen. Für den jungen Schweizer mit italienischen Wurzeln. Aber das wird ihm auch sowas von egal sein, dass er noch einmal hier eine Runde mehr über diesen Kurs fahren muss. Für ihn ist natürlich auch jeder Kilometer hier wichtig, um zu lernen in diesem Cayman-Boliden. Und dann sind wir auch mal gespannt, wo ihn die Reise auch noch hinführt. Er, der ja auch in diesem Talentpool sozusagen mit dabei ist von der Porsche Sprint Challenge Suisse. So wird er hier gefördert auf seinem Weg in den professionellen Automobilrennsport nach seiner bisherigen Karriere im Kartsport. Und so hat er sich aber hier wirklich schnell an diesen Cayman dran gewöhnt. Muss man wirklich sagen. Momentan auch in allen Rennen, auch in den Qualifyings wirklich ohne jeden einzigen kleinen Fehler unterwegs. Also da kann man auch wirklich nur den Hut vorziehen. Und so bringt er hier seinen Sieg jetzt in Kürze nach Hause, geht da noch einmal vorbei an dem Porsche von Matteo Camata. Und dann wird es also der Doppelsieg auch in Imola für Papacena. 6. Saisonsieg im 6. Saisonrennen. Das also hier bisher die dominante Bilanz des jungen Schweizers. Und jetzt nimmt er hier schon das Tempo raus, hat natürlich einen komfortablen Vorsprung, lässt sich hier von seinen Teammitgliedern an der Boxenmauer feiern. Also, Glückwunsch wieder einmal an Papacena für seinen Sieg in der Cayman-Kategorie. Jovacek wird hier schon abgewunken auf der 3. Klassenposition. Er darf zumindest mal aufs Podium steigen durch den Ausfall von Andreas Heiniger. Dann warten wir auch auf den Zweitplatzierten hier, Jerome Chatelet. Auch er freut sich über seine 2. Position hier in diesem Rennen. Also 2 zweite Plätze, die er hier mitnimmt aus dieser Veranstaltung in der Emilia-Romagna. Und der nächste, der abgewunken wird, ist dann Kurt Ecke. Auf den warten wir noch, der Sieger im Porsche 993 Cup, wo er natürlich als alleiniger Starter hier in diesem Rennen unterwegs ist, weil eben Niki Leutwiler sein Fahrzeug gar nicht erst an den Start bringen konnte, leider. Also da hätte er es vielleicht mal nicht im Interview mit Ben sagen sollen, dass diese Fahrzeuge anfällig ist. Jetzt ist es dann doch passiert im Vorfeld dieses 2. Rennens, aber trotzdem haben wir hier sehr, sehr schöne Action gesehen, muss man wirklich sagen. Gerade bei den historischen Fahrzeugen. Schöne Zweikämpfe. So wie das die meisten von euch vielleicht auch damals aus den 90ern gewohnt sind, als diese Fahrzeuge noch in den weltweiten Carrera Cups und im Super Cup eingesetzt wurden. So
ist es auch schön, dass wir diese Fahrzeuge auch hier im Rennspeed auch erleben, mit auch den ein oder anderen Kämpfen. Ja, würde ich doch sagen, das war doch wieder ein schönes Rennen. Hier langsam, ja, während sich die Veranstaltung langsam dem Ende zuneigt. Und so haben wir ja noch einen Kracher auf dem Plan stehen, nämlich das zweite Rennen der Open GT, was gleich bevorsteht mit den 32 Fahrzeugen. Und da haben wir ja schon in den Highlights hier die Action gesehen aus dem ersten Rennen. Hoffen wir, dass wir dieses zweite Rennen dann auch live verfolgen können mit den Bildern. Und so würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell das Ergebnis durch. Also Papacena, Jadle und Jovacek, das die ersten drei und das Podium bei den K-Männern. So bezeichnen wir es doch gerne. Und dann Kurt Ecke also auf Gesamtrang 4. Vor Jut Schreiber auf Gesamtrang 5. Sieger in seiner Klasse 39 und dann Cornelius Donnier. Sieger bei den 964 Fahrzeugen auf Basis des Carrera Cups beziehungsweise des Super Cups und dann von der Leyen auf der zweiten Klassenposition vor Schmidhuber, der das Podium dieser Klasse komplettiert, und dann Schreiber Kamata, dass die beiden in dieser Reihenfolge in der Klasse 39 und dann Andreas Heiniger, der ja zu Beginn ausgefallen ist nach diesem harten Duell, nach diesem harten Abflug, nachdem er sich da mit dem Kollegen Jovacek in die Quere gekommen ist. Und so darf sich erstmal der souveräne Sieger hier feiern lassen, Elia Papacena. Und da sind wir mal gespannt, was er beim Kollegen Ben Wichterich-Setz gleich so ins Mikrofon sprechen wird. Jo. So, microphone check, okay. The echo is gone as well. So, we will ask them a few questions. It's another win for Elia Papacena, the Italo-Swiss guy. 2 starts, 2 wins in a dominant way. Elia, 2 starts, 2 wins. I said it at the commentary. Do you want a bit more competition for the next few races? Well, I think the other drivers are not bad. I don't know, compared to me, they may be misbeat, but I wouldn't say that they aren't competitive. Of course, to have a bigger field would be nice, but at the moment we are just 4 drivers, so I'll be happy with that. But of course I'm open if there will be more drivers at the next round. So tell us, what are your plans for the future? For the far future, I don't know yet, but for the near future, of course, to win the Swiss Championship, and of course to win it with as many points as I can, and then maybe for next year to see something with GT3, stuff like that. Okay, congratulations, 2 starts, 2 wins, that's a wrap. And we will go for the interview of Kurt Ecke. At first, it doesn't look like he goes through, but then again, in the lap 2 and 3, he showed his talent. If you take a look a little bit of grass work here, a bit of lawn moving at the car of Jovacek. This was a quite silent race, but we had nearly a heart attack at the start. What happened? I tried to push a little bit harder at the start because I tried the strategy of positioning myself first on P3 right at the beginning of the race. I was pushing, he was pushing,
None of us wanted to let off P3. Then the incident, suddenly my rear came loose. I was also scared myself. I was betting on hitting the wall, crashing the car completely. So at the end, I was happy that the car is fine. I could continue. Despite the penalty, I made it to P3, where I'm very happy with, but I still feel sorry for the other guy. That's fair. That's a fair sportsmanship. So, of course, congratulations for P3. Thank you. Okay, and now we go to Kurt Ecke, to the winner of the historic race. Kurt, so, ja, hat Glück. Du kannst Wasser trinken bei uns. Ja, genau. Also, wunderschönes Auto. Am Anfang hat es, das darf jeder für sich selbst entscheiden, aber vielleicht gebe ich dir ein bisschen recht. Am Anfang hat es noch nicht so ausgesehen, als würdest du jetzt ja ohne Probleme da durchfeuern. Ja, ich hatte einen ganz anderen Plan, aber die Herrschaften GT4-Kameraden haben ja gemeint, so einen Mist zu bauen. Und ich wollte eigentlich mich bis ans Ende zurückfallen lassen und schön alle 64 der Reihe nach überholen. Und dann habe ich aber gezählt, boah, der fällt aus, der fällt aus. Vielleicht werde ich Dritter Gesamt und dann habe ich etwas früher schon die Verfolgung aufgenommen. Ja, das wäre was gewesen, aber Jova konnte ja die Fahrt dann fortsetzen. Und er hat uns gerade erzählt, als er angefangen hat, sich zu drehen, hat er gesagt, so jetzt schlage ich ein. Aber es ging Gott sei Dank alles gut. Leider das Ende für Andreas Heiniger. Weißt du eigentlich, normalerweise fragt man das nicht, wenn jemand gewinnt, aber warum sind, ich sag mal, deine zwei größten Konkurrenten in dem Rennen gar nicht erst angetreten? Ja, der eine hatte gestern Getriebeprobleme, konnte nicht mehr schalten. Dann haben wir heute nachts Getriebe komplett zerlegt, haben es repariert. Aber es ist wohl ein weiterer Schaden da. Der hat heute beim Qualifying, hat er gemerkt, hat wieder den vierten Gang nicht rausbekommen und hat dann sicherheitshalber, damit nichts kaputt geht, aufgehört. Und der Niki hat das ganze Wochenende schon Probleme. Er hat ja auch stark die Curbs begrüßt und einmal stand das Lenkrad links, einmal rechts. Es war sehr verunsichert, ob nicht irgendwas defekt ist, was wir hier nicht feststellen können, und hat dann aus Sicherheitsgründen das zweite Rennen ausgelassen. Ja. Aber trotzdem, Gratulation zum Sieg. Sieg fühlt sich immer toll an. Okay. A little bit of in English what Kurt said. Desperately, the car of Niki Leutwiller, the steering had a problem. So the steering wheel was sometimes left, sometimes right, and so it goes. And for safety reason, Niki Leutwiller didn't start, and the car of Enzo Calderari didn't start. That's the reason. And okay, we have those. Look at this beauty. Look at this beauty. Isn't it lovely? Isn't it lovely? And maybe we can go to the car of Chad Schreiber. We look at the back. Look how stable this car is. It's what a fully KISS, and we have some little issues here. And so it goes. 5 or 2 or 10 minutes break, and then we are heading to our last race on this weekend, the second race of the Open GT. So see you soon, and we get another drink, another water or another Coke, and then we're heading to the next race. Ja, also der Kollege Ben Wichterich-Setz hat sich auf jeden Fall in diese historischen Fahrzeuge verliebt. Sind auch wirklich schöne Autos hier. Und da sind wir froh, dass hier keiner derjenigen eingeschlagen ist hier bei diesem Startcrash, den es dann doch gab. Diesen heftigen Abflug von Jovacek, der zum Glück auch selber nicht eingeschlagen ist, wie er es vorhin im Interview auch noch gesagt hat. Mit seinem Cayman GT4 Club Sport. Und so ist da zum Glück alles gut gegangen. Er hat vorhin auch im Interview nochmal gesagt, er wollte da unbedingt direkt schon pushen, sich die dritte Position schnappen, aber auch Andreas Heiniger hat gepusht. Der hat natürlich was dagegen und so wurde man sich ja nicht einig und ist sich dann in die Quere gekommen. Aber alle nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Gut, außer Heiniger, der dann das Fahrzeug leider abstellen musste durch einen Schaden. Aber hätte ja durchaus auch noch schlimmer ausgehen können. Während wir hier nochmal die schönen Duelle sehen, ja, das sind einfach schöne Bilder hier, wie noch gefightet wird mit diesen alten Fahrzeugen.
des Carrera Cups aus den 90ern. Ein Zeitalter, wo ich noch gar nicht auf der Welt gewesen bin. Also für mich selber auch schön, diese Fahrzeuge hier heute noch zu sehen bei so historischen Veranstaltungen wie hier in der Klassikwertung der Porsche Sprint Challenge Suisse, um mal ein bisschen auch das Gefühl, das Bild davon zu bekommen, wie das früher wohl abgegangen ist bei den Carrera Cups und im Super Cup. Ja, schön das Ganze hier in diesem Rennen noch erlebt zu haben. Und wir hatten auch beim Kollegen Ben Wichterich-Setz vorhin noch Elia Papacena natürlich im Interview, der dominierende Mann bei den K-Männern. Und er hat gesagt, sein Ziel ist es natürlich erstmal diese Meisterschaft zu gewinnen und dann will er natürlich auch in Zukunft in einen GT3 unter anderem mal steigen. Natürlich die Karriere, die noch ganz am Anfang ist. Papacena ja erst aus dem Kartsport gekommen und ja, mit so einer Leistung kann man sich dann schon mal beweisen und einen guten Namen machen für zukünftige Projekte im Cayman GT4 oder vielleicht auch direkt im GT3. Mal schauen, wo es ihn am Ende noch hintragen wird. Den Namen Papacena, Elia Papacena, den sollten wir uns auf jeden Fall merken. Vielleicht taucht er irgendwann mal in den Porsche Markenpokalen, zum Beispiel im Porsche Super Cup auf. Wer weiß. So, und hier haben wir dann nochmal diese Bilder aus diesem Rennen. Hier schon das beschädigte Fahrzeug von Matteo Camata, der dann doch mal noch mal ein bisschen einen Schubser gegeben hat gegen den Kollegen Jut Schreiber. In Anfahrt auf diese Rechtskurve der Acque Minerali, wo es dann eben bergauf geht. Ja, und am Ende konnte er sich nochmal vorbeisetzen, hier gerade durch diesen Fehler von Jut Schreiber im weißen Porsche. Aber Camata dann auch nicht ganz fehlerfrei geblieben. So hat er mit einem Ausritt in der Variante Alter auch seine Führung nochmal abgeben müssen. Und ich würde sagen, bereiten wir uns so langsam vor auf das letzte Rennen, was jetzt gleich schon ansteht an diesem Renntag in Imola. Nämlich Rennen 2 der Open GT. Da dürfen wir uns gleich nochmal auf jede Menge Action freuen, während wir auch ein bisschen Action gerade gesehen haben bei Papacena, der kurz mal noch das Kies mitgenommen hat, aber darüber lässt sich natürlich hinwegsehen. Und hier nochmal die schönen Duelle im Bild der Fehler von Matteo Camata. Und so würde ich sagen, genießen wir noch den Rest der Bilder aus diesem Rennen und ich melde mich dann gleich wieder, wenn es dann in die Startaufstellung geht zu Rennen 2 der Open GT. Da meldet sich dann mein Kollege Ben Wichterich-Setz wieder mit den Interviews und dann werde ich mich auch wieder am Mikrofon melden. Also kurze Verschnaufspause auch erstmal für mich und dann würde ich sagen, bis gleich.
And here we are again for the last race of this weekend, the final race, the Open GT race with the biggest field, with the biggest number of participants on this grid. Last race it was 32 participants, and we see Patrick Dingeldijn hitting the metal board where the start position is being showed. And yeah, I want to start with Patrick actually, because he told me some plans, and now we we ask him what the plans are now. Okay, Patrick, also der erste Start war ja jetzt nicht so der geilste, würde ich mal so behaupten. Nee, war sehr zaghaft, ja, aber nichtsdestotrotz, mir war wichtig, dass ich einen Start hinbekomme ohne Berührung, ohne Schaden und nicht ganz so wie in Portimao, da ist mir leider das ABS ausgefallen und ich habe dann den Vordermann in der dritten Kurve dann rausgeschoben und nicht mit. Ja, jetzt gucken wir, wie das zweite Rennen läuft. Stehe ich ja etwas weiter vorne und ja, freue mich drauf. Schöner Abschluss bei super schönem Wetter, sehr warm, sehr viel schwitzen, aber gehört einfach dazu. Ich danke dir, viel Spaß beim Rennen. Den habe ich bei euch auf jeden Fall. Okay, quick translation. He said he wanted to make a start in the last race, very clean, no contact, and he remembered the start of Portimao where he lost his ABS, and so he wanted to go clean. At this time, Max Mutschlehner switched through, but he came back and he took the position back, and so he will start the race better now. And we are already missing position number 2. What happened to him? And I don't see the small medal board. And here are some gestures. Okay, we see this gesture. So that's good for Rod. So let's talk to Rod. Roddy? Okay. You made 4 starts in the first race. Yeah. You led the whole bunch 4 times, and now you have free space. I'm looking forward to it. Yeah. So, what can we expect in the next race? Well, hopefully a nice clean run now, because there's nobody, as you say, nobody there, and I'm really hoping no safety cars. Just get into a rhythm, because you just get into a rhythm, safety car, and it's a reset. So, and there's not that many places that you can start to try and catch people out. So I've kind of run out of options now. Okay. So cheers, mate, and enjoy your race. Thank you. Okay. Goodie. I think we should make. Oh no, we heard the signal. Okay, we leave the grid now, and I go to the commentatory box again. One last time. Beautiful weather, beautiful Emilia Romagna, beautiful people as well. And yeah, maybe we see us soon. It's not quite clear. I would enjoy it, and I enjoyed every single minute here, and I enjoyed every single minute with my team, with Luke and the cameraman Ben. Also Ben, I mean, this must work out, okay? Ben and Ben, come on. Okay, so I get to the commentatory box. I said it without any failure. So it was a pleasure here, and now we have
30 minutes of action. We will have some quick chats after the race and we see you. Listen closely. Ja, und so ist doch alles angerichtet für dieses letzte Rennen an diesem Wochenende der Porsche Sprint Challenge Suisse. Hier in Imola in der wunderschönen Emilia-Romagna bei auch richtig schönem Sommerwetter. Ja, heiß ist es ein bisschen, was auch am Ende ein bisschen die Technik gekostet hat. Also bitten das auch nochmal zu entschuldigen, dass wir dieses erste Rennen nicht ganz im Live-Bild verfolgen konnten, hatten aber danach noch ein bisschen die Highlights eingespielt bekommen. Also da auch nochmal Danke an die Jungs von Alpha Live, sodass wir da die Szenen nochmal gesehen haben. Und so werden wir dieses zweite Rennen jetzt komplett verfolgen können mit Live-Bild und mit einem Wordaway Christie auf der Pole Position, der auch dann die Startreihe 1 alleine besetzt, denn ein Enzo Calderari im Fahrzeug von AMT Performance mit der Startnummer 231 wird leider nicht an den Start gehen. Calderari, den wir ja auch schon heute bei den Klassikern gesehen haben, in seinem Porsche 964 Carrera Cup, in seinem originalen Einsatzfahrzeug aus dem Super Cup aus der Saison 1993. Und auf ihn müssen wir dann also leider in diesem Rennen verzichten. Aber dennoch haben wir insgesamt 28 bzw. 27 starke Boliden dann, die uns ein spannendes Rennen bieten. Ja, den ein oder anderen, den wir dann noch vermissen, eben dadurch, dass das erste Rennen auch richtig turbulent vonstatten ging und wir so auch neben den vielen Safety-Car-Phasen auch den ein oder anderen größeren Ausfall vermelden mussten, wie zum Beispiel bei diesem Auffahrunfall in der Safety-Car-Phase, wo es beispielsweise einen Markus Guaischen erwischt hat. Und das dann auch hart an der Front. Und wir wissen ja, bei den Porsche-Boliden die Front ja immer sehr, sehr anfällig, wenn es mal kracht. Und auch auf ihn müssen wir dann unter anderem, denke ich mal, verzichten. Aber freuen uns trotzdem auf ein spannendes Rennen und hoffentlich auch auf ein Rennen ohne Safety-Car-Phasen, so wie wir es im ersten Rennen erlebt haben. Das hofft nämlich auch ein Wordaway Christie. Er hat es vorhin im Interview erzählt, das ist dann natürlich immer ein bisschen suboptimal, bringt dich ein bisschen aus dem Rhythmus. Und klar, auch der Abstand ist dann natürlich auch weg, den sich ein Wordaway Christie dann auch zwischenzeitlich immer wieder rausgefahren hat in diesem ersten Rennen. Und so hofft er aber auch auf einen sauberen Start, sodass er gleich hier von der Pole Position aus die Führung behaupten kann. Und wir erhoffen uns ein richtig spannendes Rennen hier zu diesem Abschluss der Porsche Sprint Challenge Suisse in Imola. Und so langsam wird dann auch das Grid geräumt. Das rote Führungsfahrzeug hier, der Porsche 992 in der Straßenversion, der wird sich dann gleich in Bewegung setzen. 30 Sekunden hier das Schild, damit darf das Führungsfahrzeug jetzt schon auf die Reise. Auch hier kein schlechter Sound, den wir da haben, aber natürlich der Sound der 28 Rennfahrzeuge hier natürlich nochmal ein bisschen besser. Hier die Kirsche auf der Sahnetorte quasi. Und so begibt sich das Feld der 28 Rennboliden dann auch in Kürze auf die Reise zur Einführungsrunde mit dem Polesetter, mit Wordaway Christie, wie ich gerade schon angesprochen habe. Er dann auch alleine in der ersten Startreihe und dahinter dann in der zweiten Startreihe Patrick Dinkeldein, neben ihm Stefan Heim auf Startposition 4. Dann schon der Polesetter der Porsche Cup Boliden in diesem Feld auf der 5. Startposition Gialtiero Branco. Für ihn lief das erste Rennen auch nicht so wie geplant, hatte einige Positionen verloren. So wurde es für ihn nichts mit einem Sieg von der Pole Position aus, aber vielleicht in diesem zweiten Rennen. Wird aber nicht einfach, unter anderem gegen die beiden Fahrzeuge vom Porsche Zentrum 5 Seen eingesetzt, das ja in Gilching beheimatet ist, ganz in der Nähe von München. Da ist es dann auf der 6. Startposition Max Mutschlechner und dann in der 4. Startreihe auf Position 7 sein Teamkollege Sebastian Schmidt und dann Alois Rieder in seinem Alpquell Porsche. Das dann auch ein älteres GT3-Modell, das in den Saisons 2016 bis 2018 eingesetzt wurde. Und dann auf Startposition 9 Danilo Pauletti, einer unserer italienischen Gäste hier im Feld
Dann Joel Monegro auf Startposition 10, der Pilot aus der Dominikanischen Republik. Dann Wolfgang Triller mit seinem Original-Einsatzfahrzeug aus dem deutschen Porsche Carrera Cup aus der Saison 2016. Er startet von der 11 aus, dann auf der 12 Marco Galassi vor Philippe Wils, der Belgier, auf Startposition 13 und gemeinsam mit ihm in der 7. Startreihe Nicola Sacinelli im Fahrzeug von Dynamic Motorsport. Und hier hat es schon gekracht auf der Einführungsrunde. Habe ich jetzt gar nicht richtig mitbekommen, während ich hier noch die Startaufstellung durchgegangen bin. Uiuiui, das ist natürlich ein Bild, das wollten wir jetzt gar nicht sehen. Ja, das wird dann ein bisschen den Start verzögern. Und dann ja, müssen wir uns dann doch noch ein bisschen gedulden. Können aber gerade noch mal die Startaufstellung durchgehen. Weiter durchgehen. Auf der 15 haben wir dann Massimo Frojo, auf der 16 Andrea Galli, dann Ahmad Alemadi auf der 17 und auf der 18 Dragos Curio, auf der 19 Markus Guaischen, auf der 20 Sadamoto Takahashi, dann Merabi Mekwabishvili auf der 21, auf der 22 Matteo Piazzoni, dann Manuel Zlof und Roman Steiner in der 12. Startreihe vor Eric Santos, dem Brasilianer, auf Startposition 25 und auf der 26 Freddy Krämer. Und dann folgen noch Dominique Bastion auf der 27 und auf der 28 Alexander Woller. So, und wir sehen, dass die Grid-Formation eingenommen wurde. Ja, da stellt sich mir aktuell noch die Frage, ob man das Rennen jetzt wirklich freigibt, weil wir haben die beiden Fahrzeuge, die hier kollidiert sind, noch einmal stehen sehen. Mit dem ein oder anderen größeren Schaden. Ausgang der Variante Alter müsste das gewesen sein. Das Feld begibt sich jetzt auf Start und Ziel. Schau mal auf das Führungsfahrzeug. Das biegt jetzt ab und damit dürfte die Reise dann freigegeben werden oder wird der Start abgebrochen. Das müssen wir mal jetzt abwarten, wie das hier jetzt gehandelt wird. Wir sehen, jawohl, da kommt direkt das Zeichen von diesem Streckenmarschall hier von oben. Start muss abgebrochen werden, also damit geht es noch nicht auf die Reise. Zu 25 Minuten plus eine Runde, die jetzt hier anstehen. Müssen dann mal nochmal schauen auf die havarierten Fahrzeuge, die da noch stehen, wen es denn da genau erwischt hat und wie das Ganze zustande gekommen ist. So, hier haben wir das Replay jetzt. Das ist eine Anfahrt auf die Piratella. So, und ja, das ist mal wieder eine Situation, die muss doch nicht sein, Freunde. Wen haben wir da? Die Startnummer 236. Das ist in dem Fall Andrea Galli, im Team von B-Driver. Einer der italienischen Gaststarter hier, der dann aufgefahren ist auf den Vordermann. Wer das genau ist, habe ich jetzt noch nicht auflösen können. Aber ja, das ist dann so ein Auffahrunfall, wie er definitiv nicht passieren sollte, gerade nicht in der Einführungsrunde. Da sollte man dann ein bisschen besser Acht geben beim Reifenwarmfahren und sich eben nicht nur darauf fokussieren, um Temperaturen in die Reifen zu bringen, sondern auch aufpassen auf die Konkurrenten. Ja, und so müssen wir jetzt leider noch ein bisschen warten, bis es dann hier wirklich hineingehen kann in dieses letzte Rennen des Tages. Die Fahrzeuge, die jetzt erstmal abgeschleppt werden müssen. Und so verschiebt sich das Startprozedere jetzt ein bisschen. Und dann leider zwei Fahrzeuge, auf die wir dann wohl verzichten müssen. Ja, das geht dann leider so ein bisschen weiter hier schon der Einführungsrunde wie in Rennen 1, wo es ja schon wirklich turbulent zur Sache ging mit am Ende dieses Rennabbruchs, eben durch diesen Auffahrunfall, den es da während der Safety-Car-Phase gegeben hat und jetzt eben einen ähnlichen Unfall hier in der Einführungsrunde. Da sehen wir das Fahrzeug von Andrea Galli, das jetzt eben hier neben die Strecke hineingebracht wird in diese Tasche, die man da eben zur Verfügung hat, damit das hier schnellstmöglich vonstatten gehen kann, dass man das Fahrzeug schnell in sichere Position gebracht hat. Und dann dürfte es dann doch in Kürze endlich hineingehen
in dieses zweite Rennen der Open GT. Und so müssen wir uns noch gedulden. Bleibt mir erstmal die Möglichkeit nochmal zu sagen, euch Zuschauern hier, wenn euch das Ganze hier gefällt, der Stream von uns von Motorsport Television Deutschland, dann gerne immer ein Like da lassen und abonnieren. Und das Ganze könnt ihr natürlich immer kostenlos tun und uns auch somit unterstützen, sodass wir hier weitere hochkarätige Rennveranstaltungen für euch übertragen, wie zum Beispiel den italienischen Porsche Carrera Cup, die Asian Le Mans Series, die wir immer übertragen, oder auch den Macau Grand Prix, das Motorsport-Highlight schlechthin, Mitte November. Während wir dann hier noch das zweite Fahrzeug sehen, was in diese Kollision mit verwickelt gewesen ist. Das müsste dann in dem Fall müsste das Massimo Froio sein, der Pilot von DCV bei Ombra Racing, oder ist das sein Teamkollege Takahashi Sadamoto? Konnten jetzt noch nicht die Startnummer sehen dieses Fahrzeugs. Aber auf jeden Fall dann auch einer der beiden Piloten von DCV bei Ombra Racing hier in diese Kollision mit verwickelt gewesen. Ja, und das Fahrzeug steht natürlich jetzt noch in ungünstiger Position. Wir haben es auch vorhin gesehen, Flüssigkeit, die da ausgetreten ist. Da muss man natürlich auch erstmal ein bisschen drüber streuen, um diese Stelle auch zu entschärfen, denn das wollen wir hier nicht haben, dass wir am Ende hier eine Rutschpartie haben und dann alle der Reihe nach in Anfahrt auf die Piratella abfliegen. Also von daher gilt es auch hier erstmal aus Sicherheitsgründen, diese Strecke ein bisschen zu entschärfen. Und auch hier das Fahrzeug von, was haben wir da jetzt? Die Startnummer 205, jawohl, das ist dann Massimo Froio, der also hier mit hineingebracht worden ist, ja, der dann eben unglücklich abgeräumt worden ist, in dem Fall von dem Kollegen Andrea Galli, der dann nicht aufgepasst hat und dem Kollegen dann hinten reingekracht ist. Also Massimo Froio, auch für ihn jetzt schon ein Rennen zu vergessen, das noch nicht mal richtig begonnen hat. Und so wird er jetzt erstmal ein bisschen ja, in sichere Position gebracht, und wenn das geschehen ist und auch die Stelle, an der Flüssigkeit ausgelaufen ist, wieder ein bisschen entschärft worden ist, sodass wir hier unter sicheren Bedingungen mit Rennspeed über diese Stelle drüber fahren können. So kann dann bald dieses zweite Rennen wieder in Angriff genommen werden. Und dann gilt es noch ein bisschen zu warten. Also würde ich sagen, lege ich erstmal noch mal eine kurze Verschnaufspause hin, und wenn es dann weitergeht, dann werde ich mich dann in Kürze wieder melden. Also kurze Geduld erstmal bewahren, und dann geht es hoffentlich gleich hinein ins zweite Rennen der Open GT.
So, und wir haben es gesehen, die Vorbereitungen laufen wieder direkt 1 Minute, bis es hier nochmal hineingeht in die Einführungsrunde. Also die Bergungs- und Aufräumarbeiten gingen dann relativ schnell vonstatten, sodass jetzt die grüne Flagge geschwenkt wird und die Rennboliden der Open GT hier erneut raus dürfen auf die Einführungsrunde. Und ich habe euch ja vorhin schon mal die Startaufstellung ein bisschen näher gebracht und da müssen wir jetzt eben auf 2 Fahrzeuge noch einmal verzichten. Also eben auf den Kollegen Massimo Frojo, der von Startposition 15 gestartet wäre, und Andrea Galli, das war dann der 16. Platzierte in der Startaufstellung. Also Startreihe 8, die ist schon aus dem Rennen quasi. Aber für die restlichen Akteure darf es jetzt dann hoffentlich endgültig hineingehen in die Rennaction von 25 Minuten plus eine Runde. Das ist hier die gewohnte Distanz bei diesem zweiten Sprintrennen in allen Klassen. So, und so gilt es jetzt auch aufzupassen hier beim Reifenwarmfahren, bei diesem Schlangenlinienfahren. Ja, das Tempo, das dann schon ein bisschen sehr gedrosselt ist, aber eben von dem Führungsfahrzeug. Und da gilt es jetzt früh genug in die Bremsen hineinzugehen, liebe Kollegen. Ja, nicht, dass wir erneut hier einen Auffahrunfall erleben. Das wollen wir natürlich vermeiden. Aber da sollte jetzt jeder vorgewarnt sein. Ja, und somit begrüße ich nochmal alle, auch die jetzt in den letzten Minuten, in der letzten Stunde hier dazugekommen sind, die ja noch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring verfolgt haben, das jetzt auch mittlerweile vor 2 Stunden zu Ende gegangen ist. Also auch schöne Grüße nochmal an euch und ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr beim 24er mit dabei wart und die restliche Rennaction hier verpasst habt, schaut euch das doch gerne hier im Real Life an. Also die Streams hier bei uns bei Motorsport Television Deutschland, die sind auch immer als Real Life für euch aufbewahrt. Die könnt ihr euch dann zu beliebiger Zeit dann nochmal reinziehen. So sind wir hier onboard mit dabei beim Fahrzeug mit der Startnummer 203, Sebastian Schmidt, der hier nochmal Schlangenlinien fährt, um eben alles auf optimale Temperatur zu bringen, gerade die Reifen oder auch die Bremsen, sodass diese dann möglichst optimal am Start funktionieren. Aber bei diesen hohen Temperaturen, auch hier in Imola haben wir es über 30 Grad, da sollte das nicht allzu schwierig sein, hier die Temperatur in die Reifen unter anderem zu bekommen. Und so gilt es dann auch ein bisschen aufzupassen, die Reifen am Ende nicht zu überfahren. Und so hoffen wir aber auf ein relativ sauberes Rennen, auf ein faires Rennen und kein Crash-Festival, wie wir es im ersten Rennen hier erlebt haben, sodass das alles hier sauberer vonstatten geht. Und so sehen wir, wie das Feld jetzt die Grid-Formation eingenommen hat. Zu zweit nebeneinander geht es jetzt hier gleich fliegend in diesen zweiten Wertungslauf hinein. Die Spitze befindet sich jetzt schon Ausgang der letzten Linkskurve. Und dann biegt das Führungsfahrzeug in die Box ab und das restliche Feld wird dann übergeben zur Rennfreigabe hier. Rennen 2 der Open GT, 25 Minuten Rennaction, die uns jetzt noch einmal erwarten. Wir schauen dann in Kürze auf die Ampel. Wenn diese auf grün springt, dann darf es hineingehen. Dann darf das Gaspedal voll durchgedrückt werden. Und die Reise ist jetzt freigegeben zu Rennen 2 der Open GT. Der Abschluss dieses Renntages hier in Imola mit einem guten Start von Christie, aber auch keinen schlechten Start von den Akteuren aus der zweiten Startreihe. Aber da kann noch keiner einen Angriff setzen in Richtung Roderick Christie. Da hat auch Stefan Heim hier einen leichten Fehler gemacht. Eingang dieser Tamburello im Kiesbett gewesen und direkt verliert er ein bisschen auf den führenden Briten in diesem 992 GT3 mit dieser schönen Lackierung angelehnt an das Martini-Design. Und so geht es jetzt hier durch Kurve 7 durch. Heim, der erstmal die zweite Position
verteidigen kann. Die hat er erstmal übernommen von Patrick Dinkeldein und hier im hinteren Feld, da geht erstmal alles sauber vonstatten. So wollen wir das sehen hier. Durchaus zu zweit nebeneinander durch diese Kurvenpassagen, aber möglichst ohne größere Kollision. So den ein oder anderen kleinen Kontakt, der gehört dann am Ende auch mit dazu. Zum guten Ton hier in diesem Markenpokal-Rennsport. Und so geht das Feld jetzt hier durch diese Acque Minerali in Richtung der Variante Alter. Dieser Schikane, wo natürlich auch hier mit den reinrassigen GT3s hart über die Curbs geräubert wird. Roderick Christie, der uns das gerade eben hier eindrucksvoll gezeigt hat und erstmal die Führung souverän behaupten kann. Dahinter dann schon die ersten Angriffsversuche hier unter anderem von dem Kollegen Chaltiero Branco im Kampf um die Klassenführung bei den Porsche Cup Akteuren. Da konnte nämlich erstmal Max Mutschlechner den Start für sich behaupten. Und so kommen sie jetzt wieder auf Start und Ziel mit Christie, mit Heim, mit Dinkeldein. Das die ersten drei. Und da gibt es möglicherweise jetzt das Duell im Kampf um Position 2. Patrick Dinkeldein, der sich da kurz mal neben Stefan Heim befunden hat, aber dann nochmal zurückstecken musste. In Anfahrt auf die Tamburello. Und Sebastian Schmidt rollt hier aus im Kiesbett. Da gibt es ein Problem. Ja, gab es möglicherweise auch so die ein oder andere Kollision. Wie das an der Front aktuell aussieht, also den ein oder anderen Schubser aufs Heck des Vordermanns, und so muss er leider sein Auto abstellen. Das wird somit ein Doppelnuller hier für den Bayer im Fahrzeug von Porsche Zentrum 15. Nachdem die Saison ja richtig gut begonnen hat für den Piloten mit einem Doppelsieg in Portimao, ist er als Meisterschaftsführender nach Spielberg gekommen. Da gab es dann auch schon eine Nuller in Rennen 1 und hier dann in Imola in Rennen 1 sowohl auch. In Rennen 2 geht er hier leer nach Hause und jetzt ist natürlich das Safety Car wieder draußen. Also auch in diesem zweiten Rennen müssen wir dann doch das ein oder andere Safety Car mitnehmen. Aber das sollte dann auch schnell gehen, das Auto von Sebastian Schmidt hier in sichere Position zu bringen. Und so wird das Feld jetzt wieder eng beieinander geführt. Also Christie, der Vorsprung, den er sich erarbeitet hat in der Startphase, ist erstmal wieder weg. Die Chance ergibt sich dann in Kürze wieder für die Konkurrenz, für einen Stefan Heim oder auch für einen Patrick Dinkeldein im 250er Fahrzeug. Da noch was entgegenzusetzen. Und so fängt man das Feld jetzt ein. Christie hier im führenden Porsche, der also jetzt seinen Vorsprung erstmal wieder verloren hat auf Stefan Heim. Und so geht es jetzt erstmal hier noch im Schneckentempo über den 4,9 Kilometer langen Kurs. Wir sehen jetzt hier in den ersten Kurven das Fahrzeug von Schmidt jetzt nicht mehr stehen. Ja, ist vielleicht ein bisschen auch weiter links, aber das ja, sollte dann auch schon relativ schnell hier vonstatten gegangen sein, die Bergungsarbeiten beim Fahrzeug des Piloten mit der Startnummer 203. So warten wir dann auf die Wiederaufnahme dieses Rennens. Und währenddessen haben wir Zeit, erstmal noch ein bisschen durchzusortieren. Also die ersten drei, Christie, Heim und Dinkeldein, die habe ich euch ja schon etwas näher gebracht. Und dann Mutschlechner, der also der Führende in der Porsche Cup Klasse hier vor Chaltiero Branco auf Gesamtposition 5, dann Joel Monegro auf der 6, Alois Rieder in seinem GT3 Porsche auf der 7, dann Wolfgang Triller, auch sehr guter Start von ihm, er hat sich vorgearbeitet auf die gesamt 8. Position, dann Marco Galassi, der Pilot aus San Marino, auf der 9 und dann Nilo Pauletti,
schließt dann im Moment die Top 10 ab. Und wir haben schon die Meldung der Rennleitung, Safety Car kommt Ende dieser Runde rein. Also das ging dann schon ganz schnell, das Fahrzeug von Sebastian Schmidt hier zu bergen. Auch da darf man gerne mal ein bisschen respektlos werden an die Streckenmarschalls hier, die bei diesen doch heißen Temperaturen ganz schön zu arbeiten haben. Aber machen das hier souverän und schnell, sodass wir hier nach nur einer Runde hinter dem Safety Car das Feld gleich wieder freigeben dürfen. Zur verbleibenden Renndistanz von etwa 18,5 Minuten. Und Christie zieht hier schon früh das Tempo an. In Anfahrt auf die Rivazza. Aber auch Stefan Heim hier schon wach gewesen, muss aber auch aufpassen auf seinen Hintermann Patrick Dinkeldein, den er hier noch dicht im Heck hängen hat. Und so kann Christie auch wieder ein bisschen davonziehen. Eingang der Start- und Zielgeraden. Und so wird es hier wieder ein Duell um Position 2 geben zwischen Heim und Dinkeldein. Wie sieht das Ganze jetzt aus? In Anfahrt auf die Tamburello. Ja, Heim kann sich da erstmal noch behaupten. Dinkeldein mit noch keiner Attacke, aber bleibt weiterhin dicht dran. Jetzt folgen ja noch ein paar gute Möglichkeiten, um einen Angriff zu setzen. Beispielsweise hier in Kurve 7, wo sie gleich angefahren kommen. Da muss man auch hier einen guten Exit erwischen, raus aus der Villeneuve-Passage. Aber da ist der Abstand noch ein bisschen zu groß von Patrick Dinkeldein auf Stefan Heim. Und so versucht er aber weiterhin sich dicht ranzusaugen. Hier der Deutsche, der auch am letzten Rennwochenende übrigens im Michelin Le Mans Cup unterwegs gewesen ist, da beim Road to Le Mans Rennen im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans. Und da hat er sich auch so ein kleines Andenken mitgenommen. Das ist übrigens auch eine interessante Geschichte. Ist da nämlich abgeschossen worden in der Startphase, hat da ein bisschen Schaden mitgenommen am Fahrzeug und da war der Dumper hier am Diffusor ein bisschen eingedrückt und das hat er genauso gelassen, um das als Andenken also aus Le Mans mitzunehmen. Ja, dieses Rennen, das Road to Le Mans ja auch für diese vielen Gentlemen, Driver und Hobbypiloten im Feld ja immer wirklich ein wertvolles Rennen hier, um sich im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans im Vorfeld bei den zahlreichen Zuschauern zu präsentieren. Und so erleben wir jetzt aber den Angriff vom Deutschen Patrick Dinkeldein. Ja, der hier noch mal ein bisschen zurückgezogen hat. Ja, da probiert das noch nicht in Anfahrt auf diese Tamburello-Variante. Jetzt vielleicht wieder in Anfahrt auf die Villeneuve-Schikane. Aber auch da gelingt es ihm noch nicht, auch hier am Kurvenausgang der Variante Villeneuve ist dann Heim noch mal etwas besser unterwegs, hat die bessere Beschleunigung hier aus dieser Kurve raus, sodass auch Dinkeldein in Kurve 7 nicht attackieren kann. Aber bleibt weiterhin dicht dran. Und wie sieht es im GT3 Cup aus? Und Schlechner und Branko haben wir da hinten gesehen, die sich auch vom Rest des Feldes so ein bisschen absetzen konnten. Vor Joey Monegro, der sich mittlerweile auf die 3. Klassenposition nach vorne geschoben hat. Währenddessen es dazwischen vor den weiteren Klassenkonkurrenten noch Alois Rieder und Wolfgang Triller sind, die sich da auf den Positionen 7 und 8 befinden. Und hier wird es wieder ein bisschen eng. Dinkeldein, der sich da versucht hat, Ausgang der Variante Alter wieder neben Stefan Heim zu setzen, der aber die Tür knallhart zugeschmissen hat. Jetzt wieder hier in der Rivazza unterwegs, diese Doppellinks, bevor es wieder rausgeht auf Start und Ziel. Kann Dinkeldein jetzt den Windschatten wieder ausnutzen und sich endgültig daneben setzen in Anfahrt auf die Tamburello. Da sehen wir Stefan Heim, der natürlich auch ein bisschen rüberzieht, um Dinkeldein den Windschatten wegzunehmen. Aber das war jetzt auch der Plan, der nicht ganz die gute Wahl war, denn die Innenbahn blieb auf in Anfahrt auf die Tamburello und so konnte sich Patrick Dinkeldein hier souverän vorbeischieben auf die 2. Gesamtposition.
Also schönes Manöver vom Deutschen hier vorgetragen, aber kommt bald der Konter von Stefan Heim. Jetzt hier ein Anfall auf Kurve 7, hat er schon mal ganz kurz angetäuscht, aber kann es noch nicht ganz durchziehen. Will er da auch nicht, der ist ein bisschen zu weit weg gewesen, da ja, kannst du dann auch im Endeffekt nur zurückziehen, alles andere macht keinen Sinn. Und so muss er sich noch hinter Dinkeldein anstellen und verliert jetzt offenbar auch ein bisschen. Dinkeldein, der dann doch noch mal ein bisschen schneller kann als Stefan Heim im Vorgängermodell des 992 GT3 hier im GT3 Porsche der Generation 991-2. Und so wird er jetzt ein bisschen verfolgt von Max Mutschlechner, dem Führenden bei den Cup-Akteuren, der sich auch mittlerweile noch Gialtiero Branco vom Leib halten kann. Der Italiener jetzt auf Position 2 wäre dann für ihn auch ein bisschen Schadensbegrenzung nach diesem enttäuschenden Ergebnis im Rennen 1, nachdem er auch dort schon von der Pole aus in das Rennen hinein gestartet ist. Und da sehen wir auch schon einen guten Vorsprung vor Joel Monegro, der sich auch souverän absetzen konnte vor den Konkurrenten. Also das Podium, das ist hier erstmal schon fast so gut wie sicher. Also zumindest die Verfolger dahinter können aktuell noch nicht viel ausrichten in Sachen Podiumskampf bei den GT3 Cup Akteuren in der Klasse 21. Und so schiebt sich das Ganze so ein bisschen zusammen hier rund um Stefan Heim. Also so einen kleinen Dreierzug, den wir da aktuell erleben. Und da hinten haben wir die Verfolger im GT3 Cup. Hier dieser Dreierzug rund um Position 9, angeführt von Marco Galassi, hier im blau-roten Boliden. Vor Danilo Pauletti, der sich jetzt in den Windschatten setzt, Anfahrt auf die Piratella. Aber hier versucht er noch keinen Angriff zu starten. Und hier ja auch eine Anfahrt auf die Acque Minerali. Da fährt auch Marco Galassi ein bisschen mehr Kampflinie. Und Pauletti muss jetzt aufpassen auf den Kollegen Philippe Wils, der sich schon dahinter befindet. Ja, Wils hier, der Pilot von Proton Huber Competition, auch in einem schönen neuen Design hier in Pink-Lila gehalten, das Fahrzeug des Belgiers, der ja beim Saisonauftakt in Portimao das ein oder andere Podium mitgenommen hat. Und jetzt hier muss er sich auseinandersetzen mit den beiden Pauletti und Galassi. Und auch dahinter erleben wir die ein oder anderen Kämpfe, die ein oder anderen Windschattenduelle hier auf der Start- und Zielgeraden. Gibt es hier die ein oder anderen Angriffsversuche auf die Tamburello? Nee, da hält man sich noch ein bisschen zurück. Hier rund um das Fahrzeug von Manuel Zlof, dem Team von Neuhofer Rennsport, der hier diesen Zug anführt, rund um Position 13. Und da gibt es jetzt erstmal ein Duell um Position 14 zwischen der Startnummer 204, das ist Sadamoto Takahashi, und der Startnummer 222, der Katari im Feld, Ahmad Alemadi. Die beiden aber auch mitten in diesem riesen Kampfpaket drin. Und hier sind wir wieder dabei beim Duell um Position 10. Währenddessen sich Galassi davon ein bisschen absetzen konnte. Beziehungsweise, nee, Pauletti müsste das sein. Jawohl. Und Marco Galassi im Fahrzeug mit der Startnummer 260, der sich hier noch verteidigen muss gegen den Belgier Philippe Wils. Die Frage ist, gab es da einen Angriff, eine Anfahrt auf die Rivazza? Haben sie jetzt gerade nicht sehen können.
Die Regie, die jetzt erstmal umschwenkt auf dieses Dreierpaket hier, angeführt von Manuel Zlof. Dahinter dann Sadamoto Takahashi und Ahmad Alemadi. Aber auch da passiert noch nicht viel. Währenddessen sich Alois Rieder versucht vorbeizukämpfen am GT3 Cup Porsche von Joel Monegro, was ihm aber im Augenblick auch noch nicht gelingt. Und wir warten auf die Akteure dahinter. Hier sehen wir Wolfgang Triller im älteren GT3 Cup Porsche und hier die beiden, die sich noch streiten um die 10. Position. Marco Galassi hier am 260er Fahrzeug, der weiterhin den Belgier noch in Schach halten kann. Und auch hier Joel Monegro hat das Ganze im Griff im klassenübergreifenden Kampf zwischen ihm und Alois Rieder. Jetzt hier durch die Variante Alter durch, auch Alois Rieder, der natürlich den Curb so gut wie es geht mitnimmt. Aber hat er jetzt wieder ein bisschen an Schwung verloren, ist nicht optimal rausgekommen aus dieser Passage. Und so muss er sich weiterhin mit dem 7. Gesamtrang zufrieden geben. Hinter dem Dominikaner Joel Monegro. Und wie sieht das Ganze vorne aus, rund um Position 3? Stefan Heim, der weiterhin noch dicht verfolgt wird von Max Mutschlechner. Aber auch hier gab es noch keine Positionsveränderung. Aber auch ein schönes Duell, was wir hier sehen zwischen den beiden, Heim und Mutschlechner. Hier der Pilot im 216er Fahrzeug, der natürlich auch nicht alles riskieren muss in diesem klassenübergreifenden Kampf, solange er noch seine Klassenführung inne hat. Will aber auch natürlich vorbei an Stefan Heim, weil er möglicherweise ein bisschen schneller kann. Und er will natürlich auch verhindern, dass Chaltiero Branco wieder ein bisschen rankommt. Das könnte nämlich dann der Fall sein, wenn er möglicherweise ein bisschen aufgehalten wird von Stefan Heim in seinem reinrassigen GT3-Renner. Und das Verfolgerfeld sehen wir hier wieder anfahren. Das Zweierpaket Monegro und Rieder. Rieder, der hier wieder ordentlich Druck macht, in der Aquaminerali da wieder am Heck klebt. Des Piloten im Fahrzeug von Mantai eingesetzt. Und hier das Duell Heim gegen Mutschlechner. Da würde ich die beiden gerne mal jetzt sehen, in Anfahrt auf ihre Watze, aber da tut sich auch noch nichts. Hier Mutschlechner weiterhin noch hinter Stefan Heim. Aber auch hier will er wieder ein bisschen Zeichen geben. Kollege, mach mal Platz jetzt. Aber das macht er natürlich nicht freiwillig. Stefan Heim will da auch im besten Fall die 3. Gesamtposition hier noch mit nach Hause nehmen. Und so muss sich Mutschlechner weiterhin noch hinten anstellen. Max Mutschlechner, der ja auch ein sehr toller Freizeitsportler ist, ja Windsurfen noch nebenbei betreibt. Also der übt gerne mal sportliche Aktivitäten aus, ja unter anderem auch diesen GT3 Cup Porsche im Winter mal auf Schnee und Eis getestet in Finnland. Also der will es auch wirklich wissen hier, will da auch ja, dann auch in dem Fall die Grenzen eines GT3 Cup Porsche dann austesten, was natürlich auch hilft, sodass man dieses Fahrzeug dann in den ein oder anderen brenzligen Situationen auch unter Kontrolle hat. Dieser Porsche GT3 Cup, der ja nicht so einfach zu fahren ist, während wir einen Piloten im Kies stehen sehen in der Variante Tamburello. Das ist unser Akteur von Fach Autotech, müsste dann in dem Fall Roman Steiner sein, der Schweizer. Und
Das bedeutet hier Safety Car kurz vor Schluss. Ja, das ist jetzt natürlich nicht schön. Das würde bedeuten, dass wir möglicherweise das Rennen auch hinter dem Safety Car beenden müssen. Außer die Streckenmarschalls sind hier nochmal pfeilschnell unterwegs bei den Bergungsarbeiten. Also 2 Minuten 10, die wir jetzt noch auf der Uhr haben. Aber es wird am Ende nur eine Runde dran gehangen, wenn denn die Zeit abgelaufen ist. Und das wird dann möglicherweise auch nach dieser Runde der Fall sein. Und so sehen wir hier noch das gestrandete Fahrzeug. Der Manitou, der jetzt schon zur Stelle ist, geht das sich noch aus hier vor Ende dieser Runde, das Fahrzeug zu bergen. Und was ist passiert rund um Roman Steiner? Das ist die Frage. Ja, sehen nur das Ende des Ausritts. Also, ja, ganz genau haben wir das jetzt nicht auflesen können, wie das zustande gekommen ist. Also entweder aus eigener Kraft oder mit ein bisschen Beihilfe. Aber er ist somit leider der Auslöser für diese Safety-Car-Phase. Aber sind noch gespannt. Man ist mit dem Feld hier erstmal noch in Kurve 7 unterwegs. Rennzeit jetzt bei 1 Minute. Ja, die wird auf jeden Fall Ende dieser Runde abgelaufen sein. Aber die Frage ist, bekommt man in dieser Zeit noch das Fahrzeug von Roman Steiner schnell in die sichere Tasche gebracht? Also, wenn die Streckenmarschalls das jetzt schaffen, dann Hut ab. Aber natürlich, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig. Die Zeit rennt. Andernfalls müssen wir dann eben die bittere Pille schlucken, sodass das Rennen hier hinter Safety Car zu Ende gebracht wird. Und wir haben jetzt schon die schöne Meldung, dass das Safety Car dann reinkommt. Also Lob an die Streckenmarschalls, die hier wirklich schnell arbeiten und das Fahrzeug von Roman Steiner noch vor Ende dieser Runde in sichere Position bekommen haben. Und so dürfen wir nochmal eine Runde hier Rennaction erleben in diesem zweiten Rennen der Open GT. Also sehr schön, somit biegt das Führungsfahrzeug dann gleich ab, führt das Feld hier natürlich noch durch diese Variante Alter, aber die Lichter, die werden dann in Kürze ausgehen und das Fahrzeug wird sich dann vom Feld der Rennfahrzeuge hier befreien. Und dann heißt noch einmal für die ganzen Akteure 4,9 Kilometer, die es zu umrunden gilt und vielleicht noch die ein oder andere Position, die man gut machen kann. Während das Feld natürlich wieder sehr, sehr eng beisammen ist. Und so sind wir mal gespannt. Ja, Christy, der wartet hier ein bisschen länger ab, bis er aufs Gaspedal drückt. Das hat er jetzt Eingang dieser ersten Linkskurve in dieser Rivazza-Passage getan. Und so darf es für eine Runde jetzt nochmal unter Grün losgehen. Noch einmal eine Runde hier, die Rennaction, die letzte Rennaction hier genießen an diesem Renntag der Porsche Sprint Challenge Suisse in Imola. Da schauen wir mal, ob sich vorne noch was tut. Auf jeden Fall scheint sich hier in der Cup-Klasse ein bisschen was zu tun, denn Chaltiro Branco wird schon ordentlich unter Druck gesetzt von Joel Monegro im Kampf um die zweite Klassenposition. Wie geht das Duell hier aus? Ja, Monegro, der sich noch hinter dem Italiener halten muss, der hat da noch keinen Angriff durchziehen können. Währenddessen wir auch an die Spitze schauen, Christy, der sich nicht so richtig absetzen konnte, der jetzt ein bisschen mehr Druck bekommt von Patrick Dinkeldein. Also auch da könnte es nochmal ein spannendes Duell geben, hier auf den letzten Metern rund um die Gesamtführung. Also Spannung hier in der Schlussphase dieses zweiten Rennens der Open GT. Aber es sieht im Moment noch danach aus, als könnte Christy Dinkeldein hier noch vom Leib halten und hier hat es wohl gekracht. Ausgang Kurve 7. Ja, Dragos Purio sehen wir da in langsamer Fahrt, ist da vielleicht gedreht worden. Aber kein Fahrzeug, was gestrandet ist. Aber ein Safety Car wird es hier sowieso nicht mehr geben in dieser letzten Runde. Und so sehen wir das Verfolgerfeld, ja, was jetzt gereiht hintereinander unterwegs ist. Also da hat sich erstmal nichts mehr getan. Am Ende wurde es nichts mehr mit einem Angriff von Monegro auf Chaltiro Branco. Und auch vorne scheint es nichts mehr zu werden für Patrick Dinkeldein mit einem Angriff auf die Gesamtführung. Christy, der hat das Ganze hier nach wie vor im Griff. Kann mögliche Abwehrangriffe von
Dinkeldein verhindern. Und so kommt man jetzt wieder auf Start und Ziel und so wird dann kürzer abgewunken. Der Brite Wadwi Christie, der also auch dieses zweite Rennen hier gewinnt in der Open GT, knapp vor Patrick Dinkeldein, dann Stefan Heim auf der dritten Gesamtposition und Max Mutschlechner feiert seinen Doppelsieg in der Klasse der GT3 Cup Fahrzeuge vor Gialtiero Branco und Joel Monegro. Das ist also unser Podium in der Klasse 21 im Porsche 992 GT3 Cup. Und Alois Rieder wird dann auf der 7. Gesamtposition abgewunken mit seinem Alpquell Porsche GT3R. Und Danilo Pauletti dann auf der 8, Wolfgang Triller auf der 9 und Marco Galassi auf der 10. Und auch hier die restlichen Positionen, die ihr gerade links in der Grafik nochmal gesehen habt. Auch hier die restlichen Positionen bis Position Nummer 25, dort wo sich dann eben Sebastian Schmidt befindet, der schon früh dieses Rennen hier beenden musste. Leider Gottes, und so ja, ist es für ihn ein Doppelnuller an diesem Rennwochenende gewesen, also ein Wochenende zum Vergessen. Für den Piloten, der ja hier nach dem Saisonauftakt als Meisterschaftsführender angereist ist, an den Red Bull Ring, dort schon ein bisschen Pech gehabt, abgeschossen worden und auch in diesem Wochenende in Imola soll es einfach nicht sein für den Piloten vom Porsche Zentrum 5 sehen. Und da hoffen wir doch, dass es für ihn im restlichen Saisonverlauf besser läuft, haben ja nur noch italienische Wochen auf dem Plan stehen hier in der Porsche Sprint Challenge Suisse. Also da auch gerne nochmal der kleine Blick auf den Rennkalender. Wir gehen da Mitte Juli in den Königlichen Park nach Monza. Dann erwartet uns die schöne Strecke in Mugello und zum Abschluss der Saison geht es dann im Oktober nach Misano auf den Circuit Marco Simoncelli. Also hier richtig schöne italienische Rennstrecken, italienische Häppchen, die uns hier noch erwarten am Ende dieser Saison. Und so sehen wir erstmal, wie die Fahrzeuge hier ins Parc Fermé reinfahren. Und Wadwi Christie, der hier natürlich als erstes Platz nimmt und sich feiern lassen darf. Und noch ein paar Worte wechseln darf mit meinem geschätzten Kollegen Ben Wichterich-Setz, der hier eingesprungen ist für den englischen Kollegen Alex Goldschmidt. Auch da kann ich erstmal noch sagen, hier super Job, lieber Ben. Hast uns hier sehr gut mit Interviews versorgt und wirst das auch gleich wieder tun. Also da sind wir mal noch gespannt, wen er da noch einfangen kann und was die Kollegen, unter anderem ein Wadwi Christie, da noch zu diesem Rennen sagen. Und während er sich hier feiern lässt bei seinem Team, darf ich mich noch einmal in eine kurze Verschnaufspause begeben und wir lauschen dann gleich den Interviews zu und danach melde ich mich auch bei euch kurz nochmal wieder. Also, bis gleich. There, Rod. Congrats. I'd like, no, not a safety car now. I'm just nice lead. I'm just backed off. I'm like, I've got the chill mode. Let's switch to AC. Sitting back, I was like, this is okay. I'm getting up there at the gap. Like, I knew you were there. I'm like, are you okay? That's quite far away. Okay, we're here at the final podium of this race. Second start, second win. Thanks very much. What was going through your mind if you see another safety car, The one that got me confused was the delayed start. The team were on the radio saying that there had been 2 cars that hit, or there had been an accident on the way out. And then it was like, what's going to happen? So then the stop and then the wait. And that was then just another, at least we missed that start. So we had another start.
And then the safety car was okay. Actually, it wasn't too bad. It wasn't 3. It was just a 1. But I see different strategies to go on, step on the gas a little bit early, then a little bit later. Absolutely. You make them all confused, and it worked out. Well, they were on it. They were not as far behind it. First time it worked. Second time they were close. Okay. Congrats for 2 wins in a row. And we switch to Patrick. Yes. Patrick. Ja. Danke. Okay, es ging jetzt im ersten Rennen ging's und jetzt ging es immer weiter nach vorne. Ja, jetzt ging's immer weiter. Also was war für dich der Moment, als du den Stefan niedergerungen hast? Ja, es war wieder schade, dass er mir vorbeikam am Start. War gut gemacht von ihm. Und von dem her habe ich mich ein bisschen hinterhergequält. Aber ja, so hier auf der Zielgeraden, hier war es schon mal 2-3 Mal spannende Überfahrten, als wir hier vorbei sind, wir beiden. Links, rechts. Und, aber irgendwann hat er mir dann doch die Türe mal offen gelassen. Da konnte ich dann wenigstens reinstechen. Ja, es hat Spaß gemacht. Und dann wurde es natürlich nochmal interessant, weil ich habe dann richtig gute Zeiten gefahren. Und der Rod ist nicht mehr abgehauen, der konnte nicht mehr dazu gewinnen. Anscheinend hat er ein bisschen das Gas rausgenommen, hat er gesagt. Und dann kam noch Safety Car, dann wurde es nochmal spannend, aber hat leider nicht gereicht. Ja, ich hatte vermutet, dass du versuchst, den einen Move zu setzen dann noch an der Tamburello. Aber okay. Abstand war ein bisschen zu groß. War ein klein wenig zu groß. Okay, trotzdem Gratulation. Danke, starkes danke. Rennen. Bis bald, bis Monza. Ich hoffe. Wir werden sehen, ganz genau. So, das ist das Interview. Dann, Da bist du noch nervös. Es geht. Alles klar. Alles klar. Genau. Stefan, wie war das Rennen für dich? Ja, war nicht schlecht, aber ich habe, denke ich mal, die falsche Reifenwahl gehabt. Ich habe der S8 ober gehabt, der weiche. Sind ein paar Runden gut und dann baut er ab. Und dann muss halt nehmen, was kommt. Oder? Ich habe dann die Tür offen lassen. Klar, ich komme dahinter schlecht heraus, durch Schikane durch. Und für mich war es okay. Ich habe das nach Hause gefahren, was geht. Aber eins kann ich euch sagen, ihr habt wirklich Werbung für diesen Sport gemacht, Werbung für die Meisterschaft. Schöne Duelle, immer fair, immer dem anderen noch die nötige Luft gelassen. War schön, euch zuzugucken und Gratulation zum dritten. Danke. Okay, and we make a quick switch to the winner of the Cup category. Max, zweites Rennen, zweiter Sieg. Kann so weitergehen, oder? Ja, im Idealfall schon. Aber mal schauen, wie es wird. Mal eine ganz kurze Frage. Hast du heute mal kurz am Sieg gezweifelt oder hast du gedacht, ey, komm, den Stefan kriege ich noch? Ja, im Rennen habe ich schon kurz gedacht, dass ich ihn eher noch kurz einhole, aber dann mit den Safety-Car-Phasen und so. Aber nach dem Quali war ich kurz ein bisschen enttäuscht, aber Rennen sind gut gewesen. Eben, also ganz sauberes Rennen. Gratulation, 2 Siege in Folge. Wir gehen mal weiter zu jemandem. Wow, I have to switch back to English. We go to a guy. He's already drinking a beer. Yeah, look at that. We go to Joel Monegro. I'm already celebrating. Yeah. How was this race for you? It was great. Had a great start and then just kept the train going. It was a shorter race, especially with the delayed start, and then that really helped to keep the pace. And then it was just the 3 of us in front for pretty much the whole race. And fortunately, there was a 991R who was behind me and keeping the other opponents behind, and so it was a fairly easy but pushing race. You're already celebrating. You earned it. You deserve it. Thank you. And congratulations. Thanks, man. Okay. So, I would say again, thank you to all guys from Alpha Life. Thanks to all guys from Porsche Club Suisse. It was. Look at this location. It's historical location. What my first race here, and I say thank you. I say thank you for you, the audience. Join us and watch us on YouTube. And yeah, what else to say than thank you, good night.
Ja, also da hatten wir vorhin noch mal kurz im Interview gehabt, unter anderem den Kollegen Wadawi Christie und Joel Monegro, den der liebe Ben auch gerade abgefangen hat. Und ja, durch diese Karambolage hier in der Einführungsrunde war es am Ende doch noch ein bisschen kürzer von der Renndistanz, was einem Joel Monegro auch ein bisschen in die Karten gespielt hat, wie er gesagt hat. Da konnte er nämlich seine Pace souverän halten. Ist ja auch nicht ganz so einfach bei so einer Renndistanz von beispielsweise 25 Minuten, da auch wirklich von Beginn an bis zum Ende auch wirklich konzentriert zu sein, konstant unterwegs zu sein, seine Pace eben zu halten. Und so war es für ihn ein bisschen einfacher. Und so konnte er am Ende noch aufs Podium springen in der GT3 Cup Klasse, die aber am Ende ein Max Mutschlechner an diesem Rennwochenende souverän dominiert hat. Also auch nochmal Glückwunsch an ihn. Und ja, auch Wadawi Christie hat es im Interview gesagt, wurde am Ende noch ein bisschen enger mit dem Kollegen Patrick Dinkeldein. Ja, die Safety-Car-Phasen, die dem Briten dann doch nicht ganz so gefallen, aber hat es am Ende auch nach Hause bringen können. Den Sieg auch hier im zweiten Rennen. Und die Worte von dem Kollegen Stefan Heim und Patrick Dinkeldein habt ihr ja auch alle gehört und auch verstanden. Ja, und auch Ben hat sich bedankt hier beim Team von Alpha Live. Das muss ich natürlich auch an dieser Stelle. Die Kollegen von Alpha Live, mit denen wir ja hier eine Zusammenarbeit haben, die uns das hier ermöglichen, diese Porsche Sprint Challenge Suisse bei uns, bei Motorsport Television Deutschland zu übertragen und natürlich auch an die Kollegen von Porsche Schweiz, ohne die das hier gar nicht erst möglich wäre. Also auch nochmal Danke an die Kollegen und natürlich auch schon mal ein Dankeschön an euch Zuschauer, die hier noch dazugekommen sind, auch nach dem 24er am Nürburgring. Und wenn ihr die ersten Rennen, die am früheren Tag stattgefunden haben, verpasst habt, dann schaut euch das gerne auch nochmal im Real Life an und auch immer dran denken, wenn euch das Ganze hier gefällt, immer einen Like da lassen und abonnieren. Das Ganze könnt ihr natürlich immer kostenlos tun. Und so genießen wir noch ein bisschen die Highlights dieses zweiten Rennens der Open GT. Bin mal gespannt, ob es gleich noch ein paar abschiedende Worte gibt vom lieben Ben. Und so werde ich mich dann auch gleich bei euch noch einmal verabschieden. Also genießen wir erstmal noch ein bisschen die Bilder. Und dann finde ich gleich noch mal ein paar abschließende Worte. Ja, und damit war es das von diesem Renntag der Porsche Sprint Challenge Suisse in Imola. Noch einmal
vielen Dank fürs Zuschauen und weiter geht's dann am 19. Juli im Königlichen Park von Monza. Also da auch gerne wieder zahlreich einschalten. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Sommerabend an diesem Sonntag und ich würde sagen, bis demnächst.